Chaka Khan, habe ich gesagt. Ei. Bayern. So. Okay. Geht gleich los, Leute. Ich muss noch ganz kurz. Wild. Dann bringen wir die Saison jetzt zu Ende, ne? Ist ja wohl klar. Guck, was wir noch reißen können. Gut. Bevor ich hier reinsteige, mal zur Info an alle, die sich das vielleicht später noch angucken. Das wird der letzte Gaming-Stream hier auf dem Kanal sein, wa? Ich werde die Saison halt hier mit dem FC Bayern zu Ende spielen. Wir gucken, sofern wir nicht vorher rausgeschmissen werden, war nicht so möglich, à la Tuchel. Danach werde ich im Laufe der kommenden Woche auf jeden Fall meinen eigenen Verein gründen oder eine Karriere spielen. Eins von beiden. Muss ich mir noch überlegen. Das mache ich dann aber auf meinem Gaming-Kanal, wa? Weil das ist ja hier ein Kanal zum FC Bayern und nicht zu irgendeinem Gaming. Aber ich denke, hier mal eine Saison mit dem FC Bayern, so ein Manager-Spiel ist schon okay. Aber alles andere dann auf meinem Gaming-Kanal. Also wer da in Zukunft hier noch mich im Manager sehen will, mit nicht dem FC Bayern München als Team, mit dem eigenen Verein oder im Karrieremodus, ist natürlich herzlich eingeladen. Müsst ihr einfach meinen Zagos-Channel folgen auf YouTube oder auf Twitch halt. Ja. Jetzt auf dem Zagos-Channel auf jeden Fall auf YouTube und auf Twitch dann streamen. Wann, weiß ich noch nicht. Ich muss mal gucken, ob wir Montag einen Bayern-Stream machen. Ich denke schon. Je nachdem, was so anliegt. Werden wir ein bisschen über den FC Bayern talken kommenden Montag. Ja, schauen wir mal. Wie lang das dann wird. Vielleicht starte ich dann noch rein, den Manager danach. Oder ansonsten halt Mittwoch. Kommende Woche wahrscheinlich. Gut. Haben wir das schon mal erwähnt. Sehr gut. Und dann erstmal Servus Neok. What's up, Servus Optimus Prime. Fabi. Und John Konstantin. Servus. Gut, wir sind kurz vor der englischen Woche. Ich habe mal ein bisschen durchgeschaut. Hier durch meinen Kader und sowas im Vorhinein. Kann ich euch ja auch mal zeigen. Man kann ja hier jede Menge Zeug einsehen. Gerade hier Motivation. Fachliche Qualität des Managers ist nicht gegeben. Ne? Ist klar. Wenn wir Tuchel-Verschnitt sind. Liegt natürlich einfach daran, dass ich ein Stufe 1 Typ bin. Also ähnlich, so ein bisschen das Nagelsmann-Problem war. Stufe 1 Typ, der möchte dann irgendwie hier in Weltstar was erzählen. Da geht gleich die Motivation in den Keller. Ja, natürlich vermissen wir aktuelle Erfolge. Ich meine, wir haben zum Glück gegen Dortmund gewonnen. Aber ansonsten sind wir natürlich hinter den Erwartungen, auch keine Frage. Auch da gibt es direkt Minus einen reingedrückt. Ne? Und das zieht sich halt durch jeden Spieler durch hier. Ne? Müssen wir mal kurz durchsnacken hier. Hier, der ist stark unterbezahlt. Das andere Problem, zeige ich euch gleich auch. Ich kann halt noch nicht mal so einen Spieler verlängern. Ich bin hier völlig handlungsunfähig. Joso hat ein bisschen wenig gespielt, haut er mir raus. Das ist eine Frechheit, oder? Der spielt fast jedes Spiel, der Typ. Zwar nicht im defensiven Mittelfeld, aber er spielt. Ja, Leon ist ein bisschen stinkig auf uns, deswegen habe ich mal ein Gespräch noch vereinbart. Ne, er spielt natürlich zu wenig, ist klar. Conny auch, aber Conny nur ein bisschen. Jamal auch zu wenig gespielt. Leroy, die ganzen Experten. Koman ist ganz mies, ne? Zu wenig gespielt, zu viel Konkurrenz. Ja. So sieht's aktuell aus, Leute. Wilde Geschichte. So, ich könnte halt noch nicht mal, wenn ich jetzt einen Vertrag verlängern will hier mit unserem Jugend-Johnny. Ja.
Ihr Vorstand ist genervt, Blasöls. Ich bin hier halt völlig handlungsunfähig, ne? Ich kann keine Spieler verpflichten, ich kann keine Verträge verlängern. Von daher werde ich nur diese Saison zu Ende daddeln hier und dann starte ich halt im eigenen Spielstand. Gut, aber wir sind natürlich noch auf einer Mission. Es ist natürlich noch alles drin hier, ne? Haben wir eigentlich hier, irgendwo haben wir das bestimmt, Alter. So, 8 Punkte hinter Leverkusen. Guck mal, ist doch noch drin. Dortmund haben wir geschlagen. Wir müssen natürlich jetzt eine Serie starten, wa? Ist klar. Weil ich meine, wir haben auch erst 2 Niederlagen. So schlecht sind wir gar nicht. Wir haben halt viele Unentschieden gespielt, ja. 4 Stück. Ja. Ich habe eine Krisensitzung einberufen. Wir gucken mal, ob das irgendwas bringt. Weil mir das vorgeschlagen wurde. Vielleicht das noch ganz interessant, wenn ihr hier draufklickt. Seht ihr entweder das. Wenn ihr jetzt nochmal draufklickt, bekommt ihr die andere Sache. Angezeigt. Da sehen wir einmal unsere Stärken, die wir haben. Unsere Warnungen. Und unsere Schwächen. Und wenn ihr jetzt hier irgendwas anklicken würdet, keine Ahnung, hier, dann bringt er dich genau dahin. Er sagt, wir sind schlecht in Schwalben, ja. Ich spiele nicht mit Schwalben. Sowas, ne? Das fleißige Fluchen geht weiter. Ach, hör doch auf, Nixes. Hör doch auf. Wir gehen heute ganz entspannt. Ich habe auch extra mal ein Poloshirt angezogen, mal ein bisschen mehr auf trainermäßig unterwegs heute. Und von daher, wir starten natürlich jetzt direkt rein, ne? Weil hier direkt englische Woche. Champions League, wir müssen das Spiel auf jeden Fall, wir spielen auswärts, oder? Wir müssen auf jeden Fall, Minimum ist Punkt, ne? Damit wir noch irgendwie Chancen aufs Weiterkommen haben. Eigentlich müssen wir gewinnen. Ja. Ja, er zählt mir die erste Mannschaft zu geben. Sehr gut. Torwart. Na, kann ich nichts mit anfangen. Brauchen wir nicht. Fanabteilung würde es begrüßen, wenn Sie einen Spieler zu einem Fanclub. Nein, nicht vorm Stellen, nicht in der englischen Woche, Alter. Was ist los mit euch? Donnerstag, nee, Freitagnachmittag, nach der Teamsitzung mache ich Sport. GB, Servus. So, Abfahrt. Ja, wir machen das anders. Wir machen hier Torabschlüsse und immer eine aktive Erholung. Obwohl, nee, das reicht ja. Eigentlich können wir es ja auch hier ballern, oder? Dann machen wir hier nämlich nochmal. Wir machen hier nochmal Torabschlüsse und machen morgens Pässe. Ja. Ist ein bisschen schade, dass ich den Sonntag schon immer planen muss, bevor das Spiel ist. Wenn wir das Spiel gewinnen, würde ich sagen, alles tutti. Ja, könnt ihr ruhig frei haben den Sonntag. Wenn wir das Spiel natürlich nicht gewinnen, dann muss natürlich ballern, ne? Aber wir können natürlich auch noch eine Trainingsgruppe machen. Ne? Ja, komm, wir machen erst ein bisschen Erholung und dann machen wir einen Smoothie. Smoothie-mäßig Gymnastik noch. Gymnastik geht immer, oder? Thomas Tuchel wieder bei der Arbeit. So sieht's aus, aber 2.0, Leute. Tuchel 2.0. Und ich habe auch gesehen, hier kann man noch hier. Ja, wir können ja noch so ein Ding zu machen. Das heißt, wir gehen hier richtig rein jetzt in die Torabschlüsse, Alter. Ja, wenn wir davor Rondo-Dingens machen, dann sollten wir hier auf jeden Fall auslaufen machen. Okay. So sieht's gut aus. Wir können auch noch Trainingsgruppe gucken. Wir hatten... Weil das Problem ist, ihr seht ja, ich habe halt viele Spieler, die keine Kondi haben. Problem ist, der hat zum Beispiel beides nicht. Der hat auch keine Frische. Der Fonsi. Aber in der englischen Woche das jetzt anzugehen, ist auch schwierig. Von daher
Abfahrt. Bunazar ist direkt freiwillig gegangen. Vorm ersten Spieltag. So, Leon ist super stinkig auf uns, weil er nicht spielt. Weil er, weiß ich nicht. Persönliche Situation, du wirst unzufrieden. Du wirkst unzufrieden. Was haben wir sonst? Und wir machen mal, du wirkst unzufrieden. Wir führen ein konstruktives Gespräch mit dem Gretzer und können zumindest einige Probleme ausräumen. Sehr gut. Conny Leimer. Machen wir einfach mal dasselbe. Können wir nicht, wa? Keine persönliche Dingens hier. Das ist ja wild. Okay. Bisschen in guter Form. Conny freut sich über das Lob. Guck mal. Krisensitzung. So. Wählen Sie jetzt den Grund der Krisensitzung aus. Gibt es für einen bestimmten Typ derzeit keinen Grund, ist dieser gesperrt. Ganz genau. 22 Mara 06 redet mit 6 Zuschauer. Schatz, ich dachte, du daddelst noch ein bisschen dein Dingens da weiter, dein Supermarkt-Simulator. Ich danke dir natürlich für den Raid. Ich habe natürlich hier auch kein Command, ne? Also wenn ihr mal chilliges Gaming sehen wollt, Leute, könnt ihr gerne der Mara auffolgen. Auf Twitch. So Stardew Valley mäßig oder sowas. Natürlich auch, wenn wir im Duo was streamen, dann könnt ihr da auch zusätzlich gucken. Also, wenn ihr Bock habt, followt bei der Mara mal rein. So, wir machen erst die Krisensitzung, bevor wir die 5 Liegestütze vom GB machen. Wählen Sie jetzt den Grund der Krisensitzung aus, bla bla bla, miese sportliche Situation. Punkt. Manuel Neuer sitzt altersweise in der Ecke und beobachtet alles genau. Er wird ja vielleicht bald Trainer. Da kann man dann ja schnell in die gleiche missliche Situation wie Sie kommen. Sven Ulreich fühlt sich nicht angesprochen, da er ohnehin nicht spielt, aber in guter Form ist. Mehrere Spieler klagen über zu viele Einsätze und einen Mangel an Frische vor den Spielen. Kenzie Koma meint, dass er es halt alleine auch nicht reißen kann. Wenn der Rest nur Mist spielt. Also die Krisensitzung hat 0 gebracht. Insgesamt ist die Krisensitzung gut angekommen und hat hoffentlich etwas bewegt. Also ich glaube, die hat nichts bewegt, ne? Die hat gar nichts bewegt. Nichts. Die hat bewegt, dass ich 5 Liegestütze mache. Weil ich musste körperlich vorangehen bei der 11. Servus, ihr Lieben. Ohne Scheiß. Ich bin der fitteste VR-Football-Manager, den es gibt hier. So viel Liegestütze nicht in jedem Stream mache. Ist ja wohl frech. Junge. So, 5. Auf den Kopf. Keine Bonus heute. Können wir jetzt endlich rein ins Champions League-Spiel? Das ist wieder ein richtungsweisendes Spiel für die Zukunft, Leute. Immer 100% Leistung. Bam, bam, bam. So sieht's aus. Enorme Lautstärke in der Krisensitzung beim FC Bayern München. Wir haben mitgehört. Maulwurf. Wir müssen einen Maulwurf suchen. Tourismus interessiert uns nicht. Vorsicker, nee, ich muss ja die Saison nicht zu Ende bringen für euch. Na? Danach werde ich dann in die Sucht verfallen, wenn ich meinen eigenen Verein mache oder Karriere spiele, ja. Hä? Ach, Promi-Tipp. Ich dachte jetzt, er hätte simuliert. Ich wollte schon eskalieren. Gibt's hier noch 2 Spiele? Ach, GP, du hast doch keine Ahnung, Alter. Du hast doch keine Ahnung. Ich habe mal umgebaut. Ich spiele jetzt 3-4-3. Ich weiß nicht, ob es was bringt, aber ich habe mal Leon aufgestellt, weil wir ein gutes Gespräch hatten gerade, ne? Kriegt da die Chance von mir. Aber ihr kennt's ja. Wird nicht geliefert, Halbzeit, bam, ausgewechselt. Fertig. Wird gar nicht rumdiskutiert. Ja. Was sollen wir sagen? Wir könnten den Michael in Manndeckung nehmen, oder?
Mache ich auch. Mache ich auch, Leute. Ja, wir gehen mal auf Ballbesitz mit Gegenpressing, weil Gegenpressing haben wir einen hohen Wert. Wir kommen ein bisschen mehr durch die Mitte. Auch wenn wir 3-4-3 spielen. Das ist schon okay erstmal. Zusammenfassung brauchen wir nicht. So. Da Leo eine Maschine ist, nimmt er den Offensiven, ist auch gleichzeitig der Kapitän, den nimmt er raus aus dem Spiel, ne? Den nimmt er raus. So. Fokus. Wir haben einen guten Lauf. Jetzt nicht nachlassen, jo. Wegen einem Sieg gegen Dortmund, Alter. Zünd dich mal. Es gibt bei mir keine Siegprämie, ne? Noch zusätzlich. Das gibt es nicht. Das führen wir nicht ein beim FC Bayern. Wie das klar ist. Der National weht ein anderer Wind. Ja, der Druck ist ganz anders, ganz genau. Spüre ich gerade. Ganzen Körperoptimus. So, mein Tipp natürlich 1-3, Leute. 1-3. Abfahrt. Ein Schluck Beruhigungscappuccino. Wie fies. So, Freistoß, guck mal. Jamal, habe ich extra eingeteilt. Alter, der sah doch drin aus. Es geht schon wieder los, ey. 2-1 an Sebastian. Du musst Prime in die Ecke, schäm dich. Du beliefst nicht, ey. Das ist traurig. Stefan auch nicht. Eieiei. Wie soll das denn was werden, wenn niemals ihr hier an den FC Bayern belieft? Guck mal, jetzt 1-0. Sehr gut, Serge. Sehr guter Pass. Ab auf die Mitte auf Heavy. Och, Elfer, ganz klar. Wie unterbindet den Angriff? Lol. Ja, na klar, wieder ein Kontertor, ne? Pass auf. Alter. Wild. Dass man den anderen Sound hier auch wegmachen. Irritiert mich in meiner Coaching. So. Ja, ist ja ein sehr unterhaltsames Spiel hier. Und natürlich wieder eine gelbe gezogen, Alter. Ach, der Kimmich auch noch. Wild. Ja, Musiala ist wie immer Note 4, Alter. Es ist eine Katastrophe, genauso wie Harry Kane, Alter. Es ist einfach ein Trauerspiel mit diesen Würsten. Hier, direkt Müller rein, zack. Direkt den Tell rein, Harry raus, da wird gar nicht rumdiskutiert. So, Müller ein Stückchen nach vorne geschoben. Wie sieht sonst aus? King und Gnabry ist auch nur durch den Durchschnitt. Wir warten noch ein Viertelstündchen. Kimi sind immer gelbe und rote Karten. Kimi ist eine Maschine, Alter. Alter, es ist so chancenarm hier, das ganze Geplänkel. Wir müssen was ändern. Wir müssen was ändern. Geben wir mehr ins Risiko? Ja, ein Punkt. Ja, aber ein Punkt ist Pflicht, ne? Punkt ist Pflicht, ey. Aber wir machen mal. Wir machen mal so. Wechseln wir noch. Wir bringen mal den Conny für den Kimmich, bevor der fliegt. Ja, und ich riskiere das. Wir bringen Pavlo für Neon und den letzten Wechsel heben wir uns auf. Abfahrt. Trainer ist kacke, die ist 1A, Alter. Okay. Oh, das andere Spiel ist auch 0-0.
Leute, was ist denn? Sehen wir eine Torchance oder irgendwas? Oder ist das jetzt hier so eine Nullnummer-Geschichte oder was? Dann passen wir auf jetzt. Dann passen wir jetzt auf, Kollege. Dann passen wir jetzt auf. Jetzt bringen wir nämlich unsere Allzweckwaffe. Götte Leroy, weil der Leroy ist, der reißt es auch nicht raus. Komm, wir nehmen den blonden Engel raus. Und bringen den Kretzig noch rein. Zack. So. Na also. Ach komm, den kannst du. Wer war das? 25. Thomas Müller, Alter. Den brauchst du doch nur schön, zack, hinten reinschieben. Junge. Fonsi, Alter. Note 6. Alter. Gut, dass der vorbei war. Junge. Mach bloß kein Konter jetzt. Schönes Kurzpassspiel. Sehr gut. Und Flanke? Ja, meine Außenstürmer sind leider alle chancentot, Alter. Kann das nicht mehr. Ja, jetzt kommt noch die Ecke. Hui! Der Guerrero auf der Linie, du. Das ist Gruppenphase, ja sicher. Ich brauche aber einen Sieg eigentlich. Punkt ist Minimum. Sehr gut. Pass auf, De Ligt. Mach rein das Ding. Außenpfosten. Lächerlich. Nullnummer, Alter. Naja, das Minimum erreicht. Guck's dir an, ey. Wir spielen einfach zu viele Unentschieden. Was soll man sagen? Chancenarmes, torloses Krüppelspiel. Vorsicker, Alter. Was ist denn los mit dir? Goretzka wieder ausgewechselt. Ja, wer keine Leistung bringt, der geht halt. Wird ja nicht rumdiskutiert hier. Spieler Serge Gnabry ist umgeknickt und hat Schmerzen am Knöchel. Ja, pff. Alter. Ja, tschüss Serge. Ich war gewohnt, dass du ein halbes Jahr verletzt bist, Alter. Gnabry hatte 2 gute Spiele, leider nur. Das waren keine 3. Das waren keine 3. Schopo hatten wir weggehauen, ne? Nach Madrid. Schopo ist weg. So. Wo bleibt der Pavlo? War der schon? Na. Oh je. Aber das ist nur Dingens, oder? Ach, das ist zur nächsten Stufe. Ja, den kann ich noch niemals verlängern hier, den Vincent. Ich darf nichts machen, Alter. Das ist lächerlich. Da ist das Spiel echt broken, ey. Ablehnen. Warum sind die denn wieder an? Habe ich die nicht gestern ausgestellt? Der nochmal einstellen. Expected Goals war auf unserer Seite. Ja, guck mal. Jetzt spielen wir gegen Heidenheim. Promi-Tipp 2-2, Alter. Welcher Promi-Tipp das hier immer? Ja, gut. Serge hat sich ja freiwillig rausgenommen. Passt ja. Was
ist aber, ohne Scheiß, das ist so eine unausgewogene Mannschaft, ne? Pavlo ist fast tot, ey. Bring den Conny. Conny ist aber zentraler. Iman Jamal ein bisschen vor. Linke Guerrero ist tot. Davis ist tot. De Ligt ist tot. Alle sind tot, Alter. Alles ist broken. Ja, komm. So machen wir es erstmal. Traurig. Traurig, aber wahr, Leute. Ja, wir starten natürlich erstmal mit dem Ballbesitz, das ist schon okay. Aber wir werden das Ganze mal ein bisschen... Ja, wir sind überall überlegen, Alter. Eigentlich, was macht er denn, wenn wir alles runter machen? Alles gleich viel, ne? Ja, wir können einen kleinen Tacken durch die Mitte machen. Ja. Ist doch gut. So, Tipps hier, komm. Und jetzt muss mal ein bisschen Glaube kommen hier, ne? Da wir gerade abschlussschwach sind, würde ich sagen 2-0. Und wir gehen, wir bleiben erstmal bei konzentriert, sonst ist wieder Alarm angesagt. Abfahrt. Rafael, die Kanone. Wie ist die Lage? Da kommt jetzt auch wieder der Sound da. So, Herbie, komm. Schön durchstecken. Ach, mit Hacke. Ach komm, was ist denn los, Leute? Der ist 6 Meter vor dem Tor, Alter. Und schießt den 3 Meter daneben, oder was? Bei 0,48 XG-Wert. Der Tuche wird sich im Grab umdrehen, wenn er tot wäre. Junge. Wieder der Conny. Alter, Conny, ohne Scheiß, ne? Das ist eine Katastrophe. Das ist Grenze an Arbeitsverweigerung. Was läuft der Conny die ganze Zeit da oben, da vorne im Sturm rum? Und der Licht, guck mal, wo der rumläuft. Junge. Alter, original, das ist, als würden wir den FC Bayern München live sehen, Alter. Ich muss mal ganz kurz gucken. Oh, Harry Kane ist auf dem Feld. Ist ja Wahnsinn. Die Frage ist nur, wo? Der lässt sich fallen, spielt IV, ja. Ja, das war's jetzt, ja? Gute Anfangsviertelstunde und dann... Fonsi, Alter. Ach, du Grüne. Alter, jetzt ist vorbei. Conny geht raus, Alter. 3 Schüsse und 3-mal, als wäre er ein Mädchen, Alter. Was stimmt denn mit dem Typen nicht? Zack. Wenn er gleich nachfragt, warum er ausgewechselt wird, dann zerstöre ich ihn, Alter. Katastrophe. Nein, 3-mal nicht aufs Tor. Junge, jetzt mal ernsthaft. Da kannst du auch nicht mal bis zur Pause geben. Ja. Bisher. Zack, Leo, rein, zack, reingeflankt das Ding. Schön abgelöst. Zack. Mein Gott, warum ist das so laut? Das ist eine Katastrophe.
Ich habe für euch mal leiser gemacht. Ich muss das für mich gleich auch mal leiser machen. Junge, Junge. Das ist echt wild. Hat der echt gerade der Leeboy dem in den Kopf vorgelegt? Sehr wild. Gut, Leute. Ich würde sagen, bisher war alles gut, ne? Wir können so weiterfahren erstmal. Konzentriert bleiben in der Anfangsviertelstunde, das zweite machen. Sehr gut, Leon. Was ist denn mit dem Delicht eigentlich los, Alter? Also, da stimmt doch auch was nicht. So sieht's aus, Optimus Prime. So sieht's aus. Ja, wir werden jetzt gleich nochmal ein bisschen Schwung reinbringen, wa? So. Aber notenmäßig sieht's ja echt gut aus gerade. Außer Neuer. Warum hat Neuer eine 3,5? Weil er nichts zu tun hat, oder was? Kimmich natürlich wieder abfallend mit einer 3,5er Quote. Ja, ist klar, Alter. Aber ist kein Problem. Weil wir bringen auf jeden Fall den Pavlo rein jetzt. Es ist halt nur die Frage, obwohl der kann auch rechts spielen, guck mal. Das passt schon. Dann bringen wir, was sagt King? 3,5. Okay, dann bringen wir noch einen Tell rein, ein bisschen Frische. Zack. Und dann lassen wir uns immer noch 2 Wechsel offen. Kane und die Positionswechsel, ja. Sehr gut, Konter. Das können wir. Ja, das war originaler Leroy, oder? Ich habe nicht erwartet, dass der auch nur ansatzweise aufs Tor geht. Junge, ist das eine Pflaume. Schönes Ding. Ja, grandios, ey. Hä? Traumfußball. Tja. Das ist auch Original Bayern, oder? Original. Ja, Loki. Simone, hast du jetzt selber gemerkt, oder? Bring doch mal ein paar Leute aus der dritten Reihe. Merkst du gerade, oder? Frech. Muss sagen, gibt's bei mir keine dritte Reihe. Junge, der Promi-Tipp war 2-2, ne? Haben wir uns doch lustig gemacht. Wir nehmen den Leroy raus. Bringen wir noch einen Jamal rein. Vielleicht hat er noch eine Idee heute. Ansonsten, der Licht sieht schon sehr fertig aus. Ja, komm, Risiko, Opa. Opa rein. Ei. Das sieht hier nicht zu, Alter. Wegen umstrittenen Handspiels gelb, aha. Sehr gut, Leute. 2:1, souverän eingefahren. Wir hätten natürlich 3 Tore mehr machen müssen, aber 6 Schüsse aufs Tor, Alter. 3,36 XG-Wert für Thomas Tuchel sehr wichtig zu 0,63 und du gewinnst 2:1. Originales Bayern-Spiel. Wild. Ach, guck mal, der Weg geht steil nach oben, nur noch 6 Punkte. Tja. Läuft doch hier wie geschmiert, ey. Wie geschnitten Brot. Pavlovic hat aber wieder Gas gegeben hier. Wo ist Milch auf 1? Ja.
Kovac gibt Gas, du. 3 Tage bis zum nächsten Fischspiel. Ja, Rückspiel schon. Ei. Dachte, ich könnte jetzt mal ein bisschen Kondi machen. Aber schon wieder, ach nee, das ist doch noch die letzte Woche, ne? Passt schon. Das seht uns alles leider nicht. Real Madrid. Wieso kann ich den denn jetzt angeblich noch verkaufen, wenn der Transfermarkt geschlossen ist? Weil er auf der Transfer ist. Nein, ich kann keinen verkaufen. So, Rückspiel und gegen Köln. Ja, Halleluja. Halleluja. Ja. Komm, ich nehme mal den Harry rein, ey. Vielleicht kriegt der Harry jetzt einen kleinen Lauf, weißt du, weil er mal eine Bude gemacht hat. Weil der hat, glaube ich, erst 2 Tore in der ganzen Saison geschossen hier. Frech. Richtig frech ist. Eieiei, Teamchemie geht auch weiter runter. Katastrophe. Könnte ich denn jetzt hier schon die Trainingswoche machen? Nee, ne? Team-Event für mehr Biss. Ja, machen wir mal. Vortreiben wir wie immer. Sonntagabend. Fanclub haben wir keine Zeit für. So. Gehen wir hier auf Freistöße. Kriegst du deine Videoanalyse. Ja, das fühle ich eigentlich sogar. Ja, die Frische wird jetzt ein bisschen leiden, aber alles gut. Alles gut. Alles ist gut auf dem Gut. Ach, guck mal, der macht die sogar automatisch hier gerade. Sehr gut, sehr gut. Abfahrt. Ja, das liegt natürlich daran, weil das hier irgendwie buggy ist, ne? Die Spieler müssen sich einen Tag und eine Nacht in der freien Natur durchschlagen. Ach du grüne Neune. Stell dir das mal vor. Stell dir das mal vor, der Kimmich soll sich in der freien Natur durchschlagen. Sie lernen Fische mit einem geflochtenen Korb zu fangen, tödliche von köstlichen Pilzen zu unterscheiden und was bei einer Zombie-Apokalypse zu tun ist. Das ist gut für den Biss. Und ich habe den Sound nicht eingestellt. Recht. Junge. Will ich das hier noch machen? Nee, ne? Kündigung Mitglieder. Ein Mitarbeiter, Verwaltungsfachkraft, hat gekündigt, der eine leitende Stelle bei einem anderen Verein bekommen hat. Ja, brauchen wir auch nicht. Wir brauchen keine Leute, die woanders hingehen, ne? Wir brauchen nur Leute, die brennen für den Club. Die brennen. Enorme Lautstärke in der Krisensitzung bei Borussia Dortmund. Haben wir die Krise eingeläutet, ne? Für die Dortmunder. So, jetzt, Sieg muss jetzt her, ne? Es gibt keine 2 Möglichkeiten. Wir müssen jetzt gewinnen. Wir müssen gewinnen. Ja, die Aufstellung hat uns jetzt noch nicht wirklich überzeugt, oder? Das 4-3-3-Geschissel. Gehen wir wieder auf unser 4-2-1-3 oder was? Na, dann kann ich auch einen Pavlo bringen. Ich kann ja noch nicht immer hier mit 3 Innenverteidigern spielen, weil ich nur 3 besitze. Das ist halt auch wild. Was hast du denn davor?
Pavlo rein. Kretzi hat auch eine super Form. Was ist von sie so? Katastrophe, der Mensch, Alter. Eine Katastrophe. Sag euch, wie es ist, ey. Super Topform. Das hört sich gut an. Also mit dem Serge ist ja, ach, der hat Schmerzen, ne? Der hat ja eine Verstauchung. Ja, der steht ja nicht zur Verfügung, die Wurst. So, es sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Wenn wir den Leroy jetzt noch ersetzen. Ja, wir müssen natürlich noch hier auf die richtigen Posi stellen, ne? Ruhig bleiben, Leute. Ist gut. Gucken wir mal gerade. Ja, komm, wir bringen den Tell mal für den Sané rein. Wir tauschen hier die Seiten. Scheiße, ne? Machen wir den Müller als Hängespitzen, ziehen Heavy noch einer vorne. Conny in Zentrale, Pavlo Defensive. Die beiden tauschen die Seiten bitte. Und dann würde ich sagen, abgesehen vom Neuer und vom Heavy, sieht's gut aus, Leute. Abfahrt. Ja, auch das lassen wir mal. Können hier einen Tacken hochgehen. Wir fangen mal mit Ballbesitz an, das ist auch okay. Sehr gut. Wir nehmen jetzt mal nicht in Manndeckung. Und dann müssen wir jetzt mal die passende Ansprache hier rauskramen. Ich kann vor diesen Gegnern nur warnen. Aha. Heute sind Ruhe und Geduld gefragt. Komm hier, zack. Wo ist Musiala? Auf der Bank ist der. Wohin gehört? Kretzig will ich als zentrales Mittelfeld bringen und dann einstellen flexibel. Ja, der Kretzig hat halt eine 5er Stärke, Alter. Verstehst du meine Probleme? So, ich spiele gegen eine Mannschaft, ne? Das ist halt so das Problem. Die sind halt zu schlecht eingestuft hier, die beiden Spieler. Kretzig ist halt mal eine Einwechselmaschine. 1-1, niemals Vorsicker. Guck mal, wir starten direkt mit 2 Gelben rein. Wegen harten Ellenbogeneinsatz, wegen Foulspiel. Das geht doch wieder nicht gut aus. Und ich bin schon nur auf konzentriert beim Spielen und nicht mal auf feuerfrei, Alter. Das ist so lächerlich. Aus 35 Metern, oder was? Junge, Alter. Katastrophe, hier geht das wieder los, ey. Christen Kackreiz. Ja, und außen durch. Schönes Ding. Jetzt im Rückraum. Alter, ist das... Das kann doch nicht dein Ernst sein, King, Alter. Hast du X-Beine oder was? Junge. Ist das eine Krüppelmannschaft? Junge. Ich kann gar nicht hingucken. Alter, die kommen nach vorne. Jeder Schuss ist ein Tor, Alter. Das ist lächerlich. Lächerlich. Wir brauchen 2-1 vor der Pause, sonst ist ja der Drops gelutscht hier, Alter. Ei. Durch ein Eigentor. Leute.
Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Thomas Müller ist auch in Topform heute. Der rasiert wieder richtig. Meine Güte, ey. Der Pavlo hat auch schon gelb, ey. Okay, dann machen wir den Move. Heavy Goal, Heavy Goal, Heavy Goal, Heavy Goal. Ja, ist natürlich jetzt risky mit dem Opa, mit der gelben. Nein. Nein. Männer, jetzt muss direkt, erste Viertelstunde muss klingeln. Alto Betty, ey. Junge, Junge. Opa bekommt safe ein Rot. Er hat schon 3 Rote gehabt diese Saison. Der Opa ist sehr zuverlässig. Ei, 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 ei. Ja, der Drops ist gelutscht, Leute. Der Drops ist gelutscht. Da, guck dir das an. 4-1. Junge, Junge. Lächerlich. 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 Wirklich, absolute Katastrophe. Junge, ist das eine Karnevalstruppe. Alto Belly, ey. Komm, ich wechsle den Torwart. Mitten im Spiel. Schlimmer kann es nicht werden. Junge, Junge. Ey, da standen 4 Leute drumherum, Alter. Junge, Junge, Junge. Junge, Junge, Junge. Nichts mehr zu machen, Alter. 3-5. Na, wenigstens war es ein unterhaltsames Spiel, ne? Junge, 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 ey. Champions League aus, ja. Eindhoven hat gewonnen, ja. Müssten wir schon jetzt 3 Siege einfahren, aber selbst dann wird es wahrscheinlich eher nichts mehr. Wild, wild, wild. Heavy Goal, Heavy Goal, Heavy Goal. Naja.
Es gibt noch Minimalaufnahmen, aber direkter Vergleich verloren, ne? Ja, da müssen wir halt die Euroleague gewinnen. Ich meine, wir sind ja gerade, wir haben ja gerade so eine starke Form wieder. Das ist ja. Der Berater von Joshua Kimmich ruft sie an und erkundigt sich, ja. Josua. Ovidovi, wa? Lass die Fahnen wehen, Alter. Ist gar kein Problem. Ja, gestern waren wir am stärksten mit linke und rechtes Mittelfeld. Problem ist, wir haben halt keine linken und rechten Mittelfeldspieler. Wir fahren den Bums jetzt nochmal so durch, wa? So, Thomas Müller war Enttäuschung. Den können wir direkt schon mal auswechseln. Conny Leimer hat 200 Schüsse liegen lassen. Dann bringen wir direkt mal den Neon rein. Komm, wir bringen mal den Josh als rechten Verteidiger. Und wir bringen den Guerrero ein. Ansonsten fahren wir mal so durch hier. Oh, der Serge wäre auch wieder am Start. Der blonde Engel. Ja. Ja, rein theoretisch 3-0 für uns jetzt hier. Mal ganz geschmeidig. Saisonziel-Klassen halt in Gefahr. Was ist denn los mit euch, Alter? Wir sind Fünfter. Wenn wir die Kölner jetzt weghauen, dann sind wir wahrscheinlich schon Vierter. Dann haben wir nur noch 3 Punkte bis zum Meistertitel. Was ist denn los mit euch? Wenn der Selke gegen uns ein Tor macht, ne, dann flippe ich aus, Alter. Der Opa, den stelle ich auf den Selke jetzt. Opa, enttäuscht mich nicht. Kann den nicht ab, der darf kein Tor gegen uns. Das ist wie Timo Werner in Leipzig, Alter. Eine Katastrophe. Selke macht 6 Buden. Männer, was ist das schon wieder für eine Anfangsviertelstunde hier? Junge, der Goretzka hat nach 6 Minuten schon eine gelbe Karte wieder. Junge, Alter. Ja, na klar, Musiala auch gelb. Schönes Ding. Harry Kane auf Außen, wieder grandios. Das war ja eine Kopie vom Finaltor vom King. Wir freuen uns noch nicht, Leute. Ich kenne die Mannschaft. Wenn wir das zweite nachlegen, dann können wir vielleicht mal ein bisschen entspannter werden. Augen zu und Tor. Ja, so stellt man sich das vor, wenn Coman köpft, ne? Grandios. Grandios, Leute. Grandios, würde ich sagen. Grandios. Wegen Spielverzögerung. Pavlovic auch gelb. Ach du grüne Neune. Viele Leute kann ich gar nicht auswechseln, Alter. Okay, es wird Zeit für frische Beine. Es wird Zeit für frische Beine. Die ganze Zentrale ist gelb, Alter. Dann bringen wir den Conny. Dann bringen wir den Kretzig. Ja, da bringen wir den blonden Engel rein jetzt. Hm? Spieler möchte eine Erklärung. Leon, keine Karte riskieren, du Pisskorb.
Frag doch nicht so doof, wenn du in der... Was war das? 6 Minuten schon gelbe Karte ziehst. Hä? Conny, schieß bloß nicht selber. Mein Gott, ey. Alter, wie kann der denn da... Bus parken. Parken keinen Bus. Ich habe keinen Bernd Schuster. Ei, 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 ei. Gut. Wir könnten noch die Option Müller oder Sané ziehen. Wir ziehen mal die Option Müller für Heavy Kane. Musiala ist auch immer grandios, Alter. Und wir ziehen die Option lieber in die Mitte. So. Die Frage jetzt. Alter. Ich muss ja gerade an das Spiel gegen Köln denken, ne? Ich kann doch jetzt nicht den Tuchel-Move machen, Alter. Ich kann doch jetzt nicht den Tuchel-Move machen und sagen, wir machen jetzt abgesichertes, ruhiges Aufbauspiel. Kann ich nicht, Leute. Er will mir das 1-0 über die Zeit schaukeln, ja. Kann ich nicht. Wir machen jetzt direkten Angriffsfußball. Mit einem Tacken mehr Einsatz. Und ziehen das 2-0. So ein Ding. Jetzt kommt der Konter gleich. Wir laufen in den Konter. Ui, die stehen ja nicht umsonst auf dem 17. Tabellenplatz. Ne? Die jeden Schuss versenken würden. Alter. Ja, FCB. Ja, FCB. Ja, spiel mal ruhig 4 Minuten nach, ist gar kein Problem. Guck mal, souverän 1-0 gewonnen. Guck mal, Leverkusen 1-1, Wolfsburg 2-0 verloren. Wir gehen steil nach oben in der Tabelle. Guck's dir an, nur noch 3 Punkte. Alter. Expected Goals, wen interessiert das denn? 1-0, 3 Punkte, das ist, was zählt, Leute. Wen interessiert Expected Goals Werte? Was ist los mit euch? Was ist eigentlich? Sind wir aus dem DFB-Pokal schon raus? Oder wann ist denn da mal die zweite Runde? Wir spielen doch gegen KSC eigentlich, oder nicht? Okay, wir müssen wieder mit rechten und linkem Mittelfeldspieler spielen. Das war auf jeden Fall besser. Aufstellung nicht wie versprochen. Ihr Co-Trainer Sir Löw weist sie darauf hin, dass die Spieler ihr Versprechen nach Form... Ach, Quatsch doch nicht, Alter. Der Co-Trainer hat die Fresse zu halten hier. Eine Diktatur und nicht hier Mannschaftsgefüge, hier Gruppentherapieplatz oder was. Swold Löw, Alter. Geht schon höher, Junge. Katastrophe, der Mann. Kurt Rüger. Maschine. Leon Frust, Alter. Ja, das ist ein guter Name, ey. So, guck mal. Gerade noch drüber gesprochen. Bam. 2 Heimspiele hintereinander jetzt. Leute. Wenn wir jetzt 2 Siege einfahren, sind wir auf Kurs. Kriegen wir das hin? Ja, oder? Den Ulde brauchen wir nicht fördern, Alter. Was ist, stimmt denn mit denen nicht?
Okay, komm, wir bauen wieder um auf Joshua. Joshua. So, Minjay, bist du wieder immer noch nicht ganz geil, ne? Und sie ist genauso tot wie Rafa. Hm. Checken mal kurz die Form durch. Jamal, Dreier Form, Alter. Läuft richtig für ihn. Läuft richtig. Ist jetzt schon eine ganz gute Form eigentlich. Dann noch einer offensives Mittelfeld. Ja, Serge ist unser Dingens, ne? Erste Stürmer-Alternative. Naja, ich muss Müller bringen, ey. Ja, nicht den Goretzka, den Müller. Ja, so wird's, Leute, so wird's. Der Licht ist leider tot, der bräuchte eigentlich eine Pause. Also haben wir jetzt unsere Killer-Innenverteidigung. Ei. Ei. Das wird wild. Der Berater von Josa. Er hat ja keine, er berät sich ja selber. Sein eigener Berater. Alles gut, Heiko, meine Aufgaben sind verteilt. Mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen. Ja, ich müsste das Spiel erstmal abwarten, ne? Kann nicht nur Erholung ballern, Alter. Komm, wir hauen hier noch ein paar Distanzschüsse raus. So, was ist denn eigentlich mit Karlsruhe? Okay, kann ich noch meine eigenen durchschalten? Ja, Leute, Alter. Also, ne? Will jetzt nicht unken, aber komm. Das muss eine klare Kiste sein. Ne? Das ist, glaube ich, der realistische Titel, den wir einfahren können dieses Jahr. Wenn wir jetzt den Tuchel machen und rausgehen in der zweiten Runde, ne? Dann hör mir auf, ey. Dann hör mir auf. Promi-Tipp. 3-1 für uns. Hört sich gut an. Ei. Eigentlich könnten wir doch aber... Komm, Leute, es ist der Karlsruher SC. Ja?
Ja, der Josh fühlt sich da nicht so wohl. Da können wir mal die jungen Willen ruhig bringen, ne? Können wir ruhig mal machen. Guck mal, über Josh seine Seite sind wir bärenstark. Bärenstark. So, wir machen dauerhaftes Gegenpressing mit kleinen Pausen. Und dann würde ich sagen, Abfahrt. Einfach Abfahrt. Lars Stindl. Ah, den habe ich ja gar nicht auf dem Schirm gehabt. Der Lars Stindl spielt bei Karlsruhe. Okay, den Lars Stindl, der Opa hat es letztes Mal ganz gut gemacht. Er nimmt den Lars Stindl mal ein bisschen in Beobachtung. Patako, servus. 5-1, da bist du aber zuversichtlich. Ich sehe so einen 2-1-Sieg für uns. Wahrscheinlich nach Verlängerung. Grandios nach außen gelegt. Oh, guck doch, was ist denn mit dem Kimmich los? Grandios, Herr Josh. Grandios. Ja, halt Brasilianer gemacht da. Hä? Ja, der war schwierig. Der war schwierig. Wieder der Kimmich. Boah, macht da erstmal den Leroy, ey. Macht da erstmal den Leroy. Junge. Besser als ein Sané jemals machen könnte. Was ist denn los mit dem Josh heute? Junge, Junge. Tja. Der Guerrero, Alter. 2 Kopfballtore. Gibt's doch gar nicht. Ah, ja, jetzt sind wir aber am Rollen hier, doch. Jetzt rollen wir. Ja, komm, der Kretzig, der ist halt noch nicht so, ne? Noch nicht so entwickelt. Nee, der spielt im Mittelfeld, GB, der Kimmich. Hab ich gestern schon hingestellt, da war er ganz gut. Das rechte Mittelfeld. Ja, da könnt ihr jetzt auch mal ruhig nach Hause schaukeln. Ist schon okay. Gar kein Problem. Da ist er wieder. Guck mal. Bäm! Ja, Rafa, den musst du aber auch eigentlich reinschieben, ne? Den musst du reinschieben eigentlich. Na ja, Matako. Guck mal, kaum ausgesprochen, kommt der Gegenstoß hier. Ja. Fabian Schleusener. Junge. Sehr gut, Leute. Wir können erstmal so weiterspielen. Neuer Note 4 mal wieder. Das ist auch grandios, Alter. Und Harry Kane ist natürlich auch wieder ein Totalausfall. Von daher werden wir da knallhart direkt ins Heer springen. Komm, und knallhart bringen wir den Peretz, Alter. Torwartwechsel in der Halbzeit. Musst du halt einfach auch mal bringen, ne? Musst du einfach mal bringen. Musst du die Eier für haben als Coach. Fertig. Naja, gut, wie soll er den halten, Alter? Ne? Junge. Es geht wieder los. Gelb-Rot wegen Foulspiel. Ja, Männer.
Schönes Ding, wenn du ihn reingemacht hättest, Fonsi. Um 1,6 Meter. Ja gut, das ist eine Katastrophe aus 5 Metern. Sagen wir mal, wie es ist, Leute. Junge, Junge. Wild. So, Upa hat schon gelb. Upa hat immer gelb. Habe ich noch nie erlebt, dass der immer da rumläuft und keine gelbe Karte hat. Ja, eigentlich bräuchte ich gerade nicht wirklich wechseln, ne? Wir könnten Kim überlegen. Das ist der Einzige, der gerade ein bisschen abfällt. Und ansonsten können wir den Stiefel erstmal noch weiterlaufen lassen. Kimmich, 1,5, Alter. Ja, komm. Ich mach den Move. Opa ist noch auf dem Feld. Wir nehmen trotzdem die Zweikämpfe mal an, weil 3-1 und so, ne? Ach so, mach die Pose weg, ey. Pfeife. Jetzt wird Löw machen lassen. Was ist los mit euch, Leute? Habt ihr irgendwas Falsches geraucht oder was? Ist doch noch gar nicht legalisiert worden. Lächerlich. Sehr gut, jetzt bringen wir nochmal Frische rein und dann haben wir es doch geschafft. Ist doch alles gut. So, dann bringen wir mal den Leon rein. Der Pavlo ist nämlich schon am Ende. So, dann würde ich sagen, das lassen wir und Feuer frei. 4-2 jetzt eben, dann ist er gut. Sehr gut, Fonsi. Grandios. Tja. Mit Ansage. Mit Ansage. Gar kein Problem, ey. Nein, 10 Mann aber auch, ne? Wieso haben die denn 2 rote? Gar nicht mitgekriegt. Das ist ja wild. Ja, ich wollte das Spiel mal ganz rüber. Ja, da bist du mir nur Rafa, 3 Tore, Alter. Echt? Ja, gelb, rot und rot, ey. Das tut dem Leo mal gut, ne? Tut dem mal gut. Mal ein bisschen Selbstbewusstsein tanken, so ein Tor, ne? Wenn auch gegen 9. Muss halt auch erstmal machen, die Dinger, ne? Ach, guck mal, schöne Kombination. Sau stark. Und schön daneben gezogen vom Kimmich. Katastrophe. Josh. Also. Ich eins mit Sternchen. Wow! Hä? Das war ja eine Lothar-Kombi. Oder eine Ribery-Rom-Kombi. Ja, guck mal, sind wir eine Runde weiter. Hä? Kimmich war heute Maschine. Definitiv. Ich würde sagen Top 11. Kane ist tot einfach bei mir. Kane liefert nicht. Frag mich nicht. Der kommt nicht klar bei uns. Der Harry liefert nicht hier im Manager. Kane verkaufen. Ja, wie gesagt, ich spiele eh nur die Saison hier, ne? Mit dem FC Bayern. Danach werde ich einen eigenen Verein machen oder eine Karriere.
Aber auch nicht hier auf dem Kanal, sondern auf meinem Gaming-Kanal. Weil es soll ja jetzt hier kein Gaming-Kanal werden hier. Aber die eine Saison ziehen wir durch mit dem FC Bayern. Mal gucken, ob wir besser abschneiden wie der Tuchel. Ich wage das zu bezweifeln so langsam. Aber wir sind noch im Pokal drin. Das ist, ne? Dortmund ist auch noch drin. Leverkusen ist rausgeschieden gegen Nürnberg, Alter. Wisst ihr Bescheid, ne? Gegen Zweitligisten. Wisst ihr? Da muss man das nicht kleinreden, ne? Dass wir den KSC mal 6-2 rausgepült haben. Naja, Wolfsburg ist noch drin, Dortmund. Aber ansonsten. Frankfurt gegen Homburg. Homburg 4. Liga, 3-0 raus, Alter. Wild. Wild, wild, wild. So, Note. Neuer 4. Guerrero 1. Wo ist denn der Kimmich? Auch 1. Okay. Ja, gehen wir mit, ne? Gehen wir mit. Gehen wir mit auf jeden Fall. Harry Kane 4, wie immer, Alter. Keine Ahnung. So, Auslosung. Wichtig wäre Heimspiel, Leute. Ah, ja, ich sehe schon das Duell gegen Dortmund, Alter. Was sag ich, Alter? Was sag ich, hä? Aber wenigstens zu Hause. Ei. Wenigstens zu Hause. Wer hätte es gedacht, dass wir gegen Dortmund spielen, oder? Hä? Wer hätte es gedacht? Ja, na klar wollen wir die weitersehen. Mann. Frech, ey. Das sind meine Gaming-Kanäle. Da werden wir nächste Woche reingehen. Entweder, wie gesagt, mit dem eigenen Verein wahrscheinlich. Oder Karriere, muss ich mir noch überlegen. Rafael Guerrero hat sich eine Trainingsverletzung zugezogen. Ja, da haben wir den Salat. Dauer 4 Tage. Adduktorenbeschwerden. Ja. So ist das. Oh, danke. Naja, spätestens Mittwoch gehen wir rein. Dann gehen wir rein. Dann können wir nämlich auch mal Transfers tätigen und sowas. Das kann ich ja hier gerade alles nicht. Union Berlin 10. So, das wird eine ganz harte Geschichte wird das jetzt für uns. Ganz abgewichstes Spiel müssen wir jetzt machen. So, wie sieht's mit der Licht aus? Das sieht auf jeden Fall wieder gut aus. Zack. Ich glaube, ich bringe Conny, wa? Oder bringe ich... Ja gut, ich muss die Zentrale auf jeden Fall stärken wieder. Wir müssen auf jeden Fall einen Leon bringen. Leon hat ja wenigstens eine Hütte gemacht. Das war schon okay. Pavlo lasse ich erstmal. Ja, und unsere Stürmer vorne, die stechen so stark wie Fliege. Von daher bringen wir mal den Thomas rein. Und wir machen das vielleicht mal als hängende Spitze und eine Spitze. Dann könnten wir auch... Ja, ich weiß, das ist wieder ein bisschen viel verschiebe hier, aber wir könnten mal gucken. So. Der Neue hat einfach keine Form, Alter. Was hat der denn für Sorgen, bitte? Wegen Managerkommunikation. Aha. Manu, Alter, du weißt nicht, was mit dir los ist, ne? Schon echt frech. Komm, wir machen mal ein Gespräch, ey. Wir machen mal ein Gespräch. Sollen wir den Ulle mal reinbringen, oder was?
Bring mal den Ulle. Ich bring mal den Ulle. Und den Musiala lassen wir zu Hause in einer Dreierform, Alter. Da brauchen wir gar nicht erst mitarbeiten. Punkt. Ja. Ja. Ach, was ist denn mit dem Haberer los, Alter? Der ist ja komplett tot. Alter, gut, dass die nicht mauern, wa? Gut, dass die nicht auf Konter spielen. Das ist schon echt gut für uns. Gut, der Opa nimmt auf jeden Fall den Fofana, wa? Ja, wir bleiben erstmal bei Ballbesitzfußball, wenn die so auf Konter gehen. Und wir werden ein bisschen mehr durch die Zentrale kommen. Das passt schon. Wird eine zähe Kiste werden. Wird eine zähe Kiste werden. Wir könnten natürlich auch sagen, also erstmal nehmen wir den Fofana hier. Ja. Wir könnten uns natürlich auch nochmal einen Angriff reinknallen hier, den wir vielleicht mal dauerhaft mal ein bisschen trainieren. Ja. 13. Spieltag. Komm Leute, wir dürfen jetzt nicht nachlassen. Wir haben einen guten Lauf. Mit einer Niederlage und einem Sieg. Das ist so eine Anfangsphase je nach Maß. Läuft. Ja, wir müssen ein bisschen Geduld haben, ne? Tell Gelbe wegen Foulspiel. 3. Minute schon. Ja, wir müssen geduldig ein bisschen sein hier. Wir haben gesehen, die mauern ja hardcore, ne? Da wird es nicht viele Chancen geben für uns. Aber wir können jetzt auch nicht ins offene Messer laufen, ne? Ja, dann verschlechtern sie ihre Form. Ist mir doch egal, Vorsäcke. Aber solchen Spieler auf dem Feld lassen, der schlecht performt, Alter. Das könnt ihr ja gerne so machen. Ist ja wie im Real Life, Alter. Soll ich denn Sané 6 Wochen durchziehen, wenn er keine Leistung bringt oder was? Nur damit er nicht noch schlechtere Form kriegt? Was ist das für ein Argument, Alter? Bitte dich. Bei mir wird knallhart in der Leistung durchsortiert. Fertig. So, ich nehme aber mal den Tell raus, weil gelb, weil wir werden jetzt einen Gang höher schalten. Das heißt, wir bringen Harry rein. Mehr machen wir erstmal nicht. Den Rest lassen wir erstmal laufen. Wir gehen aber hier auf jeden Fall mal ein höher. Wir bleiben noch bei Ballbesitz. Zumindest die erste Viertelstunde. Sehr gut, Männer. Der muss jetzt klingeln, ne? Der muss klingeln. Wir kriegen nicht viele Chancen. Hey, komm! Ach komm! Jetzt mal ernsthaft, Junge! Du hast eine 12-6er, du bist... Junge!
Den schieb ich mit zu Augen links neben den Pfosten ins Tor. Meine Güte, doch. Das ist doch nicht wahr. Ja, ganz genau. Alto Belli. Junge, ey. Wild, wild, wild. Ja, ich werde auf beiden streamen. Auf YouTube und auf Twitch. Gut. Laufen wir jetzt ins offene Messer oder ziehen wir Ballbesitz durch? Und hoffen, dass wir noch eine Chance kreieren. Alter, verschieb ihn doch nicht. Katastrophe. Katastrophe alles. Ja, gut. Wir können uns doch den Kretzig aufheben, so als Verzweiflungstat für den Kimmich. Naja, wir brauchen Sieg, Leute. Wir müssen aufmachen. Wir brauchen Sieg. Seid ein galliger und ekliger Gegner. Ei, 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 ei. Das ist ja auch wie im Real Life. Bei Ecken, da zucke ich gar nicht. Ne? Ja, na sicher. Wir kriegen doch nicht mal die Zähne gezeigt, oder was? Einfach ein Strafstoß aus dem Nichts, oder was? Hä? Lächerlich. Alter, leck mein Arsch. Ich habe ja genau so ein Spiel erwartet, ne? Aber durch ein Elfer dann. Lächerlich. Lächerlich. Nach Handspiel, ja. Katastrophe. Katastrophe. Ich würde auch den Trainer entlassen. VfL Bochum, Alter, vor Dortmund. 22 Punkte. Das ist schon krass. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ja, keine Ideen, ne, gegen tiefstehende Gegner. Keine Ideen, Leute. Wie es so ist. Wie es so ist. Manu! So. Pass mal auf, Kollege, ne? Deine aktuellen Leistungen sind inakzeptabel. Manuel Neuer ist mit seiner Form nicht glücklich. Ja, ich auch nicht. Sind wir uns ja wenigstens einig, wa?
Die Mannschaft spielt eindeutig gegen den Trainer. Das macht nichts. Das macht nichts. Wir können nachgucken. Soll ich dir jetzt zeigen? Du warst ja gestern nicht da. Zeige ich dir gleich. Da sehen wir, wer für mich ist und wer gegen mich ist. Daniel Peretz. Sehr gut. Ja, passt doch. Guerrero ist verletzt. Ja, der hatte nur 4 Tage Pause. Mach ruhig. Ist das Spiel auch auf der PS5? Ich glaube nicht, Horst. Oder Michael. Ach du grüne Neune. So, jetzt kommt die Entscheidung, Leute. Jetzt kommt die Entscheidung. Jetzt kommt die Entscheidung, was die Champions League betrifft. Wenn wir verlieren, ist vorbei. Verlieren ist vorbei. Wir müssen jetzt, eigentlich müssen wir gewinnen. Eigentlich müssen wir gewinnen, Alter. Ei. Ja. So, pass auf. Kader. Ja. Guck mal, Kimmich ist voll auf meiner Seite. Ja, der liebt mich, der vergöttert mich. Ich weiß nicht, warum der Jamal auf meiner Seite ist. Ich kann es euch nicht sagen. Keine Ahnung. Und der Leon, der mag uns nicht, ne? Ist kein Fan von mir, der Leon. Wer hätte das nur gedacht? Also verstehe ich gar nicht. Ja, habe ich gestern auch schon gehabt, den Peretz im Tor. Bild, ne? Teamhierarchie. Ah, guck mal, hat sich auch ein bisschen entwickelt. Ich glaube, das Problem ist beim FC Bayern, man sieht das ja gerade, also es ist super wichtig, dass man einen guten Mix hat. Also Rot sind Anführer. Ne? Also das ist ja das Höchste, was geht hier. Also 3 so Dinger. Das heißt, er ist der absolute Anführertyp. Neuer hat 2, Kimmich 2, warum auch immer, Leon 2. Ich habe halt super viele Anführer und keine Indianer. Das ist das Problem, was ich habe. Ja? Ich habe keinen, die für die anderen arbeiten. Guck mal, selbst der Conny ist angeblich ein Anführer. Das ist wild. Deswegen macht der Pavlovic auch so viel Sinn bei uns in der Mannschaft. Weil ich brauche eine ausgewogene Geschichte. Und ich habe auch nur einen blauen Johnny hier, einen Analytiker. Also die Mannschaft ist super unausgewogen. Na, das ist ein Riesenproblem. Normal müsstest du erstmal richtig durchsortieren hier. Also eigentlich würde es locker reichen, wenn du 2, ja, 3, wie im realen Leben halt, ne? Zu viele Anführer, siehst ja. Guck dir unsere Katastrophe an. Spiegelt sich hier wieder. Das spielt seit eindeutig überhaupt kein Trainer bei uns packt. Geil, oder? Wild, ne? So, wer hatte denn vorhin irgendwas mit der Dingens geschrieben hier? Der Motivation oder was, ne? Das kannst du halt hier ganz einfach nachgucken. Also wenn du Motivationsprobleme hast, musst du halt gucken hier, woran das liegt. Und da kannst du jeden einzelnen Spieler... Gut, ich bin gerade bei der zweiten Mannschaft, warum auch immer. Mach doch Kader an. Aber da siehst du dann halt. Ne, das habe ich, weil ich Note 1 Manager bin, habe ich vorhin schon mal erklärt. Und ich halt Weltstars trainiere. Das ist halt, das passt halt nicht. Da sind die alle schon mal, ne? Alle schon mal meh. Aber hier siehst du das und dann kannst du da halt gegensteuern. Wenn du jetzt Spieler hast, die irgendwie, das kannst du halt nicht ändern hier mit dem Manager. Vorhin, sie hat ein bisschen zu wenig gespielt, da müssen wir ein bisschen öfter einsetzen, dann geht das weg. Ja. Hier, der ist stark unterbezahlt, weil er Jugendspieler ist. Ich kann nicht mit ihm verhandeln, der Vorstand erlaubt das nicht. Kann ich nicht ändern. Genau, aber hier so kannst du halt
nachgucken, was Phase ist. Ja, das mal zu dem Thema. Gut, wir sind vor dem wichtigsten Spiel der Saison bisher, ne? Das wird wild, Leute. Das wird wild. Ja, lege ich mal ruhig Geld an. Ich darf ja eh nichts ausgeben, ist also kein Problem. Vortreiben mir am Sonntagabend. Ach, die Qualität des Managers, ja. Ich bin halt ein Stufe 1 Pimp. Das ist das Problem. Und das ist ein Stufe 10 Spieler oder Stufe 12 Spieler. Der nimmt mich halt nicht ernst, ne? So. Wir trainieren Standards, das finde ich gar nicht schlecht. Gerade vor dem Spiel sollten wir aber nicht Ecken kurz. Wir machen Ecken Rückraum. Und wir machen Ecken Strafraum. Wir machen mal einen Eckentag. Na. Ja, das fühle ich. Hier machen wir mal trainingsfrei. Das ist schon okay. Ja. Ne, pass auf, wir machen beides Rückraum. Ich sehe gerade, da sind wir auch richtig. Obwohl, komm, wir machen die beiden. Ist Wurst. Ist Wurst. Warum dürfen wir keine Transfers machen? Weil mir mein Vorstand sagt, dass ich zu viele Spieler besitze, weil der FC Bayern irgendwie 30 Spieler ausgeliehen hat. Und ich deswegen ist mein Kader zu riesig. Darf ich keine Spieler verpflichten. Hat aber gestern jemand im Chat geschrieben, dass das mit dem nächsten Patch behoben werden soll. Ja. Das ist das Problem. Ich habe das Hinspiel 3-0 verloren. Das ist doch eine Frechheit. Ja, ich sehe das jetzt aus Tuchels Perspektive. Wisst ihr, das ist eine lehrreiche Geschichte hier, diese Saison zu spielen. Nur, dass der Tuchel hier nicht ein Einser-Manager ist, sondern auch ein 10er oder 11er oder 12er Typ eigentlich. So. Wir gehen natürlich erstmal wieder hier. 4, 2, 3, 1. Und dann schauen wir mal, was wir rauskitzeln können. Vormäßig sieht das wieder sehr, sehr wild alles aus hier. Na, Opa hat auch eine 6er. Ja, ich weiß nicht, vielleicht liefert der Harry Kane ja meine Champions League. Es wäre ja mal eine Überraschung. So. Noch irgendeinen zu Hause lassen, ey. Wild. Wild, wild, wild. Also Kimmich erstmal rechtes Mittelfeld. Wie sieht's aus beim Rafa? Ja, wir geben ihm eine Halbzeit. Wir geben ihm eine Halbzeit. Ja, wir spielen jetzt mal mit einer Doppel-6 hier. Beziehungsweise, wir machen das so. Ja, jetzt ist die Frage. Müller, wie sieht's aus bei dir? Ich glaube, ist auch scheiße, ne? Komm, ich hab's irgendwie so im Urin. Auch wenn er keine gute Form hat, ich riskier's. Ich bring den Jamal mal in die Startelf rein. So. Bring den Jamal mal in die Startelf. Wie sieht's da aus beim Pellets, beim Neuer? Neuer mit einer 4er Form.
Ja, zu Hause, Alter. Knallhart. Knallhart. So, Luke de Jong pimmelt da rum. Eieiei. Ja, guck mal, das ist ja gar nicht so schlecht, dass ich mit 2, ja, 3, ja, Mitte ist ziemlich wild. Eieieiei. Das Training ist super. Also immer. Bitte dich. Das Training ist grandios eigentlich. Ist gar nichts zu deuteln. Aber gar nichts. Ja, ja. Team Zuversicht wütend. Bei beiden. Ja, läuft. Okay. Dann würde ich sagen, dann hauen wir doch mal eine wütende Ansprache raus. Irgendwas Flammiges. Meine Geduld mit euch ist zu Ende. Das ist heute eure letzte Chance. Ihr seid heute in der Pflicht, so geht das nicht weiter. Nach der letzten miserablen Vorstellung erwarte ich eine Reaktion. Ihr seid heute in der Pflicht, Alter. Ihr müsst heute liefern, aber sowas von. Wir machen auch keine Manndeckung. Nein, wir gehen auch hier, nehmt die Zweikämpfe an. Ja, Abfahrt. Zu stark nach roten Karten. Immer ruhig bleiben. Lalalalalalala. Lalalalalalala. Läuft! Sehr gut! Noch zu 10. Es kommt alles bei der Presse an, weil ich habe einen Maulwurf, der heißt Leon Goretzka. Sehr gut, Männer. Konter. Das können wir. Sehr, Minjay! Grandios! Rafa, komm, zieh durch über außen. Rein das Ding! Grandios! Der Pavlo eiskalt verwandelt. So. Jetzt pass mal auf. Jetzt pass mal auf. Jetzt gehen wir ganz knallhart. Ja. Jetzt gehen wir auch Spiel zerstören und Konter. Ne? Nützt nix. Wegen Reklamierens. Kim, Alter. Wegen Reklamierens eine Gelbe zu ziehen, ist ja wohl die absolute Frechheit. Und jetzt vertändelt sie den Ball. Originaler Minjay, Alter. Stark, Ulle. Stark. Einfach stark vom Ulle. Ulle hält uns im Spiel. Minjay ja gelb, Alter. Die Alternative wäre Opa. Eieieiei. Die Alternative ist Opa, ey. Leute. Darfst du keinen erzählen, oder? Hä? Darfst du keinen erzählen. Leon Goretzka wieder Note 4, Alter. Dann wundert er sich jedes Mal, dass er ausgewechselt wird. Tschüss. Lächerlich. Lächerlich. So, mehr machen wir erstmal nicht in der Halbzeit.
Wir riskieren den Minjay noch, oder? 15 Minuten noch. 15 Minuten lassen wir noch Minjay auf dem Feld. Wir brauchen noch ein bisschen... Ach komm, was war das denn? War das der Davis oder was? Ai. Ei. Ei. So. Wild. Fonsi raus, Uppa rein. Ja, wir spielen ja nur zu 10, wa? Ist halt, alles nicht so geil. Wir bringen noch Müller rein, einfach ein bisschen, ne? Und wir bringen noch vorne den Tell rein. Ja, dann haben wir keine Wechsel mehr. Macht nichts. Abfahrt. Jamal. Kommt aufgebracht zu ihn und würde gerne wissen, warum er ausgewechselt wurde. Sollte sich Applaus abholen. Kann dich nicht leiden. Spielpraxis für junge Spieler. Keine Karte riskieren, unfassbar schlechte... Ja, so schlecht war es ja nicht mit einer 3-5er. Schonung. Findet's albern. Conny, komm, do it. Schön nach außen gelegt. Sehe ich schon, grandios. Tell läuft schon in Position. In den Rückraum auf Müller. Thomas hätte das Unentschieden klar machen können schon. Ich glaube, wenn wir in Führung gehen, können wir Unentschieden nach Hause schaukeln, aber... Die Frage ist, ob wir gleich nochmal Risiko gehen. Aber ich sehe gerade, Maccabi führt 1-0. Das heißt, der Punkt... Wir können darauf nicht spekulieren, oder? Wir können darauf nicht spekulieren. Ich glaube, wir gehen mal voll auf die Zentrale. Ist Risiko, aber wir ziehen's. Wir ziehen's. Komm, Jungs. Do it. Mach kein Konter. Ach du grüne Neune, Alter. Opa, ey, jetzt verlierst du das Spiel 2-1 wegen so einer Scheiße. Alter, zum Glück schießt er über ein Tor, ey. Der Malik, ey, weil er von uns ist, ey. Leck mein Arsch, ey. Eieiei, Maccabi war auch 1-1, ne? Ne, 1-0 noch. Ja, mit 10 Mal müssen wir mit dem 1-1 zufrieden sein, Leute. Ob der Mourinho Deutsch lernt oder in China fällt ein Sack Reis um. Deswegen heißt er ja nicht, dass er zum FC Bayern kommt. Wild. Wild. So, jetzt spielen wir zweimal gegen Haifa. Die müssen wir definitiv beide gewinnen. Und wir müssen natürlich hoffen, dass hier Eindhoven
irgendwie einen Punkt holt oder die schlägt. Ja. Ne, wir haben nur noch ein Spiel, ne? Ach du grüne Neune. Ja gut, das wird wild. Das wird wild. Ja, aber diesmal kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen, Alter. 4 Spiele Sperre! Ja, na klar wollen wir da in Berufung gehen. 3 Spiele. Du grüne Neune. Hm. Ja, mein Gott. Müssen wir die Euroleague halt gewinnen. Heute. Eieiei. Gleiches Pokalspiel gegen Dortmund. Das wird eine ganz wilde Nummer. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ich lasse den Jamal jetzt mal drauf. Die Form ist auf jeden Fall einen Tacken gestiegen. Ich hoffe einfach, dass wir ihn wieder ein bisschen in Form kriegen. De Ligt ist gerade Abwärtstrend, hat aber rot, Champions League. Komm, ich bringe mal den Opa. Bring mal einen Peretz rein. Vorne bringen wir den Thelma rein. Guerrero ist tot auf links. Das heißt, wir bringen... Muss ich mal eben gucken. Okay, Leon, Alter. Ich würde sagen, deine Stunde ist auf links geschlagen. Conny, Linksfuß? Auch rechts. Kann auch nur rechts. Na gut, wir hätten sonst noch einen Kretzig, ne? Frankfurt. Wieder so eine Mauer-Scheiß-Pissmannschaft, Alter. Komm, wir fangen mit dem Leon an da. Wir könnten natürlich... Ne, komm, wir starten mal so. Was heißt denn wie nur Tabellenplatz 4? Ich war gestern, wo ich aufgehört habe, Sechster oder sowas. Was ist denn los? Frech. Zecken auch mal 4-0 weg. Wir nehmen mal ein paar mehr Distanzschüsse. Und wir gehen mal... Wir machen mal vorsichtig offensiv. Ich will den halt nicht in die Dingens laufen. Die Konter laufen. Abfahrt. Abfahrt! Kretzig ist Indianer, ja. Der muss sich erst noch entwickeln zum
zum Häuptling. Ja, wir starten ja wieder richtig rein hier mit 0 Ballbesitz, oder was? Ja, sau stark, ey. Jamal, komm. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Ja, das ist, kommt wieder ein Konter. 100 Pro. Guck's dir an, Alter. Ey, das ist nicht mehr zu glauben. Die machen den immer rein. Immer. Immer. Lächerlich. 14 Minuten 2-0, Alter. 5-1 Debakel. Wow, das erste Mal, dass ich das sehe. Das ist die Reaktion, Alter. Du kannst nur mit dem Kopf schütteln. Du kannst nur mit dem Kopf schütteln. Nach 18 Minuten, genau, nach 18 Minuten 3-0, Alter. Entweder machen wir jetzt 1, 2 Hütten oder wir laufen in die nächsten 2 Konter und es steht 5-0. Darauf wird es jetzt hinauslaufen. Aber, ja. Wir werden sehen, Alter. Let's go to the mall, ey. Können wir noch irgendwas hier... Da gibt's ja noch was in Note. Ja, was willst du da auch benoten, Alter? Wir haben ja noch nichts gesehen. Ai, 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 ai. Was jetzt wieder? Also Bundesliga kannst du schon mal abschreiben, Alter. Da geht gar nichts diese Saison. Nichts. Alter, ey. Wenn wir gegen Dortmund im Pokal ausscheiden, dann wird es auch eine titellose Saison, wie bei uns dieses Jahr. Dann haben wir 1:1 nachgespielt hier. Guck mal, wir spielen uns auch nicht mal zur Chance, Alter. Gar nichts, null. So viele Leute kann ich gar nicht auswechseln. Every goal, every goal. So, King, wie sieht's aus, Junge? Hast du heute Bock? Hm.
Ja. Erfolg kommt nur im Wörterbuch vor Kampf. Wisst ihr Bescheid, Leute? Heavy. 4. Tor erst. Männer, wir müssen dieses Momentum. Was, Tuchel? Wir brauchen das Momentum jetzt. Es muss jetzt kommen. Es war nur ein Strohfeuer. Eieieiei. Das war ein kurzes Strohfeuer. Ein sehr kurzes. Ja gut, wir haben nichts zu verlieren, Alter. Wir gehen nochmal einen hoch. So. Bringen wir jetzt noch den Müller rein, oder was? Wir bringen jetzt noch den Müller. Und zwar... für den Opa. Zieh den Minja hier hin. Mehr kann ich nicht machen, Leute. Mehr geht nicht mehr. Sonst kann ich nur noch gleich auf extrem offensiv und auf volles Rohr. Und wir kriegen noch nicht mal die Hoffnung, dass man wenigstens noch ein 3-2 macht, oder was? Leute, da gehe ich pinkeln, Alter. Das ist eine Katastrophe. Eine Katastrophe.
So, noch 3-3 geworden, oder was? 3-1 geblieben, halt. Toll. Expected Goals war mir ganz klar besser. Der Tatsache, Alter. Ist ja krass. Geil. Geil, oder? Angriff mit Verzweiflungsschuss. Angriffskombination durch die Mitte. Konterkombination, Spiel direkt. Ecke links. Angriff über den linken Flügel. Hohe Flanke. Leute, wir müssen, ist ja gleich Winterpause, ne? Da müssen wir echt, eine Taktik einführen und die müssen wir durchziehen, die ganze Rückrunde. Das Problem ist, der Kader gibt eigentlich nichts anderes her als ein 4-2-1-3. Das ist eine Katastrophe. Originale Gutentruppe. So, Frauen führen 2-0 gegen Wolfsburg. Ja, ist doch schon mal was. Das Ding ist, ich kann ja auch in der Winterpause, ich könnte jetzt versuchen, Spieler zu verkaufen, ja. Das Ding ist, dann verkaufe ich 2 oder 3 und dann kann ich vielleicht trotzdem keinen kaufen. Ich kann das Risiko halt gar nicht eingehen. Hoffen wir mal auf 4 Stück auf 6 in Schande. Falls die Winterpause ist, John Jay, mach mal jetzt keine Witze, Alter. Ne? Weil man mal ganz, ganz ruhig, ne? Warte, das können wir nachgucken. Wo sehen wir das denn? Irgendwo sehen wir das bestimmt. Hier, Präsidium. Saisonziel erster Platz. 5. sind wir noch, oder was? Ja, Respekt. Aktuelle Beliebtheitsänderung, 0,0. Alles gut. Wir haben 83 noch beliebt. Also, Leute, macht euch keine Sorgen. Macht euch keine Sorgen. Ha? Ich kann keinen Spieler kaufen. Wenn ich Spieler kaufen könnte, hätte ich das schon vor der Saison getan. Ich darf keine Spieler kaufen. Darf noch nicht mal Verträge verlängern, weil der Vorstand sagt nein. Weil das Spiel ein Arschloch ist. Weil hier der FC Bayern 1 Trillion Spieler verliehen hat und dadurch ich zu viele Spieler besitze und deswegen keine Spieler verkaufen kann oder kaufen. Ich kann nichts machen, ich bin handlungsunfähig. Das ist mein Problem hier. Oh, jetzt gegen Stuttgart. Halleluja, Alter. Wild. Aber wir haben eine normale Woche vor uns. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Da ist der Vorstand aber gut simuliert. Warte, ich wollte ganz kurz was luschern. Ist ja wieder runter auf eine 3, ey. Das ist so eine Pissbirne, Alter. International was da. Geht als Megatalent. Grundgehalt 17,5 Mille. Leck mein Arsch. Ja, komm, wir machen eine Charity-Aktion hier. Danach machen wir Sport.
In diesem Stream? Noch keine, oder? So, lass uns mal luschern. Eigentlich, ich weiß auch gar nicht, warum Tourtrainer hier Trainingsgruppen macht. Wie ich die denn jetzt hier rausgelöscht? Gar nicht, wa? Ja, gut, ist ja Wurst, weil wir machen eine Konditionswoche jetzt hier. Wir müssen jetzt beißen. Das nützt nichts. Das nützt nichts. Das legen wir erstmal auf den Abend. Wir können natürlich auch wie Tuchel 2 Videoanalysen machen. Vielleicht hilft das. Ne? So, dann gehen wir mal rein. Die flache Hereingaben. Dann machen wir mal ein bisschen härteres Gymnastik. Und trainieren mal ein bisschen Gegenpressing. Wir sollten mal ein paar Torabschlüsse trainieren. Dann machen wir einen Trainingsparcours. Und Pässe. Den können wir ja ein bisschen leichter machen, den Trainingsparcours. Dann werden wir hier noch... Ne, wir machen das andersrum. Wir machen hier ein Trainingsspielchen und dann machen wir nochmal ein Auslaufen. Abfahrt. Kannst du schauen, was die Herrschaften so verdienen? Ja, na klar. Kann ich dir gleich mal zeigen, was die hier verdienen. Gleich Länderspiel. Ja, viel Spaß. Die Herren haben keine gleich. Ach, klar. Nein. Nein, ich muss halt die Ausdauer hochkriegen. Das ist gerade mein Problem. Ach, die Ausdauer. Ja, doch, die Ausdauer. Deswegen muss ich ein bisschen Kondition ballern, weißt du? Ja, ja, ist doch gut. Mach doch weiter. Tor des Monats. Das interessiert uns nicht, ey. Wir haben ganz andere Sorgen als ein Tor des Monats. Nein. Noch nicht mal als Ausverkauf gegen Stuttgart. Frech. Wieder da, WB. Wusste gar nicht, dass du weg warst. So, Promi-Tipp. 2-1 für uns. Ja, da könnte ich mit leben, ne? Sag ich euch, wie es ist. Gut, dann schauen wir doch mal. Harry Kane. Ne, gut, hat ein Tor gemacht im letzten Spiel. Wir stellen ihn mal auf. Fonsi hat keinen Bock, wie immer. Aber ich werde einen Guerrero einen vorziehen und wir stellen hinten links ein Kretzelchen. Ja mal, ey, ich krieg die Form nicht hoch bei Musiala. Das ist unglaublich. Der hat immer eine Kackform. Serge hat Bock.
Ja, dann würde ich sagen. Das ist auch wild. Hier hat er Afro mit schwarzen Haaren und hier hat er Kurzhaar mit Blondie, ey. Wild. Wild, wild, wild. So, Neuer hat sich wieder berappelt. Ja. Siehst du? Musst du einfach mal 2 Spiele auf die Bank setzen. Schon geht das. Formmäßig sieht sonst nicht ganz so übel aus. Vielleicht ist es 5er, das ist noch im Rahmen. Ja, unser Torhüter, die haben alle 3 gerade gute Form. Das war's aber auch. Sonst ein King noch mit einer 5er. Ja. Naja, immerhin habe ich jetzt nur noch 5 Anführer auf dem Feld. Gut, wir müssen aber auf jeden Fall natürlich wieder den Licht jetzt langsam einflicken hier. So. Dann haben wir den nämlich auch noch. Dann wäre es natürlich noch gut, wenn ich noch einen Fummelkopf hätte. Noch einen Künstler. Aber was hat der Guerrero denn? Eine 7er Form. Ne, dann warten wir. Aber dann bringen wir Coman zur Not in linkes Mittelfeld. Ich lasse Müller auch im Offensiven so. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen hier, den Bums. Gut. Wir könnten den Tuchel-Move machen, ne? Und auf Konter gehen. Und die Stuttgarter 3-0 nach Hause schießen, aber wird zu einfach, ne? Zum Glück wird nächste Saison unter Favre alles besser laufen, ja. Zum Glück, ey. Da haben wir wirklich, das wäre richtig Glück, ey. So, wie fit sind denn die Stuttgarter? Das sehen wir jetzt schon gar nicht mehr, ne? Wahrscheinlich fitter wie wir. Gut. Kleines Derby in Anführungsstrichen. Da werden wir mal einen rauskitzeln hier. Da werden wir mal... Ihr seid heute in der Pflicht, Alter. Abfahrt. Muss hier leisten kommen. 2 Niederlagen nacheinander, Alter. Das ist die Tuchelwoche. Nabri-Gelb. Wegen Spielverzögerung. In der 2. Minute oder was? Conny, bitte. Triff einmal das Tor. Na also, ey. Meine Güte. Oma, moin. Ja, na klar. Gleich aus dem Nichts ein Eckball oder was? Der war böse, ne? So langsam ist der Serge auch nicht. Der Pavlovic wieder. Und wer? War das der Serge oder was? Alter, originales Gegentor, wie wir es 100-mal diese Saison gesehen haben, Alter. Du verlierst den Ball 20 Meter in der gegnerischen Hälfte von irgend so einem Pisskopf, der da dumm rumsteht, Alter. Du kriegst den Gegenzug und da, zack, Tor. Ja, mach das Ganze am besten nochmal. Alter, das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich. Junge, das kannst du dir nicht ausdenken. Das kannst du dir nicht mehr ausdenken.
Was läuft der Kretzig denn jetzt auf der rechten Seite rum, wenn er linker Verteidiger ist? Das kannst du dir nicht ausdenken. Taktische Disziplin ist nicht gegeben. Original, wie beim Tuchel. Jeder macht, was er will. Ich kann das nicht mehr, Leute. Ich kann das nicht mehr. Ich weiß, wie der Tuchel sich fühlt. Ich muss alles zurücknehmen, was ich über den Tuchel gesagt habe. Ich kann das nicht mehr. Es geht nicht mehr. Ja, deswegen haben wir auch 2 Millionen Chancen, weil die Fitness so unten ist. Das Tor ist leer, Junge. Ich wollte es gerade sagen, Müller. Ne? Hättest du den jetzt nicht gemacht? Junge, Junge. Wieder Ballverlust. Ja. Katastrophe. Manuel Neuer 5,5. Ich kann es nicht mehr, Leute. Es geht nicht mehr. Sehr schön. Umform. Sicher gefangen vom Drecksnübel. Sicher. Pablo! Heiko, Alter, wenn du mir weiter auf Eier gehst mit deinem scheiß Fitnessgelaber hier, ne, dann gib einfach. Was ist denn los mit dir? Das reicht doch, wenn du mir das einmal reinschreibst, dass deine Meinung ist, dass meine Mannschaft nicht fit genug ist. Du brauchst ja jetzt nicht drauf rumreiten, Alter. Was stimmt denn mit dir nicht? Dafür, dass ich nicht fit bin, fühle ich gerade 4-2. Wild, oder? Junge, was ist denn los mit dir? Junge, Junge. Ist doch gut, wenn du so der Supermanager in diesem Spiel bist, dann spiel das doch und ist doch toll. Junge, Alter. So. 4-2 ist noch nicht durch, ne, bei uns. Machen wir uns nichts vor, aber wir müssen ein paar frische Beine bringen. Eigentlich haben wir keinen außer Neuer, der wirklich schlecht ist, ne? Aber De Ligt läuft natürlich im roten Bereich. Da müssen wir natürlich den Opa bringen. So, ansonsten müssen wir einen Pavlo befreien. Der läuft auch auf dem Zahnfleisch.
Guerrero läuft leider auch auf dem Zahnfleisch. Mm, 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 mm. Hurra! Hurra! Die Bayern, die sind da! No, das macht's auch nicht besser. Okay, okay, okay. Abfahrt. Aber ist riskant. Bringt ja auch nichts, wenn der Licht gleich umfällt und nicht mehr aufsteht, Alter. Nein, ich habe keine neuen Spieler, weil ich keine neuen Spieler verpflichten darf. Sehr gut, Neuer. Hast du übers Tor geguckt? Habe ich gesehen. Das wäre zu früh gewesen, das 4-3. Ja, nehmen wir noch mal eine Minute von der Uhr, ne? Nehmen wir noch mal eine Minute von der Uhr. Und bringen noch den Jamal rein. Zack. Sehr schön. Natürlich bedingt durch die rote Karte, aber 4-2 ist 4-2, ne? Interview. Wie schätzen Sie die Leistung Ihrer Spieler heute ein? Leistung Sturm. War gut. Wow. Bild. Ging heute durchaus zur Sache, oder? Alles in Ordnung. Welchen Erwartungen gehen Sie nun ins Spiel gegen Wolfsburg? Ja, ein Sieg natürlich, Alter. Was sind das für Fragen? Ja? Alter, 9 Punkte. 9 Punkte. Bild. Guck dir unser Torverhältnis an, Alter. Eieieiei. Junge, wenn wir verlieren, Alter, wir können hier. Bochum 11. Wir können bis auf den 11. runtergereicht werden. Alter Belly, ey. Kannst du keinen erzählen, ey. Ja, vielleicht erleben wir die Rückrunde doch nicht so. Nochmal so 2 Niederlagen, dann wird's wild. Meiste Spiele in Folge nicht verloren. 8. Hä? Wo zaubern sie das? Spiele in Folge nicht verloren halt. Ja, ich habe aber gerade erst verloren. Wann war gerade? Ja, vor 2 Spielen. Freu dich doch einfach mal, dass jemand das anders gesehen hat. Wollt man deine Meinung zum Streich-Rücktritt hören und wäre Streich eventuell ein guter Bayern-Trainer? Ja, nach 29 Jahren, denke ich, kann man mal zurücktreten und andere da neuen Schwung bringen lassen, oder? Freiburg. Was soll man da für eine Meinung haben? Ist ja seine persönliche Entscheidung, denke ich. Guter Trainer für Bayern wäre er vielleicht, ja, aber nicht für die Medienlandschaft, die da ist, glaube ich. Und wahrscheinlich auch nicht für dieses Führungsstil, der bei uns irgendwie an der Tagesordnung ist. Ich glaube, der Streich ist schon eher auch so einer, so ich entscheide das, weißt du? Und nicht so einer, ach ja, lass uns mal irgendwie ein Gruppenmeeting machen mit einem Eberl und einem Freund und ein Bla und, weißt du, kann ich mir nicht vorstellen. Von daher wäre es schwierig bei uns, glaube ich.
Nein, wir verkaufen nicht. Wir können nicht verkaufen. Dürfen nicht kaufen. Ei. Da sind wir schon wieder mal an dem Punkt. Hier siehst du doch. Hier, gewonnen, verloren, gewonnen. Also, dann hätte das ja hier kommen müssen. Da habe ich verloren. Dann hätte ja da schon kommen müssen, die Nachricht. Bild. Naja, ist ja auch Wurst. Ja. Das nächste wichtige Spiel. Wir müssen schon mal gewinnen, um überhaupt eine realistische Chance zu haben, noch Zweiter zu werden. Ja. Aber hier seht ihr das Problem, ne? Guckt euch mal an, wie stark die Trainer alle sind. Und ich hier mit meinem einen Bronze-Star. Wild, ne? Wild. Ja, wie gesagt, wir haben halt immer noch dieses Konditionsproblem, weil die Form kommt durch Kondition und Frische. Das ist leider so. Problem ist halt in der englischen Woche, nee, ich kann noch keinen hochziehen, weil ich kann nichts machen. Problem, wenn ich in der englischen Woche jetzt auch noch Kondition baller, habe ich keine Frische fürs Spiel. Das ist ein Teufelskreis gerade. Ist ein Teufelskreis. Deswegen, wir müssen in der Winterpause müssen wir erstmal Kondition ballern. Die muss schon auf 100% sein. Und dann müssen wir gucken, so viele englische Wochen werden wir ja wahrscheinlich nie mehr haben. Da müssen wir halt gucken, dass wir so alle 2-3 Wochen mal gute Kondition mit einstreuen. Weihnachtsfeier. Boah, wir spielen auf Nikolaus, oder was? Eine Weihnachtsfeier sorgt doch bestimmt für gute Stimmung, oder? Aber wir können die jetzt nicht vor so einem wichtigen... Nee, wir machen die am Sonntag. 2 Stunden. Wir können die jetzt nicht vor so einem wichtigen Spiel hier machen. Da muss der Fokus sein. Ja, wir machen nachher Weihnachtsfeiersport. Die Einschätzung Streich will ich nicht teilen. Die Ära Streich mit den Namen Leki und Seyer, die 3 sind zum gleichen Zeitpunkt in die Vereinsführung aufgestiegen und haben sehr gut harmoniert. Deshalb hatte Streich den Einfluss, den er hatte, haben ja auch nach dem Abstieg an ihm gehalten. Ja, dann ist das so. Kann ich nichts zu sagen. Wie gesagt, ich bin nicht drin im Freiburg-Game, was ich so von außen wahrnehme. Wenn dem so ist, dann ist das so. Ja, das passt ja schon mal hier. Das ist ja schon mal gut. Aber mehr wie 2 kriege ich halt auch nicht unter, Alter. Das ist das Problem. Ja, wir machen da frei. Ja gut, Sonntag dann Training wäre ja scheiße. Nach der Weihnachtsfeier wäre ein bisschen doof, ne? Wäre ein bisschen doof. Ach ja, alles gut. Lass sie mal Weihnachten feiern ruhig. Können sie auch mittendrin machen. Vielleicht gibt das einen kleinen Schub. Ascheran, servus. Ich habe es immer noch nicht ausgestellt. Ja, wir sind auf Schützenhilfe angewiesen. So viel ist schon mal klar. Ja, Kimmich, seitdem er das eine gute Spiel gemacht hat, ist auch echt nichts mehr los mit Miosch, ne? Muss man mal ganz klar so sagen. Katastrophe. So, Manu 5, 5, 8, 5, 5.
Serge ist heiß. Ach, der Licht ist ja gesperrt, 3 Spiele, ne? Du grüne Neune. Können wir denn hier eigentlich auch? Ja, sehen wir. Okay. Ja gut, die Fitness ist halt bei allen im Arsch. Könnten Koman halt noch bringen. Ich muss beißen, ne? Also Leroy ist halt noch fit. Der Leroy ist noch fit, Leute. Den könnten wir noch einbauen. Ja. Gut. Abfahrt. Kommt jetzt 13-0 oder 18-0, glaube ich, wird wieder schwierig. Aber wir sollten schon 4 Tore machen. Team Zuversicht ist konzentriert. Das sagt doch schon alles, oder? Dann gehen wir dieses Spiel auch mal konzentriert an. Ja, gut, da brauchen wir keine extra Ansprache. Deutung des Spiel 2. Ist ja auch eine Frechheit, oder? Wir brauchen unbedingt einen Sieg. Er sagt Bedeutung 2. 2-2. Corlio, jetzt, ne? Vorsichtig jetzt hier. Ganz dünnes Eis. Ganz dünnes Eis. Kimi muss spielen, er ist der beste Spieler, wie wir gestern gelernt haben. Conny muss echt mal Weitschüsse trainieren, ne? Nexus, das kommentiere ich nicht, ne? Wow! Conny, spiel jetzt ab den Ball! Ach, King, den musst du doch mal reinschieben, ey. Meine Güte. XG-Wert 1,15. Tore 0. Ohne Scheiß, ne? Vielleicht sieht der Tuchel auch so eine Sachen auf sein Tablet. Schön, Serge. Und guckt dann immer, Alter, das kann nicht, so wie ich jetzt, das kann nicht wahr sein. 1,1 XG-Wert und wir haben immer noch kein Tor. Ach, herrlich. Schön abgefangen, Opa. Und steck durch. Ui, den habe ich nicht erwartet. Tell, ganz ehrlich, ne? Den musste machen. Da gibt's nichts zu diskutieren. Den musste machen. Oh, das wird ein Konter für uns.
Opa, war das jetzt so eine City-Geschichte? Upamecano. So, Tell, jetzt kannst du den Fehler wieder gut machen. Sehr guter Pass. Ach, der Leroy. Ja, wow. Was, V11er oder was? Ja, so das Beste, was du machen konntest. War der alte Holzfäller. Eieiei. So, wir sind auf der richtigen Straße. Jetzt können wir mal so langsam aufs Parallelspiel gucken. 0-0 leider. Eindhoven muss gewinnen, glaube ich, damit wir weiterkommen. Weil wir den direkten Vergleich verlieren. Wenn wir punktgleich sind. Oder hatten die nur 2 Punkte vor uns? Ich weiß es nicht mehr. So, ja, die Leistung. Coman ist unterirdisch. Tell, haben wir gesehen, war Katastrophe. Aber... wir bringen Harry auf jeden Fall mal rein. Zur Absicherung. King lassen wir mal noch drauf, wegen Fitness. Wo wir hätten Musiala, ja, komm. Ansonsten fahren wir die Schiene erstmal weiter, machen das 3-0 hoffentlich, damit Ruhe da ist. Ach komm, Jamal, was ist denn los, Alter? Ach. Jetzt kriegen wir es aber geschenkt hier, oder? Bild. Harry Kane, Harry Kane, Harry Kane. Erstes Tor. Erstes Tor. Erstes Tor. Im 6. Champions League Spiel, oder was? Da seht ihr, wo es hingeht, ey. Gehst du im richtigen Spiel so ab? Würde echt mal gern dabei sein. Nee, eigentlich nicht. Da sitze ich stumm wie ein Männchen auf der Couch. Naja, es kommt natürlich aufs Spiel drauf an, ne? Schön, Serge, sehe ich. Ja. Schiebung. Elfer für das, ja, na klar. Außen Hinterhalt, bam, Opa. Ich hätte es dir gegönnt, Opa, ey. Echt ohne Scheiß. Ich hätte es dir gegönnt, ey. Gut. Taktik wollte ich gar nicht. Ich wollte noch mal ein bisschen Frische reinbringen hier in den Bums. Kim ist nämlich tot. Ich hätte noch einen Leon. Mazraoui ist auch tot. Aber dann haben wir den jungen Jost hier. Kretzig sieht auch schwere Beine. Knabri, Gleimer auch. So viele kann ich nicht mehr wechseln. Wer sieht am schlimmsten aus? Pavlo. Ein Wechsel haben wir nur noch. Na gut, dann muss ich den Müller bringen. Der ist noch am fittesten. Ach, du ahnst es nicht. 1-0 für Real. Okay, wir sind ausgeschieden aus der Champions League, Leute. Wild. Trauerspiel in der Gruppe. Müssen wir so knallhart sagen. Leider ein Trauerspiel. Bundesliga sind wir auch abgeschlagen. Eieiei. Aber der Kretzig, guck mal. Ha? Kann er. Dann geht's weiter in der Europa League.
Vincent, sau starke Vorlage für den Heavy. Heavy, hast du Bock jetzt mal, oder was? Erste Doppelpack. Der Cup der Verlierer. Ja, man muss nehmen, wie es kommt, ey. Was willst du machen? Was willst du machen? Was willst du machen? Hätte halt gewinnen müssen gegen Eindhoven, aber selbst dann hätte es nicht gereicht. Tja. Der Kane-Fluch, ja, ganz genau. Aber wenigstens hat er mal 2 Hütten gemacht. Das ist ja... Da muss man ja dankbar sein. Ja. Ja, wenn die unentschieden gespielt hätten, wären wir auch raus gewesen. Ja gut, mit 2 Niederlagen, Alter, kannst du halt auch nicht weiterkommen, ne? Fertig. 2-2-2. Einfach Durchschnitt. Einfach Durchschnitt. Katastrophe. Aber bester Angriff. Ach, Leute. Macht euch keine Sorgen, ey. Höchster Sieg. Die Rückrunde werden wir richtig marschieren. Wir spielen jetzt schön die Formation ein. Jamal Musiala ist unzufrieden. Ja, selbst schuld, Alter. Muss halt mal Leistung bringen, dann willst du auch mehr spielen. Die Form berechnet sich aus Frische plus Kondition. Ja, habe ich gerade erklärt. Ja. Nee, weil meine Frische nicht schlecht ist, sondern meine Ausdauer. Also meine Kondition ist schlecht und nicht meine Frische. Junge, Alter. Dir gestern einen 24-Stunden-Timeout gegeben. Wenn du jetzt wieder mit derselben Scheiße anfängst. Slavia Prag. Schatz, das ist so laut, man hat dich eh nicht gehört. Gut, der Rest können wir überspringen. Wir haben noch Liverpool. Okay, wir sind auf jeden Fall nicht Favorit in dem Wettbewerb. Sammy, das weiß ich alles. Ist alles gut, bleib ruhig einfach. Wie gesagt, Backseat Game kannst du woanders, ansonsten ja, musst du die Konsequenzen tragen. Und wenn du schon seit einer halben Stunde hier wärst, hättest du vielleicht auch schon gehört, was ich gerade die ganze Zeit erzählt habe. Dann hättest du dir diesen dummen Kommentar auch gespart. Weil ich genau das erzählt habe. Aber gut. So ist das mit der Klugscheißerei. Ja, gut. Jetzt haben wir natürlich Wolfsburg. Ich würde ja sagen, wenn wir das gewinnen, sind vielleicht noch minimale Chancen da, wenn wir eine starke Rückrunde spielen. Wenn wir das Ding nicht gewinnen, dann ist der Zug auf jeden Fall Richtung Meisterschaft komplett abgefahren. Ich denke, das können wir festhalten. Ja. So sieht's aus. Und es ist super, dass das Neujahr wieder richtig geilo Bock hat. Das ist immer gut. Ulle hat Bock. Und wenn Ulle rein. Sind wir schmerzfrei, ne? Da sind wir schmerzfrei. Ja, die spielen 2 so eine Konterwichse. Eieieiei. So, aber die Lift war ja nur gesperrt. Ist da trotzdem keine Fitness, das ist super. Hätte er auch mal ein bisschen Sondertraining machen können, ne? Oh, Fonsi hat auch mal wieder Lust. Ist aber natürlich völlig tot. Der muss natürlich erstmal Kondi trainieren, brauchen wir gar nicht erst mitnehmen. Joa. Mhm. Wo ist denn... Neon, ich muss einen Neon für den Conny bringen.
Könnte halt Jamal noch bringen wegen Fitness. Ja, natürlich bringen wir einen Harry, ne? Er hat ja 2 Buden gemacht. Vielleicht gibt ihn das mal ein bisschen Schub. Das wäre noch eine Idee. Wild, wild, wild. Wild, wild, wild. Naja. Naja. Ja, wir bleiben mal beim Ballbesitz Fußball. Oder machen wir... Nee, wir starten mal so. Wir gucken mal. Wild. Ja, Abfahrt, Leute. Abfahrt! Warte, wir sind... Wolfsburg ist zu allem bereit. Wir sind auch zu allem bereit. Okay, wild. Wir sind zu allem bereit. 10-0 muss stehen. Das wird bei uns eh nichts, Alter. Komm, Abfahrt. Erste Minute direkt Freistoß, Alter. Leck meine Füße, ey. Ei, Ulle. Zum Glück steht der Ulle da im Tor. Alter, wir haben 10 Minuten gespielt und 68% Ballbesitz für Wolfsburg. Boah, den kann ich noch niemals. Okay. Guckst du heute Abend Deutschland gegen Frankreich? Ich glaube nicht, dass ich bis dahin mit der Saison durch bin hier. Hurra! Hurra! Halbzeit. Sehr gut. Noten ist alles 3,5. Ja, hab nichts anderes erwartet. Wir bleiben erstmal dabei. Wir haben keine gelbe Karte, das heißt, wir nehmen mal die Zweikämpfe an.
Retzig hat schon gelb? Okay. Ist nicht gesehen. So, wir machen aber noch hier 10 Minuten. Alter. Hätten wir nicht mal die Chance kreieren können? Leute? Kommst ja jetzt eine gute Aktion. Hey! Leute, wie kann... Du kannst doch... Aber, ohne Scheiß, jede verkackte Chance, die hier eingeblendet wird von den verkackten Gegnern, ist zu 99% drin, Alter. Jede Chance von uns, die eingeblendet wird, 50-50, maximal. Junge, Junge. Das ist eine Katastrophe. Was wir denn für Chancenwucher haben. Junge, Junge. Na, die Offensive kannst du komplett tauschen. Wer hätte das nur gedacht? Hätte er das nur für möglich gehalten. Wie unerwartet, oder? Heavy, Alter, dafür kannst du direkt rauf die Bank gehen, ne? Ist dir klar, hoffentlich. Junge, Junge. Junge. So, und ein Conny noch komplette Reihe vorne ausgetauscht. Komplett. Und dann gehen wir auf Spiel mit kurzen Pässen. Ja, Kretzig muss durchziehen. Diese Wolfsburg ist ja immer außer Kauf, wenn der FC Bayern da spielt. Nee, in der realen Saison hat Harry Kane ja die Dinger weggemacht. Deswegen stehen wir ja da, wo wir stehen. Junge, ich kreiere halt noch nicht mal eine Chance. Na gut, dann können wir die Bundesliga wenigstens abhaken, Alter. Können wir einen Haken dran machen. Nächstes Jahr bin ich nicht mehr da. Bei dem Verein. Weil wir nur die eine Saison spielen. Ja. Bild. Ja, ist halt super dumm, dass ich halt keine Transfers tätigen konnte, ne? Das ist halt wirklich super dumm. Weil wie gesagt, die Mannschaft ist super unausgewogen hier. Leider Gottes. Ach, warum hast du denn jetzt... Zählt das schon? Ich wollte eigentlich den Minjay rausnehmen, Alter. Ich wollte eigentlich den Minjay rausnehmen. Ja gut, dann bleibt uns nur noch volle Attacke und Attacke. Nee, was soll ich neu anfangen? Das ändert ja nichts daran. Kann ich ja trotzdem, wenn ich Bayern nehmen würde, nichts machen. Nexus mache ich doch auf dem Gaming-Kanal. Habt ihr nicht zugehört, oder was? Nächste Woche. Entweder gründen wir einen eigenen Verein oder wir machen Karrieremodus halt. Eins von beiden. Aber die Saison baller ich halt jetzt hier auf dem Kanal zu Ende, weil Bayern-Kanal und so. Genau. Das ist der Plan. Und nächste Saison gehen wir dann, nächste Woche gehen wir dann richtig rein in das Spiel. Ja. Gut. Wir können halt noch einen DFB-Pokal holen und wir können noch die Europa League holen, also. Na?
Alles andere ist, was sagen die zur Leistung ihres Teams? Katastrophe. Katastrophe. Ihre Meinung zu ihrem Gegner heute? Glückwünsche. Wie war heute der Support der mitgereisten Fans? War quasi ein Heimspiel. Das weiß ich nicht, Cordio. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir einen neuen Verein gründen. Ob ich Spieler zugelost kriege, ob ich selber welche erstellen muss oder so. Ich habe keine Ahnung. Das werden wir sehen. Gut, 5. Ja gut, also 12 Punkte ist abgefahren. Da haben wir keinen Einfluss mehr drauf. Wir dümpeln halt hier mit Union und Dortmund rum, Alter. Aber nach unten ist der Fall auch groß, ne? Platz 13, 3 Punkte. Ja. Aber Ziel muss ja wenigstens Platz 4 sein, ne? Also Champions League Platz muss ja schon machbar sein hier. Was jetzt wieder? Hier, siehst du? Hä? Da ist doch irgendwas buggy. Ja, aber bei Jugendspielern können wir das ja dann machen. Dosen auf 1, VW auf 2. Ja, so kann man es auch sehen. Ach, herrlich. Nee, hab ich Bock drauf. Aber ich richtig Bock drauf. Wenn wir, wie gesagt, wieder eigenen Verein. Ich glaube, es ist am sinnigsten. Aber müssen wir mal schauen. Oder wir machen Karriere. Denke ich, könnte auch interessant sein. Nee, wir konnten ja gestern auch dann Spieler benennen. Ne? Wenn wir also irgendwie dann ein... Was war das denn gestern? Ich im Stream nachgucken. War das ein Jugendspieler denn? Nee, es war ein Talent, den wir dann in die Jugend aufgenommen haben, glaube ich, oder? So war das. Den können wir dann benennen, ja. Okay. Ja, ach ja, jetzt wird's ja nochmal heikel. Leute, jetzt müssen wir aber nochmal alle Finessen rauskitzeln. Alle. Ei. Das Krasse ist, wenn ihr euch mal anguckt, den Dortmundern geht's genauso wie uns. guckt ihr das an. Unentschieden, Niederlage, Sieg, Niederlage. Bei uns Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage. Not gegen Elend gibt's jetzt in der Allianz Arena. Not gegen Elend. Ei. Ja, ich sag ja, Not gegen Elend, Leute. Das wird wild werden. Jungs, ihr geht mir richtig auf den Sack mit eurem Sporttreiben. Lasst euch im Guten. Gut. Sieht eigentlich soweit ganz okay aus. Ja, eigentlich müssen wir uns in die Winterpause retten, ne? Aber ich versuch's mal. Weil die haben wenigstens gute Frische. Da können wir das auf jeden Fall machen. Conny Leimer, Upamecano. Ja. Abfahrt. Ja, John Jay, weißt du musst ja. Guck mal, ich habe gerade gesagt, die Fans waren legendär im Auswärtsspiel. Ich sag ja nichts Schlechtes gegen die Fans. Bin ja nicht wahnsinnig. Ne?
Guck mal, Weihnachtsfeier ist auch gelaufen, da ist die Stimmung hoch. Promi-Tipp ist 3-2 für uns. So, das sind die Teilnehmer noch, ne? Gut, Wolfsburg ist natürlich noch dabei, die uns gerade geschrubbt haben. Leipzig, Dortmund. Wild, 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 wild. Dortmund spielt mit 3 Stürmern oder was? Mhm. Boah, Dortmund spielt super offensiv. Hier 1, 2, 3. Okay. Okay, okay, okay. Dann gehen wir mal rein hier in den Bums. Dann gehen wir mal rein, ey. Ja, das Problem ist, wir laufen echt auf dem Zahnfleisch, ne? Aber Guerrero werden wir auf jeden Fall bringen. Der wird nicht durchspielen können, aber... So, Ulle. Ulle sieht gut aus. Ulle sieht sehr gut aus. Von der Fitness her nicht so geil, aber gut. Müssen wir das Spiel halt in den ersten 60 Minuten entscheiden, ne? Das muss unser Ziel sein. Ja, Leon ist durch. Kommt Conny rein. So, Kimmich ist auch gut drauf. Jamal ist scheiße drauf. Hätte er das gedacht. Der war noch nie höher als Form 4. Noch nie. Eine Katastrophe, der Mann. Das heißt, wir werden Kimmich bringen. So. Ja. Das ist formtechnisch das, was ich am meisten rauskitzeln kann. Fonsi macht noch keinen Sinn. Der muss erstmal noch trainieren. De Ligt hat 38. Ja, ja. Minje hat 42. Ist auch nicht besser. Ja. Ja, wie gesagt, wir müssen es jetzt in den ersten 60 Minuten entscheiden, das Ding. Ansonsten sieht es sehr, sehr schlecht aus. Mittelfeld dominieren wir natürlich. Ja, und Harry muss liefern heute, Leute. Wir könnten das Ganze natürlich nochmal einen Tacken so machen. Okay. Ja, das lassen wir mal so. Sollen wir mal Spiel zerstören, direkte Pässe ausprobieren? Oder wir gehen erst mit Ballbesitz ran. Gehen erst mit Ballbesitz, mit neutral. Gegenpressing gehen wir mal auf Tag, aber Gegenpressing wird uns richtig kosten, ne? Und wir gehen mal auf Variable. Ich meine, letztes Mal haben wir Dortmund 2-0 geschlagen, das war schon gut, ey. Aber, ja, letztes Mal ist nicht jetzt, ne? Lassen wir Distanzschüsse ein bisschen sein, Dribblings sind auch kacke. Gut. Okay. Ja, ich werde den zünden, Alter. Kann ich gar nicht, ne? Grüne Neune. Okay, wild. Okay, dann. Ja, extra Bewachung machen wir nicht. Wir machen mal unsere beiden Dinger hier rein. Oder zumindest ein. Und Abfahrt. Komm weg mit den Zellen. Ach, du grüne Neune, Alter. Ulle! Ei.
Also wir haben halt in der Anfangsphase nie Ballbesitz. Nie. Wir pimmeln da gerade wieder mit 30% Ballbesitz rum. Obwohl wir auf Ballbesitz Fußball spielen. Das ist doch eine Katastrophe, Alter. Ja, mach doch rein jetzt, Conny! Junge, wie kannst du denn den übers Tor heben? Bist du unfähig oder was? Alter! So gut rausgespielt. Und dann will er einen Pelé machen und den Ball überheben, anstatt ihn einfach unten reinzuschieben. Was ist denn nicht richtig mit ihm? Junge! Lächerlich. Wirklich. Conny jetzt mal bestrafen. Mehr steinigen müssten wir ihn. Auf dem Marienplatz, Alter. Hey, du musst es jetzt. Wie weit vorbei? Was raus statt im Weg, oder was? Den musst du bestrafen. Junge, Junge. Ja, hat sich selber bestraft. Junge, Junge, Junge. Katastrophe. Ach, Junge. Ey, du gehst einmal zu weit. Du Belly, ey. Na gut, haben wir den Conny da immer gleich mit bestraft. Ist doch super, oder? Ist doch toppi. Junge, Junge. Ja, Leon, guck mal, die Wut im Bauch jetzt. Hau rein das Ding. Knall einfach drauf. Ja, such mal, mit Ansage. Knall einfach rein, die Kugel. Spielen wir uns an die Wand. Naja, bei Dortmund sieht die Kondition und Frische jetzt auch nicht besser aus wie bei uns. Also kann das ja alles nicht so verkehrt sein, wa? Chancen 4-3 für uns, davon Großchancen 2-1 für uns. Wo spielen die uns an die Wand? Korsika, was ist da los? Pech. Ja, Kimmich ist halt wieder so semi drauf. Die Frage ist, jetzt will ich mal eben gucken. Pavlovic ist tot schon, Alter.
Nee, komm, ich geh noch rein bis zur 60., 65. Dann machen wir einen perversen Move. Was jetzt wieder? Du Okay, ich wollte einen perversen Move machen mit 3 Innenverteidigern und ein bisschen offensiver. Das können wir uns jetzt schenken, weil wir ein bisschen Umbau auswechseln. Wild. Wild, wild, wild. Ulle für Deutschland! Sehr gut, Männer. Komm, mach jetzt zu den Sack hier. Guck mal, Mitte steht er komplett frei. Da schießt er selber das Herz. Hier. Was ist denn los? Schön. Alter Bell, ich muss irgendwas ändern. Das ist gerade ein Schlagabtausch hier. Der Aufwand ist da genauso groß, Alter. Wow, für Mats Hummels kam Giovanni Reina, Alter. Die gehen schon all in, ey. So, wir haben 2 Wechsel nur, ne? Das heißt, ich kann einen jetzt machen, wo es richtig brennt. Den Tell heben wir uns auf für die ganz heiße Kiste. Wir bringen den Müller. Die Belastungssteuerung der 5 Pumpen. Eieiei. Sehr gut, sehr gut. Witwenabend. Ach komm, jetzt dreh doch nicht wieder am Rad, Alter. Oh, der Ulle, Alter. Eieiei, Ulle hat aber heute Note 1 verdient bisher. Eck hat nichts eingebracht. So. Pass auf, wir müssen jetzt müssen wir wichsig. Jetzt machen wir voll auf Konter, Alter. Wir gehen auf Defensive mit langen Bällen. Und die langen Bälle ziehen wir durch die Mitte. Und dann bringen wir den Tell als frischen Mann da rein. Was hat er jetzt wieder gemacht? Ich kann nicht mehr wechseln, das ist ja wild. Okay, pass auf. Dann bringen wir den Serge dahin, bringen den Müller dahin und bringen den Heavy als hängende Spitze. Und wir gehen nochmal in die letzten 10% rein.
Junge, pfeif ab das Ding jetzt. Perfekt. Perfekt. 1-0 gewonnen, Leute. Wir sind weiter. Wolfsburg ist weiter. Leipzig auch. Oh. Wow, 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 wow. Aber wir sind noch drinne. Wir sind noch drinne. Aber da sieht man mal, wie realistisch dieser Manager ist, ne? Wir können noch so eine schlechte Form haben, für Dortmund reicht irgendwie immer, ne? Schon wild. Das ist schon echt wild. Ei, ei, ei. So, Auslosung. Leichte Gegner gibt's nicht mehr, wa? Pauli und Schalke höchstens. Sonst nur noch dicke drin. Teamgeist plus 5. Alter, guck mal, 68 Teamgeist. Wir sind auf einem richtig guten Weg, ey. Minus 10 Frische. Gegenpressing auch sehr gut. Wir müssen halt mal gucken. Wir müssen mal gucken jetzt für die Rückrunde. Ja, da müssen wir gleich echt gucken, ey. So, wichtig wäre Heimspiel, ne? Ich sag, wir kriegen Schalke. Alter Belly. Gegen Leipzig haben wir, sahen wir immer schlecht aus bisher, ne? Die Wolfsburger, ey. Freiburg Schalke gekriegt, ey. Pech. Nein, wir brauchen keinen Top-Zuschlag. Gut. Ja, wir gehen jetzt halt komplett auf dem Zahnfleisch nach dem Spiel, ne? Ich weiß nicht, wie wir jetzt hier noch, das kann jetzt nur über den Willen laufen hier. Das kann nur über den Willen laufen gegen Hoffenheim. Haben die denn auch Pokal gespielt? Ei. Naja, wir werden auf jeden Fall mal Leon bringen. Ja, und wir müssen aus frischen Gründen den Leroy bringen. Und eigentlich auch einen Müller. Obwohl beim Serge sieht es eigentlich noch okay aus. Kimmich ist halt wieder am Rotieren hier. Ja, aber den Fonsi können wir nicht aufstellen, ne? Muss ich den Leon nach hinten ziehen. Anders geht's nicht. Anders geht es nicht, Leute. Da muss doch der Pavlo rein.
Alter Belly, ey. Und wie gesagt, eigentlich muss ich einen Kimmich noch rausnehmen. Eigentlich müsste ich einen De Ligt rausnehmen. Aber hier ist doch noch Minje, ey. Dann machen wir das doch. Dann machen wir das so. Und dann bringen wir nämlich doch den Leon. Komm, jetzt fangen wir mit Müller an. Ja, wie gesagt, der Kader ist halt echt wild, ne? Also eigentlich müsste ich halt auch entweder 4-3-3 spielen oder 4-2-1-3. Da müssen wir uns für die Rückrunde überlegen, ey. Was wir machen. Piep, 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 piep. Ja, wir sind immer konzentriert dabei. Nee, ich habe auch normale Klamotten. Aber wenn ich ein Bayern-Video aufnehmen habe, ziehe ich Bayern-Klamotten an, ja. Ja, am Anfang haben wir gegen Leipzig verloren. Ne? In der Bundesliga haben wir, glaube ich, unentschieden gespielt, oder? Oder haben wir auch verloren? Ich weiß gar nicht. Ohne Worte, Alter. Wir werden die Rückrunde, glaube ich, elendig langweilig im 4-2-1-3 spielen müssen. Ich glaube, alles andere macht einfach keinen Sinn. Ach meine Güte, Alter. Fassungslos. Ich bin fassungslos. Ohne Scheiß, ich würde mich selber entlassen. Na. Ich würde mich selber entlassen. Punkt. Katastrophe. 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 Der Tuchel ist genauso verzweifelt, ne? Aber der hatte wenigstens so einen Harry Kane in Topform. Stark gehalten vom Oliver.
Werner, guten Abend. Das Krasse ist ja, dass wir spielen uns ja noch nicht mal eine Chance. Ei, ei, ei. Ei, 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 ei. Ja, aber was willst du auch verlangen, wenn hier die Graupen wieder nur da im Mittelfeld rumstehen, Alter, die sowieso keinerlei Einfluss aufs Spiel haben. Conny, weißt du was? Taktische Gründe, Alter, und halt die Fresse. 0-3, siehst du, ja, Katastrophe. Katastrophe. 15 Punkte hinter Tabellenplatz 1, Bundesliga. Wow, unser erster Angriff nach 75 Minuten. Halleluja. Jamal in Fummellaune. Originaler Musiala, Alter. Echt, ey. Junge, Junge, Junge. Echt, ey. Das kannst du nicht aushalten. Das kannst du nicht aushalten. Junge, Junge. Dortmund 1-1 gegen Darmstadt. Ey, ohne Scheiß, ich glaube, ich spiele die Rückrunde in dem System und dann auf Konter, Alter. Das ist das Einzige, was, glaube ich, irgendwie Sinn macht. Ich habe jetzt so viel ausprobiert in der Hinrunde. Training, alles top, Alter, aber richtig. Richtig Performance. Ja, der Licht, guck mal, 3 Tore hat der schon. Naja. Ja, Männer, wenn er jetzt so ein 3-3 macht, dann Hut ab. Ja. Siehste, die Hoffnung keimt auf. Ballverlust, Konter, 4. Lächerlich, oder? Lächerlich. Weghorst. So lächerlich, Alter. Aber wir kriegen halt ein Kontertor nach dem anderen. Ich glaube, von den ganzen Gegentreffern, die wir haben, 80% Kontertore. Junge, Junge. Guck's dir an, ey. 3 Punkte, Alter. Dann sind wir jetzt 13. Junge, Junge, Junge. Guck dir das an. Die letzten 5 Spiele, 4 verloren. Das ist eine Frechheit, dass ich hier noch Trainer sein darf. Eine Frechheit. Die Pokaleinnahmen liegen über den Erwartungen. Ja, guck mal an. Wenigstens da haben wir performt. Kann man in Dänemark Skifahren? Ja klar, unter Wasser. Wasserski, GP. So, ist vorbei jetzt oder was? Okay, Winterpause. Geht los, Leute. Ich muss nur eben Wasserkocher anmachen. Und geh pinkeln und dann planen wir die Winterpause. Wir müssen die Trennwände schaffen. Nützt alle nichts.
I hope we have a little bit lucky in the rook round. In the rook round. Wir brauchen kein Glück, GB. Wir müssen jetzt einfach mal vernünftig coachen. Verstehst du? Fortschritt 1%. Josua, Kimmich. Ja, ganz bestimmt, Alter. So. In 26 Tagen geht's los gegen Werder Bremen, Leute. Erstmal muss ich jetzt mal hier den Sound einstellen. Ich weiß nicht, warum der sich schon wieder verstellt hat. Das ich eigentlich gar nicht. Warum ist die Scheiße dann so laut, Alter? Und irgendwo hatten wir doch hier auch... Warum eigentlich nicht? Das ist der Medienbildschirm. Zeitungsmeldung. Ereignisse immer bestätigen. Das nochmal. Okay. So, dann kann ich jetzt hoffentlich hier wieder lauter machen für euch. Mir knallt es nicht mehr so ins Gehör rein, hoffe ich. Ich habe mir schon den Mund fusselig geredet, aber anscheinend ist das Spiel so laut, dass man mich nicht hört, oder ich bin zu dumm, ins Mikro zu sprechen. Auf was bezogen? Ja, man hört dich nicht, wenn du gerade was sagen solltest. Wild. Wild, wild, wild. Das ist so lächerlich. So lächerlich. Ich bin so handlungsunfähig. Das ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. Das heißt, ich könnte noch nicht mal die Jugendspieler hochziehen. Ja. So lächerlich. So lächerlich. Nein. So. Was war denn voreingestellt überhaupt? Komme ich gar nicht mehr hin, ma?
Simon Krie supportet mit 2 Euro. Servus, hoffe alles fit bei dir, heute meine Karte für Champions League gegen Arsenal reserviert. Simon, vielen lieben Dank. Bei mir ist alles fit. Und bei dir? Alles gut, oder? Was heißt denn reserviert? Ja, komm. Dip, 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 dip. Ja, wie gesagt, das Problem ist halt, dass der FC Bayern hier 20 Spieler ausgeliehen hat und dadurch zählen die zu meinem Kader dazu und deswegen kann ich keine Spieler verpflichten oder keine Jugendspieler hochziehen. Das Einzige, was gehen würde, ist, so wie es gestern einmal war, dass der Trainer aus der zweiten Mannschaft mir den Spieler vorschlägt oder aus der Jugendmannschaft und deswegen war der Spieler dann in meinem Kader. Ganz wild. Schatz, wenn man dich so leise hört, dann musst du mal gucken, ob dein Mikrofon richtig eingestellt ist, ne? Sonst machen wir den Pegel ein bisschen höher von dem obersten. Vielleicht kommst du da aus Versehen manchmal dran oder so. Ja, wie gesagt, wenn wir einen eigenen Verein machen oder unseren Karrieremodus, dann wären wir ein ganz anderer Spieler, ne? Weil erstmal können wir dann das Team so zusammenstellen, wie wir das denken, halt auch von den Charakteren her. Was halt super wichtig ist hier in dem Manager. Wie gesagt, wir haben hier fast nur Anführer. Kaum mal ein Indianer, kaum mal ein Künstler. Das ist halt alles ein bisschen wild. Ja, klar, wir müssen uns auf den Leroy konzentrieren, Alter. Sollen wir uns mal auf den Tell konzentrieren? Ah, okay. Ja, dann viel Spaß, Simon, ne? Ja, das ist mir egal, ob ihr das begrüßen würdet. Das ist mir gerade Wumpe. Sag ich euch, wie es ist. Motivationsschellen für Spieler. So viel Schellen können wir hier gar nicht verteilen, ey. Ja, eigentlich habe ich das auch ausgestellt, aber irgendwie. 25 Tage bis zum Derby gegen den FC Augsburg, Leute. Eieiei. Weiß ich doch auch nicht, wie groß die Alert-Einblendung ist. Weiß ich doch nicht. Gibt jetzt erstmal einen kleinen Snacky. Vincent Manubi. Letzter Arbeitstag. Jo, hau rein. Ja. Unasar war der Fehler. Und Chupo. Ja, sieh mal wieder auf dem Gaming-Kanal ab nächste Woche. Weil ich will jetzt hier nicht irgendwie auf den Kanal jetzt irgendwie in den Gaming-Content reingehen.
Wie gesagt, das mache ich nur jetzt, weil wir den FC Bayern trainieren. Und nächste Woche, habe ich ja schon gesagt, machen wir entweder eigenes Team, also eigenen Verein, oder wir machen Karrieremodus. Aber wie gesagt, dann nicht hier auf dem Kanal, sondern auf meinem Gaming-Kanal. So, wie viele Tage haben wir noch? Wir können noch eine Kondition ballern, oder? 12 Tage, ja, das passt schon. Abfahrt. Ja, wir treiben auch selber Sport, kein Thema. Schnelles Umschaltspiel, sehr gut. Passt. Gut, naja, war ja nur eine kleine Banane. Happy! Woo! Ja, mal mit dem Torriecher, Alter. Was auch nicht wirklich gut klappt. Ja, ich hatte ja schon Volley eingestellt, ist ja alles gut. Der Dicht ist eine Maschine, Alter. Guck dir das an. Zweikampf, Stellungsspiel, Manndeckung, Kopfball, Robustheit, Ausdauer. Absolute Maschine. Sehe kein Stehen. Ansonsten, theoretisch gesehen geht das, ja. Bananen sind doch lecker, ja. Na klar sind Bananen lecker. Hätte ich ja keine gegessen. Dann do it. Auch gleich wieder der Befehlston heute, ne? Country-Musik ist ja nur ein Jingle, Niklas. Ist ja jetzt nicht irgendwie eine halbe Stunde lang hören, oder? Meinst du, ich meine, wir probieren alles aus. Wenn das im Stehen läuft, dann stehe ich den Rest des Streams. Ist ja kein Problem. Die Hauptmutter, die schlagen wieder zu, ey. Jetzt gerade habe ich ja den FC Bayern gewählt. Als Mannschaft. Weil ihr das ja so wolltet gestern. Wenn ich den Karrieremodus zum Beispiel spiele, ja, bin ich in Stufe 1 Trainer und kriege dann irgendwelche Angebote aus der 4., 5. oder 6. Liga und muss mich dann da erst hocharbeiten oder die Mannschaft zum Aufstieg führen und dann kriege ich vielleicht bessere Angebote. Halt eine Trainerkarriere quasi. So, jetzt bin ich zum Beispiel eine Stufe, sogar 2 Stufen direkt aufgestiegen. Ja, Respekt. Freier Spieler Bonus Boost. Geil. Dann nehmen wir ja entweder Pavlo oder ich weiß nicht, wie hoch der Boost ist. Komm, ich nehme mal. Ach, das sehen wir sogar. Ach nee, wir sehen nur das Aktuelle, ne? Kretzig ist kurz vorm Level Up. Von 10%. Beim Erreichen seines Trainingsziels verfallen übrig gebliebene Prozente. Okay. Ja, dann macht das da mehr Sinn. Spezialbonus. Für Ihren besonderen Einsatz erhalten Sie eine Bonusfähigkeit oder können eine Schwäche beseitigen. Was ist denn meine Schwäche? Red Moon, ja, komm, jetzt. Wollen wir mal gucken, was wir drauf haben. Nichts. Das ist unsere Schwäche, oder was? Motivation. Ihnen steht eine neue Ansprache vor dem Spiel zur Verfügung. Bild. Menschenführung. Ihr Fähigkeiten, Spielern aus Krisen zu helfen, verbessert sich. Ah, das können wir schon, okay. Spielerbeurteilung. Bild. So, was können wir denn auswählen? Sie können alle Taktiken 5% effizienter vermitteln. Sie können nun bei manchen Interviews interessieren uns nicht. Bei Verhandlungen kommt Ihnen, das ist auch egal. Verbessern sich, Ihnen steht mehr Optionen zur Verfügung. Sie haben im Bereich Fitness neue Kenntnisse oder erhalten einen 10% Bonus zusätzlich in Ihren... ja, perfekt. Das lernen wir als nächstes. Sehr gut, sehr gut. So, wir spielen jetzt in 5 Tagen. Das bedeutet, was sagt denn unsere
Frische. Die ist natürlich jetzt ein bisschen runter, aber ihr seht, es ist die Kondition halt oben, ne? Zumindest bei den Spielern, die voll dabei waren. Opa, 4 Kondition, Alter. Mazraoui, 0. Läuft. Kannst du schon abschreiben, die Spieler. Conny Daimler war auch verletzt, hat 76. Ja, aber da seht ihr jetzt halt, wie das so läuft, ne? Vorbereitung musste Conny bullern und dann können wir, aber ist ja logisch, muss ich euch ja nicht erklären, ihr seid ja alles hier auch Fußballexperten. So. Ja, wir machen Abschlüsse, ist okay, aber ich werde das dann gleich ein bisschen ummodeln, dass wir genug Regeneration da drin haben, oder nehmen wir, ne, wir können es auch andersrum machen. Wir können Regeneration machen und machen 1, 2 Abschlüsse mit rein. So, besonders fördern tun wir Kretzig, weil der ist kurz vor Level Johnny. Gut, perfekt. Ja, dann werden wir jetzt mal unsere Aufstellung für die Rückrunde hier einhämmern. Wir können vorgefertigt ja schon mal reingehen. Vier, 2, 1, 3 gibt's nicht, oder was? Können natürlich auch 4. Ja, das bringt mich auch nicht weiter, weil ich habe halt einfach keine Mittelfeldspieler, Alter. Schon geil, oder? Ich habe halt nur mittlere Mittelfeldspieler. Ja. Wir müssen den nehmen, dann müssen wir die hochziehen. Als Dreier-Kombo. Dann machen wir auf jeden Fall einen zentralen. Wir können das so ein bisschen machen. Ja, so wird's sein, Leute. So wird's sein. Schalke zurück in den Profifußball führt. Ne? Da es ja aktuell ist, spielt Schalke hier in der 2. Liga. Okay. Was ist denn mit den beiden eigentlich? Derzeit langfristig verletzt. Ja, da müssen wir mal in der medizinischen Abteilung gucken, wa? Super Kreuzbandriss, Prognose 88 Tage. Ja, Halleluja, wow, wir haben noch ganze 2 Innenverteidiger für diese Saison. Läuft ja bei uns. Ach du grüne Neune, Alter. Du Belly, ey. Wenn du hast Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß, ne? Das ist halt echt so. Ja, also das ist unsere Innenverteidigung für den Rest der Saison. Und wir hoffen, dass keiner verletzt sich oder es wird keiner gesperrt werden. Das ist supi. Das ist wild. Das ist wirklich wild, ey. Das ist wirklich wild. Ja, Ausstellung machen wir gleich erst. Alles gut. Oder sind wir schon direkt vorm Spiel? Nee, ne? Komm, wir machen die. So, Neustart für Harry Kane. Wie sieht's formmäßig aus? Sieht ja gar nicht so schlecht aus auf den ersten Blick. Letztlich ist natürlich heiß wie Frittenfett. Guerrero hat aber auch eine 7, das sieht gut aus. Neuer eine 9er, Alter. Und der will's jetzt aber nochmal wissen, der Manu. Der will es nochmal wissen, ey. Serge eine 7er. Leon eine 6. Leon ist der Einzige, der ein bisschen abfällt mit dem Fonsi zusammen.
Ja, Nuss ist natürlich auch nicht da, ne? Wild. Ihr wisst, was das heißt, oder? Wo läuft er denn rum, der Kimmich? So. Ich glaube, wir machen den Jamal mal als Linksaußen. Versuchen wir mal in der Rückrunde den Müller-Move. So, auf der rechten Seite haben wir dann 3 Spieler für eine Posi. Der Sané war bisher eine Totalkatastrophe. Gnabry ist vielseitig einsetzbar. Starten wir mit dem King. So, zentrales Mittelfeld. Ja. So ist der Plan erstmal. Haben wir einen Serge noch in der Hinterhand. Den Kretzig natürlich auch. Wo der Conny, das ja auch noch nicht fit war. Wie sieht den Pavlo aus? Besser aus. Auch, dann machen wir das so. Jo. Sehr gut. Taktik. Spiel zerstören und direkte Pässe. Das ist unsere Taktik. Die wir dann natürlich auf neutral spielen. Mit einem regelmäßigen Gegenpressing. Ja, das passt. Konter haben wir extra trainiert. Das können wir hochstellen eigentlich. Können wir eigentlich auch volles Rohr stellen. Tanzschüsse machen wir mal ein bisschen niedriger. Das ist ja graupig, was wir da spielen. Abseitsfalle spielen wir nicht. Dribblings. So. Und natürlich sind wir sehr zentral bei uns aufgestellt. Von daher passt das. Von daher Abfahrt. Spielergespräch. Ja, sehr gut. Wo ein Torwart ist, bringt mich nicht weiter, oder? Nee. Löschen den Termin. Sichtungstag für die Jugend. Ja, das machen wir. Vortreiben wir natürlich wie immer auf den Sonntag. So. Gut. Wie gesagt, wir müssen jetzt ein bisschen Erholung mit reinkriegen. Tiefe Erholung war das schon, wa? Sehr gut, sehr gut. Und dann machen wir hier ach, da können wir auch Torschuss lassen. Dann werden wir mal sonntags ausprobieren. Ein Zonenspiel machen. Nicht auf volles Rohr. Und aktive Erholung. Abfahrt. Die Rückkehr des König Kimmis. So, was hier los? Ach, Sichtungstag. Geil. Was haben wir denn hier? Defensives Mittelfeld, Stürmer. Ich bräuchte mal irgendwie
Ich hätte den Defensiven gerade nehmen sollen mit der 7er. Rechter Außenstürmer. Ja, damit kann ich schmeißen, Alter. Rechter Außenverteidiger bringt mich auch nicht weiter mit der... Ja, ich hätte den 7er gerade nehmen sollen, wa? Enge Spitze, offensives, rechts außen, rechts außen. Carlos Fritsch. Ja, komm. Carlos nehmen wir. Fertig. Da leben wir ja eh nicht mehr. Ja, wäre schön, wenn ich das jetzt auch mal hier machen würde mit 8 Sekunden. Gegen die Bremer. So, Kader steht, alles toppi, Abfahrt. Perfekt. Abfahrt. Ja, das habe ich halt noch nicht gerafft, Alter. Wie wir die einstudieren können. Ich mach schon wie trainiert, aber Trainingszustand ist hier immer 0. Weiß es nicht. Abfahrt. 3-3. Nee. 3-1 für uns. Harry Kane muss jetzt einfach mal langsam wach werden, ne? In der Rückrunde. Muss jetzt mal langsam zeigen, wo der Hammer hängt. Wild, warum haben wir jetzt hier gar keinen Sound mehr? Minjay hat mal geklärt. Wow. Wow. Ja, wir spielen uns schon Chance auf Chance hier, ne? Man kann nicht behaupten, dass hier ein Tor in der Luft liegt. Ja, wild. Ja, die Bremer haben halt keinen Bock, ne? Daher wird unsere Kontertaktik relativ wenig bringen. Ach, hier, zurücksetzen, guck mal. Hätte ich letztes Mal doch machen können, wahrscheinlich. Gehen wir in den Ballbesitz. Mit wieder tollen Ballverlusten. Eines angeblichen Foulspiels. Wow. Wow. Pavlo, super, sehe ich schon. Spiel in die Mitte. Och, Alter. War der Jamal jetzt aber überfordert? Also mich irritiert das gerade, dass hier 0 ist. Alter, was ist denn los jetzt? Dass da 0 Heavy, triffst du den Joint-Tor nicht oder was? Junge, dass hier kein Sound ist. Macht mich weh. Alter Betty, ey. Nur Idioten auf dem Feld. Ich sag's euch, wie es ist, ey. Katastrophe. Junge.
Junge, Junge, Junge. Ja. Ach, das ist doch nicht euer Ernst. Jetzt mal ernsthaft, Alter. Das sind doch Dinger, die musst du doch einfach reinschieben. So unvermögend kann man doch nicht sein, Alter. Was ist denn los mit denen? Katastrophe. XG-Wert 2. Kein Tor. Ja. Bärenstark, Leute. Da muss man mal applaudieren für diese Rückgabe. Muss man einfach mal applaudieren. Da muss man mal applaudieren, Leute. Wild. Wild, wild, wild. Wild, 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 ey. Junge, Junge, Junge. Wir versinken im Niemandsland der Tabelle. Sah eher nach schlechtem Trainingsspiel aus. Hör mir auf, ey. Hör mir auf. Ja, 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 ja. Geh mir doch nicht auf den Sack, Alter. Nee, wir treiben jetzt keinen Sport mehr. Mein Gott. Ja, Bundesliga ist gelaufen, ne? Wir müssen halt gucken, dass wir in die internationalen Plätze kommen. Ansonsten müssen wir den DFB-Pokal gewinnen. Eieieiei. Und ich glaube, ich sollte nächstes Mal weniger Liegen nehmen. Dann dauern die Tage hier nicht so lange. Eigentlich wollte ich wegen den Zaun gucken, der irgendwie tot ist. Ja. Leider kann ich das halt nicht offensiver gestalten, was ein bisschen schade ist. Aber gut. Gut, wir sind über die rechte Seite überlegen, dann gehen wir auch da drauf. Zack. Abfahrt. Ja, wenigstens sind wir mal von Anfang an da, ey. Und dann trotzdem auch die Augsburger den Ball, Alter. Das ist halt Alter, ey. Krieg ein Kackreiz hier.
Alter, ich trainiere gleich 4 Wochen, jede Trainingseinheit Torabschluss. Ohne Scheiß. Was wollen die mir denn hier erzählen in diesem Spiel? Junge, Junge, Alter. Einer katastrophaler als der andere. Krieg ein Kackreiz hier, ey. Meine Güte, ey. Dann stellt sich schon so auf, wo du diese scheiß Spieler auf ihren verfickten Positionen hast, Alter, und die bringen keinerlei Leistung. Mann, 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 ey. Müller versteht die Welt nicht mehr, warum er jetzt ausgewechselt wurde. Ganz ehrlich, ist mir scheißegal. Der Trainer sollte auf jeden Fall entlassen werden. Definitiv. Da gibt es keine zwei Meinungen. Bild, oder? Ich bin immer doppelt live, Grimbo. Ich bin immer bei Twitch und YouTube live. Wow! Mal nicht vorbeigeschoben. Bei YouTube zwar nicht immer auf demselben Kanal, das ändert sich halt immer, je nachdem, was ich streame. Schönes Ding. Schönes Ding vom Leon. Aber nur ganz kurz sah der so aus, als wenn er vorbeigeht. Die Mannschaft kann halt einfach, die Mannschaft muss halt einfach offensiv ballern, Alter. Es geht nicht anders. Es geht halt nicht anders. Sobald du hier irgendwie anfängst, irgendwas versuchst, Katastrophe. Du musst volle Offensive gehen und hoffen, dass du mehr Tore schießt, wie du kassierst, Alter. Das ist das Einzige, wie du mit dieser Mannschaft spielen kannst. Aber hey, so viele Flanken haben wir in der ganzen Saison nicht gesehen bisher. Wenn wir da mal Spieler hätten, die noch Tore schießen würden. Alto Belly, ey. Alto Belly, ey. Junge, 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 guck dir das an, ey. Das darfst du kein erzählen. Und natürlich kriegst du das 2-2. Wie soll's denn anders sein, wenn du solche Dinger liegen lässt? Ja. Aus 35 Metern ist doch klar. Mit Ansage. Wenn du vorher 4 Dinger hast und machst die Dinger nicht rein, kriegst du halt hinten rein. Das ist Fußball, Alter. Völlig normal. Lächerlich. 0,46 XG-Wert. Machen wir mal den Tuchel. 2 Tore. Versteht ihr? Sagen die zur Leistung ihres Teams.
Ging so. Was sagen die zu ihren mitgereisten Fans? Habe ich nicht gehört. Kann ich nichts zu sagen. Hilfe gegen Mannschaft berechtigt. Sollen noch teure Spieler kommen? Keine mehr. Präsidium gefällt das. Junge, Junge, Junge. Ey. Ich sehe gar keine Entwicklung in dieser Mannschaft. Ja gut, dann werden wir jetzt offensiv durchballern. Fertig. Fertig aus. Knallhart. Dann ist das so. Anders scheint es nicht zu gehen mit dieser Mannschaft. Anders scheint es nicht zu gehen. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Warum habe ich jetzt gar keinen Sound mehr hier? So, okay, pass auf, hier. Zack. Angriffsfußball, direkter Angriff, Fußball. Wir können das ja vielleicht... Das geht nicht weiter zurück. Dann spielen wir direkten Angriffsfußball, Feierabend. Wir sind überall überlegen. Passt, rechte Seite. Sehr gut. Aufstellung machen wir gleich. Gehen wir nicht auf die Eier mit irgendwelchen Terminen, Junge. Fertige Woche. Abschlüsse. Bis ihr kotzt. Ja, da müsste ich aber eine Dreierkette mit einem Innenverteidiger stellen und 2 Außenverteidigern. Das will ich nicht. Guerrero hat eine Erkältung, Alter. Weil Opa ist ja tot. 2,5 Monate. Oder 3 Monate fast. Juti! Kretzig ist heiß, das ist sehr gut. Ule ist heiß, Neuer aber auch. Also formmäßig sieht es echt gut aus, bis auf King. Da bringen wir einen Serge. Und Fonsi hat mir besser gefallen wie Kimmich. Wie sieht's denn bei Leon und Conny aus? Conny ist eigentlich heiß. Aber wir bringen den Josh rein. Ist klaren Achter. Thomas Müller. Einfluss aufs Spiel 0. Werden wir perfekt. Sehr offensiv, Abfahrt, Feuer frei. Zack. Ja, das wäre schön.
Da müssen wir erstmal Chancen kreieren. Die erste Halbzeit so viele Tore schießen, dass es hinten raus reicht. Ja. Wild. Was ist denn eigentlich Spieltagskonferenz? Ah, dann sehen wir alles. Das ist ja auch wild. Aber so am letzten Spieltag, wenn es noch um Titel geht, kann man das mal machen, wa? Junge, mach Pause, ich will das wieder ausschalten. Sehr offensiv. Leon, grandios. Das ist wieder in Reihenformation hier. Und na klar geht der rein. Natürlich. Hä? Natürlich. Ist doch keine Frage, Leute. Du Belly, ey. Du kannst dir das nicht mehr ausdenken, was hier passiert. Du kannst dir das nicht ausdenken. Junge, Junge. Tschüss, Leon. Ja, sehr überraschend, dass Levoy diese Leistung zeigt, die er zeigt. Sehr überraschend. Also, mach doch nicht. Nein. Kann man den spielen lassen werden? Ja, na klar. Sicher. Wenn er den jetzt nicht gemacht hätte, der Kimmich, ne? Ja, na klar, direkt. Wir haben Anstoß gehabt und direkt kommt ein Konter, oder was? Wie willst du das denn wieder erzählen? Ich habe keine Mittelfeldspieler. Soll ich mit 5 zentralen Mittelfeldspielern spielen, oder was? Das habe ich in der Hinrunde gemacht. Ich habe mit 20.000 Spielern auf verkehrten Positionen gespielt. Das bringt halt nichts. Ich habe halt keinen linken Mittelfeldspieler und ich habe keinen rechten Mittelfeldspieler. Ich habe halt nur rechte Außenstürmer und linke Außenstürmer. That's a problem. Ja, was soll ich noch ändern, Alter? Was soll ich noch ändern? Wir können das noch ändern. Ja, ich wollte auswechseln eigentlich. Danke, Anke. Harry Kane ist in Topform. Neuer hat wieder eine bärenstarke Leistung gezeigt. Katastrophe, Alter. Und Minje fange ich gar nicht erst an. Na gut. Auf jetzt.
Auf geht's! Der Conny schießt wieder selber, Alter. Das wird eh nichts. Ohne Scheiß, ich darf den Conny auch nicht mehr aufstellen. Der Posi. Jedes Mal. Er hat 5 oder 6 Szenen gehabt. Er hat ein Tor daraus gemacht. Eine Katastrophe. Ja, den Spielzug haben wir drauf, Alter. Was willst du mehr? Du brauchst den nur reinköppen, Alter. Du brauchst den wirklich nur reinköppen. Wieder Conny. Junge, Alter, sei froh, dass du den da jetzt irgendwie reingewuschelt hast. Junge, bist du ein Chancentod. Leck mich fett, ey. Ja, schrei auch mal deine Freude laut heraus, Junge. Nach den 2 Dingern, die du vorher vergeben hast. Mann, ey. Kann der froh sein. Ich hätte den jetzt vernichtet, ne? Junge. Der Conny, ey. Alter, was spielen die denn 120 Minuten hier? Conny hat den Kopf voll, nur damit es hier im Hals regnet. Oh, das ist aber böse. Das ist aber böse. Ja, Tabelle gucken wir am besten gar nicht drauf, Alter. Wir können vielleicht versuchen, am Deadline Day einzukaufen. Vielleicht überwindet das System. Mal gucken. Kannst du mir nicht vorstellen, aber... So, DFB-Pokal für die Finale gegen Leipzig. Gegen Leipzig. Ja, sehr gut. Also mit dem Co-Trainer-Gedöns. Ja, Mazraoui macht schon Kondition, aber da kommt auch nichts irgendwie. Musst du auch mal hier auf volles Rohr stellen, Co-Trainer, Alter. Wofür bist du denn da? Neuer und Müller machen Passspiel. Wie ist der Opa wieder da, oder was? Sehr wild. Knallharte Conny-Programm hier. Zack. Das fühle ich nicht, dass du die hier wegnimmst. Okay, wir müssen die Trainingsgruppen selber machen. Das macht keinen Sinn. Ja, alles gut, Collio. Alles gut. Seit Deutschland spielt halt. Da gucken die Leute halt lieber Deutschland. Das ist auch völlig normal. Okay. Ja, gut.
Ich werde den Bums umbauen hier. Wir werden mit 2 Stürmern spielen. Wir werden mittig lastig. Schon brutal offensiv, aber ja. So, Mazraoui können wir immer noch nicht einsetzen, das macht keinen Sinn. Guerrero könnten wir ein paar Minütchen geben, ja. Jetzt ist immer noch 10er Form, der ist heiß. Na gut, der kann natürlich im zentralen Mittelfeld auch spielen. Matistel muss nach rechts, weil Harry Kane beidfüßig ist. Leute, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Wir spielen direkten Angriffsfußball. Und wir werden... Wir nehmen die Zweikämpfe an. Punkte hätte ich 2 oder was? Sind das die Punkte hier oder was? Ja, das ist gut. Wir machen mal einfach. Seit 2014 hast du kein DFB-Pokalspiel mehr gesehen. Ja, bei mir ist auch schon lange her. Auch schon ein paar Jährchen. Alter, das ist wieder ein startender Maß hier, ne? Na, immerhin ging er aufs Tor, ne? Von Conny. Schon mal eine Steigerung da. Die Ecke brachte nichts. Aha. Junge, wenn die da jetzt den Ball verlieren, musst du doch reinschieben, das Ding. Na, also. Ja, ja, nix. Das stand hier schon nach 8 Sekunden. Sehr gut, Männer, sehr gut. Und spiel ihn rüber, sehr schön. Ach, das ist ja traumhaft. Und dann schiebst du ihn nicht rein, Conny, oder was? Geht das schon wieder los mit dem Leimer? Junge, Alter, das kannst du keinen erzählen, Alter. Der Conny kriegt jetzt gleich eine eigene Trainingsgruppe von mir, wo der nur Torabschluss trainiert. Katastrophe. Der lag schon vorher in der Ecke, ne, bevor der Gnabry geschossen hat.
Jetzt mal ernsthaft. Was läuft der Ficker Konrad Laimer da jedes Mal in den scheiß 16er und nimmt den scheiß Stürmern den Ball weg, um ihn übers Tor zu lupfen, Alter? Was will der dieses scheiß Spiel mir denn gerade verkaufen? Hä? Dass er der vorderste Stürmer ist, oder was? Das ist doch nicht sein Ernst, Alter. Ja. So, kaum steht da ein Stürmer, schiebt er den Ball rein. Junge, zweimal. Das heißt, ich stelle anstatt einen Conny Laimer, stelle ich da einen Leroy Sané hin, weil der dann in die Räume reingeht und dann vielleicht das Tor macht. Conny. Schlechte Leistung. Meine Fresse, Alter. Da, was sag ich? Was sag ich? Was sag ich? Stell Harry Kane auf diese Position. Macht er 30 Hütten in der Saison. Lächerlich, Alter. Mann, Mann, Mann. Ja, da kann sich da wohl nur aufregen. Jeden Konter, den ich spielen die auf den Conny Laimer, oder was? Na klar. Und warum komme ich eigentlich nicht von hier in die Aufstellung rein? Kam es dann jetzt darauf, auf Auswechseln zu klicken? Manu ist on point. Darf ich jetzt auswechseln? Vielen lieben Dank, Spiel. Was läuft denn noch? Ist doch alles durch da. Na, in anderen Ligen wahrscheinlich, ne? Na gut, Halbfinale jetzt gegen Wolfsburg, oder was? Die Leistung war gut. Boah, gehen die mir auf die Eier, ey. Ihre Scheißfrage nach den Fans. Fühlen sie sich jetzt? Das ist original eine Bayern-Frage, Alter. Tiefe innere Zufriedenheit. Junge, Junge. Ja, mach fertig.
Gladbach. Immerhin zu Hause. Deadline Day. Wie? Findest du Koman, nee. Wer ist er hier? Ein Innenverteidiger. Durch ein Gespräch. So. Der ist fast immer auf dem Platz. Die anderen eine Birne, gibt keine Versprechen hier. So was will er haben? Handgeld 3 Mille. Wieso will er denn Handgeld haben? Ja, ich muss den ja leider kaufen. Zentrales Mittelfeld. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt gekriegt habe oder nicht. Rechter Außenverteidiger. Eieiei. Krieg ich noch einen anderen angezeigt hier oder was? Rechten Außenverteidiger könnten wir auch gebrauchen. Eieiei. Offensives Mittelfeld. Zentrales Mittelfeld. Brauche ich nicht. Komplett nur ein hier. Kann aber auch defensiv spielen. Das war so. Komm, ich führe noch ein Gespräch, ey. Guten Morgen. Wir fangen gleich an, oder? Was? Hat der mich jetzt zugelabert so laut? Beim nächsten Mal hat er einen gut bei mir. Hui, ei, ei. Aha. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert ist, ne? Haben wir den jetzt gekriegt oder was? Der war der Einzige, oder wie? Das war eins, den wir verpflichtet haben. Die anderen beiden nicht, oder was? Katastrophe, Alter. Ah doch, haben wir auch. Okay. Ja, läuft. 3 Spieler. Wow. Das durfte ich. Aber verhandeln, irgendwo kaufen gehen, darf ich nicht. Frech, oder? Frech. Aber wenigstens haben wir wieder Martinez im Team, Leute. Hä? Wild, oder? Komm. Komm hier. Nicht frei, oder was? Wild. Der Sören die hat. Wild, oder? Der Sound buggt halt leider komplett rum, ey. Nun, guck mal, direkt krank. Magen-Darm, 5 Tage. Junge, Junge. So, wo sind denn unsere neuen Kanonen hier? Ja, aber sehr gut. Sogar ein Dingens haben wir. Das ist wirklich gut. Analytiker. Den können wir gebrauchen, ey. Den können wir auf jeden Fall gebrauchen. Boah, wir lassen den Ole zu Hause. So, und er ist zentrales defensives Mittelfeld auf. So wie Pavlovic, okay. Okay, ist auch ein Analytiker, ist auch ganz gut. Ja. Die Kingsley Coman, eine Viererform, Alter. Und dann gehst du mal auf die Tribüne, würde ich sagen, ne? Ganz einfache Kiste.
Ganz einfache Kiste. Okay. Ja. Gerade drängt sich keiner auf, außer Guerrero. Ja. Der drängt sich schon auf. Den können wir mal bringen für den Kretzig. Ach, wir spielen gegen Leverkusen. Ja, wild. Klar, würde ich sagen, direkt Abfahrt. Zack. Zack. Alter, die Sounds, die machen mich fertig. Der krank vom deutschen Essen, ja. Joshua auf der 8 oder was? Nein, echt? Ja, gut, Doppel 8. Serge, mal ernsthaft, ne? Ach, siehst du, hier wollten Conny Leimer doch Abschlüsse trainieren. Also steht der auf dem Feld eigentlich, der Conny? Da muss ich den direkt auswechseln. Komm, Altis, mach ihn rein. Komm, mach mal Alleingang jetzt. Guck mal, einfach auf Josh durchgesteckt, hä? Was hat er? Warum macht er Taktik auf? Der Corny, der macht mich fertig. Der macht mich kaputt, Leute. Der macht mich kaputt. Mato Guerrero auf 8, Kimmich rechts und Davis links hinten. Ne, warum? Kimmich hat doch gerade ein Tor gemacht, Alter. Wieder Conny. Alter, es ist das... Da wollte ich nicht hin. Vielleicht reicht das aber schon, wenn ich die beiden einfach tausche. Harry Kane wegen angeblichen Handspiels gelb, Alter. Lächerlich. Lächerlich. Ja, bisher eine gute Mannschaftsleistung mit einem starken Neuer. Ja, gehe ich mit. Gehe ich mit soweit, ja. Fonsi ist halt leider auch tot, ne? Every goal, every goal, every goal, every goal, every goal, every goal. GB, servus.
Ah, herrlich, sehe ich schon. Harry Kane, Alter, ist er. In Topform. In Topform. Ohne Vorlage, einfach so. Ein Strafstoß mal wieder außen nichts, oder was? Wenn du dich einmal nur ein bisschen kurz freust. Das ist wie im wahren Leben hier. Dann kriegst du direkt in die Fresse. Direkt. Direkt einfach. Ne, ist klar, ne? Ein Elfer und eine Ecke. Ist klar, oder? Völlig normal. Völlig normal. Every goal, every goal. Ciao, Miss GB, da geht's bergab. Ja, 2-0 geführt, kaum kommt der rein, ey. Schreibt 3 Sätze, 2-2. Recht, ne? Ach komm, Alter. Das ist doch... Du musst dir das echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Ohne Scheiß jetzt mal. Ich habe 5, 6 Chancen. Daraus mache ich 2 Tore. Die haben einen Eckball und einen Elfmeter. Und es steht 2-2. Hä? Was ist das Ding hier? Ist das der Anti-Bayer-Manager oder was? Junge, Junge, Alter. Lächerlich. Mann, 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 ey. Ja, gehen wir nicht auf die Nüsse. Ja, du kannst ja 2-2 spielen in Leverkusen. Ist ja alles gut. Na? Aber die Art und Weise ist echt Katastrophe. Mann, Mann, Mann. Was bin ich froh, wenn ich eine eigene Mannschaft aufbauen kann, Leute. Das könnt ihr gar nicht glauben, ey. Was bin ich froh, wenn hier die Saison zu Ende ist. Katastrophe. Kann mich nur wiederholen. Mann, Mann, Mann. Keine Zeit für Sport. Conny, pass mal auf. Ist jetzt seine eigene Trainingsgruppe, nur für dich. Hier, mit voller Intention. Original wie im Wheel of Hinspiel mit Fragwürdigen Elber. Ist noch ein Titel drin? Ja, na klar, GB hat er. Gerade Leipzig zerlegt im Pokal-Viertelfinale. Wir sind jetzt im Halbfinale. DFB-Pokal.
Noch geht was. Bundesliga ist gelaufen. Bundesliga geht es nur darum, irgendwie, weiß ich nicht. Weiß gar nicht, ob Vierter noch drin ist. Ich krieg die Tabelle so schnell weg, ich kann mir das Trauerspiel nicht angucken. Da sind wir mit 3 Unentschieden gestartet in die Rückrunde. Katastrophe. Verstehst du? Katastrophe. So, wir werden aber mal den Guerrero wirklich auf die Posi stellen. Er sollte doch einen besseren Torabschluss haben wie ein Leimer, oder? Technik, Dribbling, Flanken, lange Pässe. Was hat der Conny denn überhaupt? Conny, Alter. Schnelligkeit, Antritt, Ausdauer. Ist halt eine Kämpfermaschine, aber keiner, der abschließt, ne? So, drängt sich irgendwer auf? Natürlich der Kretzig mit einer 10er Form. Pavlovic schenkt gerade ein bisschen mit der 8er Form. Ist aber auch nicht wirklich fit am Stissel. Fonsi könnte allerdings auch eine Pause für Spiel gegen Bochum war. Komm, dann bringen wir den Kretzig rein. Ja. Ja, Nus braucht halt noch ein bisschen Aufbautraining. Ja, es ist halt gerade so, dass das was geht, Leute. Ist gerade das, was geht. Das wäre ein Trauerspiel, John Jay, ne? Bundesliga geht so um den Abstand. Das ist frech. Guck mal jetzt, De Ligt 1-0. Bam! Auf die Latte. Mann. Ich bin da auch gespannt drauf, wer das nächste Saison trainieren will hier. Ja, hatte ich überlegt mit De Ligt raus und Martinez rein. Aber Martinez ist von der Fitness auch nicht besser. Ja, wir brauchen gerade erstmal ein bisschen Konstanz, ne? Wir brauchen einen Abwehrchef um Platz. Das ist auch ein sehr chancenreiches Spiel hier gerade. Da müssen wir direkt mal intervenieren und gehen mal auf kurze Pässe. Und warte. Every goal. Opa ist tot. Opa ist noch 2 Monate verletzt. Ja, ich konnte nur am... Schön, Serge. Ich konnte nur am Deadline Day einen Innenverteidiger und so ein 7er Dingens kaufen. Da konnte ich kaufen, komischerweise. Ganz wild. Ja, das ist ein paar kleine Anpassungen, schon läuft's besser. Ach, Heavy, Alter. Der ist so ein Chancentod, ne? Und der hat den höchsten Skill, den man haben kann in diesem Spiel mit dem Torriecher. Und der kriegt es nicht hin, die Dinger reinzuschieben. Das ist eine Katastrophe.
Ich habe das Hinspiel auch 4-3 verloren. Ja gut, der Licht ist auch wirklich am Limit, Alter. Kimmich hat schon wieder gelb, ey. Every goal, every goal, every goal. Perfekt, darauf habe ich gewartet. Schön offensiv wechseln. Hurra, hurra, die Bayern, die sind da. Abby wieder enttäuschend. Bringen wir Leon noch rein, bringen wir Leroy. Kriegt der Nuss ein paar Minütchen. Ja, wenn wir einen eigenen Verein gründen, können wir das eh. Ansonsten kannst du, glaube ich, vor jeder Saison deinen eigenen Trikots machen, ja. Beim eigenen Verein kannst du auf jeden Fall auch eigenes Logo machen und sowas. Wow! Wow! Leute, was ist denn für eine Kombi? Hä? Ja gut, damit sollte der Sieg ja wenigstens safe sein. 9. sind wir. 9. Leute. 9. Eieiei. Na gut, das haben wir ja mal gut gecoacht, würde ich sagen. Schätzen die Leistung ihrer Spieler heute ein. Gut. Was sprechen Sie sich von Oliver Sörensen? Investition in die Zukunft. Wie fanden Sie den Auswärtssupport heute? Pfiffe gegen Mannschaft berechtigt. Pfiffe gegen Mannschaft traurig. Ja, fickt euch. Ist mir egal. Ist mir egal. Alter, guck dir mal an, wie eng das hier ist. Vom 12. bis zum 4. 4 Punkte. Leverkusen, Wolfsburg und Leipzig sind weg. Wild. Nee, aber ist doch schön, wenn Tuchel, wenn Nagelsmann seine Dinger da fruchten. Und ist doch gut, wenn die Bayern-Spieler gut performen, dann kriegen sie vielleicht auch ein bisschen Selbstvertrauen wieder. Kann ja alles nicht schaden, ne? So, Slavia Prag jetzt, Leute. Pavlo, neue Stufe! Woo! Ja, ich fahre die Rekorde ein hier. So. Wild. Wild, wild, wild. Ich hätte mal, warte mal. Oh, ich muss die jede Woche kontrollieren, die Trainingsgruppen, ne? Mit Lukas schneller. Lukas, Torwart schon wieder. Nee, Torwart brauche ich nicht. Tut mir leid. Tut mich leid. Trainingsgruppen.
Obwohl, das ist scheiße, weil auch keine Frische. So, die können wir lassen. Harry Kane können wir mit reinnehmen. Was hat's ja denn eigentlich immer mit seinem Passspiel und Müller und Neuer hier? Ja, Kim können wir auch noch mal ein bisschen. Und der Licht auch. Ja, komm, nehmen wir die 70er, dass wir da gar nicht erst in irgendwelche komischen Geschichten wiederkommen. So, wo ist Conny Leimer? Conny, Trainingsabschlüsse bis zum Ende, wo ich hier Trainer bin. Ganz einfache Kiste. Neuer Spieler im Jugendcamp. Ja, super. Läuft. Ja, wie gesagt, also wenn wir eine eigene Mannschaft machen, eigenen Verein, dann ist das viel geiler halt. Weil erstmal fangen wir da nur an mit Puppe-Spieler, müssen die weiterentwickeln, müssen jedes Mal, wenn wir aufsteigen, natürlich den Spagat schaffen und die Mannschaft austauschen, Stück für Stück und so. Wird halt was ganz anderes werden. So. Der Musiala hat schon wieder keine Form mehr. Das ist so eine Kackbratze, Alter. Wie stark sind die denn? Ich lasse ihn Kretzig mal spielen. Der Verteidiger. So, wie sieht's mit dem King aus? King ist mal wieder so, dass er Bock hat, oder was? Geht der Musiala auf die Bühne. So, Peretz ist vor Ulle. Und Pavlovic hat Bock. Das heißt... Aber der ist immer noch nicht fit, ey. Der hat 49. Aber den können wir dann reinschmeißen. Ja. Ja, der Müller, der macht das schon, ne? Könnten natürlich aber auch einen Leon bringen. Sieht besser aus, ja? Könnten den Müller vorne bringen, aber der hat gerade eine 7er Form, das nehmen wir mit. Ja, unsere Innenverteidigung ist nicht bereit quasi. Die Licht ist gesperrt noch. Ich weiß gar nicht, noch 2 Spiele oder was? Ja. Also der ist schon mal das komplette Achtelfinale raus. Da können wir froh sein, dass wir den Martinez gekriegt haben, Alter. Was bist du denn für ein Fuß überhaupt? Linksfuß. Guck mal, perfekt. Ja, Abfahrt.
Ich weiß, dass Müller seine besten Spiele gemacht hat, wenn er rechts für 16er als Bälleverteiler fungierte. Ja, eigentlich, wenn er so um den 16er rum agieren kann, ne? Aber ja, so von der halbrechten Position, zumindest gerade mit Levi im Zusammenspiel, war er auf jeden Fall am stärksten. Ne? Bombe, Serge, sehe ich schon. Ach, herrlich, Mann, ja. Hat die Kacksau den echt gehalten, oder was? Müssen wir jetzt aber die Ecke verwandeln, Jungs. Schönes Ding. Conny, komm, was trainiert? Es reicht immer noch nicht beim Conny. Es reicht immer noch nicht, Leute, aber schon mal auf die Latte gesetzt. Wir kriegen den Conny noch zum Killer. So stark, ey. So, notmäßig sieht's Goretzka und Leroy sehr, sehr stark, ne? Sehr stark beide. Tschüss, Leon. Und tschüss, Leroy. Abfahrt. Wir machen mal die erste Viertelstunde mit der Taktik noch. Danach gehen wir wieder auf Offensive. Wenn wir keine Chancen erspielen sollten. Ja, sieht gut aus. Jetzt klingelt's. Balleroberung ist immer gut. Harry Kane, Harry Kane, Harry Kane. Alter, Serge, sei froh, Alter, der wäre doch wieder daneben gegangen. Junge, der wäre wieder nach Paris Palermo gegangen. Junge, ey. Der Serge, ey. Wild. So, haben wir noch ein bisschen was Frisches auf der Bank? Ja, wir können doch mal den Sörensen jetzt bringen hier für den Conny. Komm, mal gucken, was der so drauf hat. Ja, Taylor leider 2 versiebt. Da hauen wir nochmal Müller rein. Und ich würde ganz gerne... Ja, ich bin den Mazrui halt. Geht nicht anders. Nee, ich muss leider das jetzt gerade mal nehmen, was gerade so ein bisschen funktioniert wenigstens. Es wäre dumm, jetzt wieder alles umzuwerfen. Naja gut, Hinspiel haben wir wenigstens, ja, was soll ich sagen? Unentschieden reicht im Rückspiel, sagen wir das Positive. 1-0 ist natürlich ein bisschen wenig. Ergebnis ging so. Wie fühlen Sie sich jetzt? Ganz zufrieden. Wie fanden Sie den Support heute? Eine starken Leistung getragen. Das sieht doch ganz gut aus hier. Die Saison ist eher abgehakt. Was ist denn los?
Ist abgehakt. Wir spielen um 2 Titel, ey. Die Saison ist abgehakt. RB Leipzig, ne? Ja, beide Innenverteidiger kann ich leider nicht rausnehmen. Obwohl die Licht auch nicht wirklich fit ist. Schon wild, ne? Aber ich muss einen Minjay auf jeden Fall mitnehmen. Ja, eigentlich müsste ich Nuss auch mitnehmen. Oder ich stelle ihn auf, ey. Aber der hält halt so lange durch wie... Das wild, ne? Ja, dann eine Verletzung, die wieder ranzuführen, wenn die keine Vorbereitung hatten, ist echt schwer, ey. Aber Heavy Kane braucht auf jeden Fall eine Pause, das heißt, it's Müller-Time. Müller ist aber vor einer Gelbsperre, oder was? Naja, alles gut. Passt schon. Serge müsste auch eine Pause kriegen. Bringen wir einen King rein. Conny geht noch. Ja, unsere Abwehrreihe ist immer ein bisschen, ne? Okay, was auch ich nehme den Jamal mit, weil er fitter ist wie Serge. Und ich werde noch irgendwo... Oh, wir haben den Guerrero noch dabei. Ja, passt schon. Abfahrt. Abfahrt. Ja, alles gut. Erstmal haben wir ja die Faust auf dem Feld. Erstmal haben wir ja. Wegen starten wir mal mit Ballbesitz, Alter. Na gut, ich hätte mal nichts sagen sollen. Hat noch 5 Minuten gehalten. King wegen Vorspiel, gelb. Nach 8 Minuten, Alter. Alto Belly, ey. Es geht wieder los. Es geht schon wieder los. Ja, wir setzen richtig Akzente in diesem Spiel, ne? Kann man nicht anders sagen. Chancen laufen richtig rein. Naja. Aber es bringt uns für die Liga halt nichts, Alter. Darf das Spiel eigentlich nicht verlieren. Spielt uns echt gar keine Chance. 45 Minuten, nicht eine Chance. Alto Belly. Wild, wild, wild. Ja gut, was willst du da auswechseln? Ist alles eine Grütze, Alter. Alles eine Grütze. Ich weiß nicht, ob es klappt. Wir probieren es. Ja, die stehen halt hinten drin, ne? Die stehen halt einfach hinten drin, Alter. Gut, da muss ich jetzt volles Rohr.
Every goal, every goal, every goal, every goal. So, das wird eine wilde Nummer jetzt, aber von nichts kommt nichts, ne? 2 Wechsel heben wir uns auf. Hure, Hure. Der King, Alter. Oh, Ballverlust. Das ist immer ein Tor, Alter. Brauchen wir gar nicht hingucken. Das ist immer der gleiche Spielzug. Zack, drüber gelupft, Tor. Immer. Immer, immer. Immer, immer. Gut, wir werden jetzt die Seite überlagern. Vierundsiebzigste. Ach komm. Zack, zack. Full Attack. Gerade eingewechselt den Sörensen, Alter. Wild. Ich habe die Befürchtung, immer so, komm, wir fahren so zu Ende, komm. Entweder kriegen wir den Konter oder wir machen vielleicht noch einen. Ach komm, Spiel, Alter. Jetzt mal ernsthaft. Jetzt mal ernsthaft. Das ohne Worte. Ohne Worte einfach. Ohne Worte. Du schießt ein Tor, kriegst eine Sekunde danach einen Elfmeter gegen dich, oder was? Nach Handspiel. Du weißt noch nicht mal, wer das Handspiel gemacht hat. Und jetzt verlierst du noch den Ball, 4-2, Alter. Junge, Alter. Leck mein Arsch, ey. Eieiei.
Ei. Das ist, wir haben jetzt den Status erreicht, den ich beim FC Bayern die Saison erreicht habe. Ist egal. Er riecht sich gar nicht mehr auf, dass der King den einfach nie reinmacht, weil es normal ist. Ja? Der braucht halt 30 Chancen, um ein Tor zu schießen. Dasselbe wie Gnabry, Sané. Problem ist hier nur, dass Harry Kane das hier auch noch hat. Junge, ey. Kannst du keinen erzählen, ey. Unglaublich. Ja, gut. Dann schauen wir mal, was jetzt passiert. Na, wenigstens hat er schon mal Kondition eingeteilt. Ist ja schon mal ein bisschen was. Richtig, ist halt beides schlecht, Alter. Sind Sie sicher, dass Sie den wirklich beenden? Nein, ich will nicht beenden, Alter. Ich wollte Anpfiff machen. Sinobo-Stadium. Ja, Abfahrt. So, ich würde sagen, das hat ja ganz gut geklappt. Kriegt da mal die Chance auf jeden Fall. Katastrophe. Guerrero sieht auch nicht besser aus, ey. Das heißt, ich musste auf jeden Fall in der Halbzeit wechseln. So, ich packe aber noch den Künstler Serge ein. Für ja, wild. Okay, ich packe einen Serge nicht ein. Goretzka ist Form 3, Alter. Das ist ja schon wieder grandios eigentlich, ne? Hier. Junge. Ist das erbärmlich. Leroy Form 4. Da muss der Serge eine Halbzeit ran. Nützt nichts. Nützt nichts, Leute. Es nützt nichts. Es nützt einfach nichts. Komm. Nuss muss auch eine Halbzeit ran. So. Und der Leroy. Abfahrt. Ich kann nicht jetzt nicht mehr eins zurück, oder was? Wild. Hm. Das war 2 Me.
So, ich muss leider direkt in die Taktik rein hier. So, Leute. Katastrophencounter. Den zählst du echt mit? Guck mal, mit Pyro. Eieiei. Und direkt das 1-0. Bam. Schade. Die Ecke war richtig stark, unsere Ecke, glaube ich. Da muss man mal nach unten schauen. Leute, bleib mal locker. Alter, Traumpass. Guck mal, gut, dass ich es jetzt aufgestellt habe, ey. Sehr gut, Männer. Noch ein zweites, dann kann ich chillig wechseln in der Halbzeit. Na, was haben wir jetzt für eine Kombi drauf hier? Boah, grandios. Grandios, habe ich schon gesehen. Grandios reingelupft. Zack, in den Winkel geschoben, das Ding. Ja. Das mal immer so wäre. Ja, jetzt waren wir aber effektiv, du. Halleluja. Gut. Nützt nichts, ich muss trotzdem wechseln. Auch wenn der Serge dann pissig sein wird, aber... Das nützt nichts, Leute. Na, das nützt leider nicht. Es nützt nichts. Ich mal zu Rui auch noch irgendwie. Leon hat auch gute Fitness. Dann schoben wir den Martinez. Kretzig heben uns auf. Obwohl wir könnten ihn auch... Nochmal eine 4, ey, ist echt wenig, ne? Ja, den Kretzig bringen wir für den Sörensen, aber da warten wir jetzt noch ein paar Minütchen. Zack. Alter, Fonsi, den brauchst du doch nur querlegen, ich weiß. Das ist der Leroy, der da rumläuft. Da würde ich mir das auch überlegen, aber Alter, den brauchst du nur reinlegen. Gut, dann bringen wir noch einen Harry rein. Man weiß ja nie. Und dann würde ich sagen, fahren wir das Ding nach Hause jetzt hier. Das ist bei der Einstellung Spielsystem die Auswahl Dominanz gegen den Ball. Wir sind immer dominant gegen den Ball, weil wir Gegenpressing spielen zu 100%. Kalte Hände habe ich. Ne, ich glaube nicht. Ja, sag ich doch, fahren wir nach Hause. Ist doch alles gut. 2 Minuten Nachspielzeit, bam, fertig. Läuft doch. Läuft doch. Pokalwettbewerbe können wir. Sind wir heiß. Da. Lieber heiß.
Ei. Gut, dass wir uns morgen sehen. Dann gibt es erstmal die Retourkutsche. Für die ganzen Liegestütze hier heute. So, Auslosung. Immerhin erst auswärts. Ne. Nö. Jetzt kommt wieder der Bundesliga-Alltag. Ei. Ei. Upamecano. Ja, Leute, wir müssen rotieren, ey. Wir müssen rotieren. Den Emil. Der Emil kommt langsam in Fahrt. Den nehmen wir mal mit für King. Oder King hat auch gerade gegoogelt, ne? Emil hat auch irgendwie keinen Bock. Also vormäßig muss ich sagen, sieht's gerade echt ganz gut aus. Frische und so ist halt unser Problem, ne? Also Fitness. Und ich muss auf jeden Fall den Minje einpacken, ey, auch wenn er wenig Fitness hat. Katastrophe. Ich krieg den Emil nicht ans Rennen hier. Kriegt den Emil nicht ans Rennen. %. Alter, wenn wir jetzt wieder 1:0 in Rückstand gehen, ne, dann hab ich hier bald keinen Bock mehr, Alter.
Jedes verfickte Bundesligaspiel gehen wir 1:0 in Rückstand. Jedes. Dabei ist egal, auf was ich spiele. Ob ich auf Konter spiele, ob ich super defensiv spiele, ob ich super offensiv spiele, ob ein Spieler auf dem Feld steht oder 20 Spieler. Spielt keine Rolle. Gehst immer in Rückstand. Wir laufen in jedem scheiß Bundesligaspiel in Rückstand hinterher. Der nur Anführer auf dem Feld. Nee, ich kann das langsam nicht mehr ernst nehmen hier. Ganz ehrlich nicht. Du kannst nicht einmal mal irgendwie 2, 3 Spiele am Stück gewinnen. Das ist unmöglich. Das geht einfach nicht. Alto Belli, ey. Ach, Tore hat er schon. Der hat mehr wie Harry Kane, Alter. So Scheiße am Schuh, so Scheiße am Schuh, ja. Ich kann hier echt nicht zurückgehen, ne?
Es ist halt so traurig, dass du noch nicht mal irgendwelche Chancen rausspielst, Alter. Egal, was du machst. Katastrophe. Ach komm, ey. Du kannst doch dann nicht aus 30 Metern aufs Tor schießen. Junge, Junge, ey. Wild. Einfach nur noch wild. Piep, 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 piep. Ja, klar. Es ist wie beim FC Bayern. Ein gutes Spiel, du bist Favorit auf die Champions League. Ei, ei, ei. Was ist eigentlich mit dem Kimmich los, Alter? Mit unserer Maschine. Die macht, was sie will, ne? So, wir brauchen jetzt auf jeden Fall Spieler mit Form, Alter. Das heißt, Goretzka raus, Sané raus. Halt auch noch eine. Pavlovici, Radici. Gut, nehmen wir den King mit anstatt den Leroy. Manu hat auch noch eine 5er-Form, Alter. Das Risiko, ne? Wenn ich einen Peretz jetzt reinstelle. Komm, ich riskiere das. Ich diesmal den Emil wenigstens noch mit hier als linker Außenstürmer. Der könnte mir auch, was hat der denn? Was sieht's denn aus bei ihm? Ist ja da. Dass der mal eine Form von 6 hat. Das ist ja das Höchste, was ich diese Saison gesehen habe. Gut, Leon muss ich mitnehmen. Obwohl, Leon muss ich nicht mitnehmen. Wir haben ja Minje. Minje ist tot eigentlich. Leon ist auch tot. Nehmen wir Emil mit und bringen den gleich mal rein. Und machen Abfahrt. Ja, ich freue mich auch drauf, wenn ich endlich mal hier richtig loslegen kann. Ja.
Weil dann kommt es natürlich darauf an, dass du Spieler entwickelst. Dass du die Spieler passend zu deinem System kaufst, welches du dann spielen willst. Du bist hier, ich bin ja komplett gefangen hier beim FC Bayern. Ich bin komplett gefangen. Du hast ja keine Möglichkeit mal zu sagen, ich mache jetzt mal das System oder das System. Ist ja wild. Weil ich ja nichts kaufen konnte. Ja, hätte der Conny auch mal reinköppen können, ne? Hätte er mal reinköppen können, das Ding. Ja, und natürlich ist beim Neuanfang, natürlich sind auch andere Sachen wichtig, ne? Wie Sponsoren und das Ganze. Ist ja jetzt gerade unwichtig hier, weil wir ja Geld in Überfluss haben. Was war das denn, Alter? Pablo, dein Ernst jetzt? 5 Meter neben das Tor? 5,9 Meter? Also noch so ein Ding, dann ist aber hier Zappenduster, ne? Oh ja, Pavlovic können wir auswechseln, Alter. Junge, Junge. Daniel, sehr gut, ne? Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Müller Note 4, Leimer 4. Katastrophe, Alter. Katastrophe. Ja, dann würde ich sagen, ist die Stunde für Harry Kane schon geschlagen. Ging schneller als ich dachte, aber gut. Ey, der ohne Scheiß, ne, der Fonsi war, glaube ich, schon 3 oder 4 Mal verletzt in dieser Saison. Ist auch keiner erzählen. Und mit was der immer für Sorgen hat, ne? Bauchmuskelzerrung. So, können wir noch irgendwie einen Lucky Punch ziehen oder was? Alter Belly, ey. Wow! Wow, wow, wow! Rege ich mich schon gar nicht mehr drüber auf. Rege ich mich schon nicht mehr drüber auf. Die Elfmeter immer aus dem Nichts, Alter.
Soll man verstehen, wer will hier. Nach Handspiel mal wieder. Na klar. Na sicher. Einfach so. Lächerlich. Lächerlich. Ja, wie ein interessantes Rückspiel, würde ich sagen. Auf jeden Fall noch alles drin. Ja, gut. Ich denke, wir wissen alle, wie das Spiel ausgeht, oder? Du Belly, ey. Das hört sich wild an. Hab ich hier nicht so Dingens wie die fittesten aufstellen? Nee, wa? Wild, wild, wild. Das ist schon das Fitteste, was wir haben, ey. Diese Innenverteidigung geht mal wieder am Stock. Aber komplett. Minje ist ein Tacken fit. Ein Zicken. Ein Tacken. Kimmich ist ich weiß nicht. Also unsere Abwehrreihe ist dauerhaft kaputt. Die müssen so viel arbeiten anscheinend. Weiß ich auch nicht. Das ist schon echt wild. Na egal, ich fahre den nicht so ab. Ist egal. Sonst muss ich vielleicht gleich mal auf dem wieder 4-2-1-3 oder so einen Scheiß machen. Ansonsten müsste ich vielleicht mal ein Spielsystem nehmen, was weniger Einsatz bedeutet, weil es spielt ja am Ende keine Rolle. Ja, wir gehen sowieso mit wieder in Rückstand. Wow. Wow. Noch nicht. Dann ist natürlich nicht mehr, wieso, wenn man das nicht zeigt, ist doch alles gut. Wenn ich hier nur sitze und ein Grinsen im Gesicht habe, kann die Mara doch Gas geben. Aber nicht, dass ihr denkt, dass sie jetzt immer Gas gibt, wenn ich grinse, wa? Wow! Serge, machst du den? Na, grandios gespielt. Und der Tell setzt ihn daneben, Alter. Das ist nicht das... Oder? Ja? Hammer. Hammer. Nee, habe ich keine Zeit für, mit den Spielern zu sprechen. Ich mach den Tuchel halt. Da wird nicht mit den Spielern gesprochen. Ansonsten hast du natürlich recht. Ne? Man sollte natürlich alles hier genauer und so weiter. Aber mir geht es nur darum, die Saison jetzt zu Ende zu fahren. Alles ist gut. Ansonsten hast du natürlich recht. Also wenn wir ein eigenes Team haben, dann werden wir das auch alles tun. Ja, die Lift ist schon am Ende. Supi.
Serge auch. Abfahrt. Dann wird nicht Bauch gepinselt, dann wird gepudert. Oh, die gehen voll in die Offensive. Das sieht gut aus. Dann gehen wir doch mal direkt ins Spiel zerstören und lange Pässe. Dann gehen wir direkt auf die Mitte. Hat er nicht eingeblendet, Angriff für uns? Das war unser Angriff, oder was? Der Emil, Alter, ist eine Maschine. So, wir haben noch 2 Wechsel. Wir bringen noch mal ein bisschen Frische rein hier. Nehme ich Leute auf dem Zahnfleisch. Auf Fahrt. Oh nein, GB ist wieder da. GB wart noch 10 Minuten, Alter. Hast du gesehen, wie lange er jetzt überlegt hat? Von 43 auf 44. Minute. Na, siehste. Zack, Ballverlust. Lächerlich. Lächerlich. GB, Alter, du bist der Glücksbringer schlechthin. Grandios. Grandios, Alter. Hättest du nicht 2 Minuten warten können, wo du aufschlägst? 2 Minuten? 2 Fingers? Meine Güte, wir gucken erst gar nicht auf die Tabelle, Alter. Ja, ja, mach mal. Katastrophe. Ja, das ist ja die Hauptsache, wenn es für euch unterhaltsam ist. Also mich nervt's gerade. Merkt man wahrscheinlich auch ein bisschen. Na gut. Jetzt müssen wir aber nochmal hier den heißen Tuchel geben. Ne? Jetzt ist das Rückspiel gegen AS Rom. Ja, nein, es gibt keine Einladung, es gibt keine Ablenkungen. Über Unterzahl, ja, na sichi. Wir machen Torabschluss und wir machen Freistöße. Flankenfreie Alleingabe ist gut. Ja. Wir brauchen Trainingsgruppen, wie immer. Na, aber das sieht ja langsam hier, trägt das langsam Früchte.
Ja, ja, ja. Eigentlich müssten wir, aber ich kann das nicht. Oh, sollen wir das vor dem Aas-Rom-Spiel machen? Eigentlich nicht, ey. Eigentlich nicht. Ja, und wie gesagt, ich muss auf jeden Fall weniger Ligen einstellen dann. Also zumindest sollten wir einen eigenen Verein gründen. Dann können wir sowieso super wenige Ligen einstellen, ne? Weil wir den Verein ja nicht wechseln werden. Geht es ja darum, den Verein an die Spitze zu führen, die Champions League zu gewinnen. Wenn wir Karriere machen, müssen wir natürlich schon ein paar mehr reinnehmen. Weil natürlich können wir auch nach Italien wechseln oder so, ne? So. Wie sieht's denn aus, Jungs? Gehen wir mal nach Fitness. Katastrophal. Neuer hat auf jeden Fall eine 5er Form. Ist ja Wahnsinn. Was hat denn? Peretz hat eine 7er, dann bleibt das so. Okay. Leon hat immer fit. Ich hatte lieber eine Grottenform. Conny Leimer. Okay, die spielen ja alle. King. The King is King. Scheiße. So, wir werden jetzt die Form stärksten bringen müssen. Anders geht es nicht. Ob die auf dem Zahnfleisch laufen oder nicht, spielt keine Rolle. Das heißt, wir spielen mit einer Spitze. Und das heißt, wir spielen hier mit dem Doppelten. Und wir spielen mit dem Offensiven. Wir ziehen hier ein bisschen nach außen, dass wir variabel über alle Sachen spielen. Ja. So. Okay. Innenverteidigung. Zack. Nus. Fast tot, aber wir müssen riskieren jetzt. Josh. Tot. Bleibt draußen, obwohl er eine 6er. Was haben denn Goretzka 4, Leimer 5. Ja, komm. Machen wir das ein bisschen so. Guerrero hat eine 6er Form. Würde ich ganz gerne auf dem Feld sehen. Wo Kretzky hat eine 9er, aber AS Rom ist auch jetzt nicht so schwach, oder? Oder schieben wir, warte mal. Müller und Sané müssen auf jeden Fall noch raus. So. So. Gut, dann haben wir noch den Sörensen. Mit einer guten Form für einen Wechsel. Pavlo. Wo ich gerade überlege, Pavlo von voranzubringen. Ja. Nee. Wir starten so rein. Wir starten so rein. Und wir machen das Ganze. Oh, wir sind trotzdem so nur durch die Mitte stark, oder was? Wild, Alter. Das ist doch wild. Nope.
Ja, wir liegen 1-2 hinten, ne? Also wenn wir ein Gegentor kriegen, ist der Lachs hier schon fast gelaufen. Ja gut, das geht ja wieder super los für uns. Ja? Können wir ja nicht anders sagen. Also ist ja wieder grandios. Junge. 18. Minute. So ein Ding. So ein Ding ist das gerade. Er muss eine Standardsituation jetzt herhalten, ne? Das nützt alle nichts. Meine Fresse, Alter. Selten so ein unfähiges Personal gesehen, ey. Diese Mannschaft, Alter. Katastrophe. Katastrophe. Einfach Katastrophe. Conny Leimer ist wieder bärenstark unterwegs. Wer hätte das gedacht? Josua gefällt der Pavlovic nicht, den mag er nicht, da ist er gleich schlechter. Weißt du Bescheid, Alter. Gleich gibt es Elfmeter für Rom, ja wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, grandios. Grandios, sag ich da. Das Kimmich. Here we go, here we go, here we go. Ja, Abfahrt. Das ist so lächerlich, Alter. Das ist so lächerlich. Ich wusste gar nicht, dass der Dybala jetzt bei AS Rom spielt, Alter. Wild. Ei. Ja, GB, du bist ein richtiger Glücksbringer, Alter. Seitdem du da bist, haben wir noch kein Spiel gewonnen, wa? Ich spiele schon lange alles oder nichts.
Wild, wild, wild. So, Europa League auch raus. Läuft. Läuft, läuft, läuft. Nur noch DFB-Pokal drin. Da wird's auch wild. Eieieiei. Ah. Mach das mal. Ja, ja, hier. Mach Aufstellung fertig. Ja. Bitte Abfahrt. Dann simuliere ich die Saison zu Ende. Sau stark. Ja, also jeder, der jetzt gedacht hat, dass wir schießen da ein Tor, wenn der Serge da den Ball hat, Leute, macht euch nichts vor. Gelb, 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 Alter. Sind alle meine Farben. Serge hat nochmal, der hat noch nicht einmal hier überperformt, Alter. 2 Spiele waren das mal. Ja, eigentlich macht das gerade alles mein Co-Trainer, aber irgendwie, weiß ich auch nicht, wa? Vor dem Spiel waren wir heiß. Halleluja. Wenn ich sehe, dass die hier alle rot leuchten wie die Sterne, weiß ich nicht, was der hier wirklich macht, Alter. We go, there we go, there we go, there we go. Was soll mit denen sein? Ich spiele in meinem Kader leider keine Rolle. Hey, hast du gesehen, was mit Goretzka war? Hast du gesehen? Ha? Hast du gesehen, was mit Goretzka war? War gut, dass du nachgefragt hast. Also, wenn das immer so ist, ne? Wir werden das ja sehen, wenn wir mit einem eigenen Team starten. Wenn das immer so ist, dass wir 2 Millionen Chancen haben und die daneben schießen und der Gegner wird 3-mal eingeblendet und macht 3 Tore, dann kann ich euch schon sagen, werde ich Spielszenen ausblenden. Dann spielen wir nur noch ihr Live-Ticker da oben und gut. Sofern das überhaupt geht. Weil das verkrafte ich sonst nicht. Dann laufe ich amok. Pavlovic hat die meisten Tore geschossen, würde ich behaupten. Aber hey, mal wieder ein Unentschieden. Läuft. Ja. Neuer Rekord. Sie haben die meisten Unentschieden des FC Bayern in einer Saison erspielt. Der Chris, kann ich gleich nachgucken. Der die meisten Tore geschossen hat. Aber wenn ich das so richtig auf... Ja, Pavlovic hat vorhin 8 gehabt. Ich glaube, das ist das Höchste. Heavy hat nicht so viele. Meine Stürmer sind Nulpen. Alle. Komplett durch die Bank. Ja, wen du da hast. Außenstürmer, Mittelstürmer. Alles Nulpen. Komplett. Jetzt gegen Dortmund. Ach du grüne Neune, ey. Ich mach mal eben, warte. Assistent macht Trainingsgruppen. Sehr gut.
Torschützen. Alle. Kann ich auch meinen Verein nur einstellen? Wahrscheinlich. Warum zeigt er mir denn trotzdem alle an? Aha. Das ist ja schon wieder wild. Gut, dann gucken wir mal, ob wir das im Kader sehen. Tore. Pavlovic 8, Harry Kane 6, Serge Gnabry 4, De Ligt 3, Kimmich 3, Müller 3, Leimer 2, Coman 2, Fonsi 1, Kim 1, Guerrero 1, Goretzka 1, Sörensen, der gerade 3 Spiele da ist, 1, Sané 1, Hensen Emil auch gerade 3 Spiele da, hat auch 1 und Tell 1. Grandios, oder? Vorlagen. Pavlovic 4, Tell 4, Gnabry 3, Müller 3, Kane 2, Kimmich 2, Fonsi, Guerrero, Leroy, Kretzig. Offensive, absolute Maschinen. Was für Luschen, ne? Ja, absolut. Katastrophe. Aber zum Glück nur noch 7 Bundesligaspieltage. Platz 11 und noch Trainer. Das ist, weißt du, wenn du mit dem Uli so bist. Weißt du? So ein Ding. Ja, keine Ahnung, ich habe alles ausprobiert vorne, Leute. Ich habe echt alles ausprobiert. Ich habe keine Ideen mehr. Ich habe mit 3 Spitzen gespielt, mit einer Spitze gespielt, ich habe mit 4 Spitzen gespielt. Es ist ja auch nicht so, dass wir keine Chancen herausspielen. Also Chancen haben wir ja meistens genug. Aber wir haben einfach keine, die die Hütten machen. Ich habe drei Wochen am Stück Torwart, Torschuss, Torabschluss trainiert. Es bringt alle nichts. Es bringt alle nichts. Es ist halt so. Wir machen auch hier Co-Trainer stellt auf, Co-Trainer besetzt Bank, Abfahrt. Zack. Fertig. Co-Trainer stellt Team ein. Das war nun die Übersicht. So, mal gucken, was der Co-Trainer macht gegen Dortmund. Die Dortmunder sind abgeschlagen, genauso wie wir, Alter. Da versaue ich keinen die Meisterschaft. Kann ich dir gerne zeigen. Tabelle. Wieso sehe ich hier nur Torjäger? Will ich nicht. Wild. Ja, weil ich das vorhin eingestellt habe. Ja. Nee, die Dortmunder sind auch weit weg. Schönes Tor. Ja. Leverkusen, Wolfsburg, Leipzig. Der Rest ist... Der Rest ist wild. Gut. Co-Trainer macht keine Wechsel oder was? Muss ich selber machen. Okay, dann machen wir das mal. Wow, wir spielen mit einer Fünferkette. Ja, grandios. Grandios. Okay. Ja, kann man mal machen. Mit einem toten Innenverteidiger ist das schon sehr stark. We go, every goal.
Ja, Abfahrt. Bayern geht gerade den Bach runter. Ja. Katastrophal. Der Trainer hat aufgegeben. Der Trainer ist zum Saisonende entlassen worden und dem ist jetzt alles scheißegal. Jungs, Alter, gebt doch Gas hier. Meine Güte. Alter, wie schnell ist er denn? So, jetzt müsste ja bald Halbfinale kommen, oder? DFB-Pokal. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal Hand anlegen hier. Herzlichen Glückwunsch, neuer Rekord. Sie haben 20 Spiele in Folge verloren in der Bundesliga. Ja, wie gesagt, wen interessiert das Spiel gegen Dortmund, Alter? Außer wegen dem Prestige, ja. Das schon. Ich werde da schon aggro bei dem Spiel, auf jeden Fall. Aber am Ende interessiert das Ergebnis ja keine Sau. Wichtiger ist ja das Spiel danach. Ja, dann werden wir wohl einen Schuppo vorne drin sehen, wa? Ich glaube nicht, dass ein Tuchel den Tell da hinstellt. Die Eier wird er nicht haben. Ich mir nicht vorstellen. So, wir gehen auf Abschlüsse natürlich. Wir gehen auf nächstes Spiel. Und wir machen Abfahrt. Ja, wer weiß, wer hat der Schuppo mal einen guten Tag? Aber wer weiß, vielleicht hat der Tuchel auch einen guten Tag und stellt einen Tell vorne in die Spitze, wer weiß. Hat er bisher leider nie gemacht. Warum haben wir denn gerade so 2 Wochen Pause hier? Ach, Nationalmannschaftsrotz bestimmt, ne? Jetzt? Gleich. Aber es ist ja Guido Martinez macht auch gerade eine Extraschicht. Mache ich auch gleich eine Extraschicht, ist kein Problem. Da wäre ein Trainingslager drin gewesen. Habe ich kein Geld für. Bin ich zu arm für. So. Gut. Dann müssen wir jetzt so langsam eine Aufstellung finden für die Pokalspiele, ne? Das ist alles Rotze, Alter. Diese Mannschaft ist echt so festgefahren in ihrer scheiß Taktik, Alter. Das ist zum Kotzen, ey. Junge, Junge. Dit, 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 dit. Den spielen wir jetzt. Den spielen wir jetzt. Aber erst mache ich 5 Liegestütze und dann spielen wir den.
FCB, 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 FCB. Ach ja. Ach, komm, wir machen noch ein fürs Halbfinale. Ach, sehr gut. So. Kollegen und Kollegen. Raus mit dem Neuer, raus! Wenn er keine Form hat, raus! Serge ist unser Stoßstürmer. Das ist ja wild. Hotel ist was? Gelbsperre. Ja, Neuer bleibt zu Hause. 40 müssen wir mitnehmen. Lieber bleibt zu Hause. Abfahrt. So, wir spielen. Eigentlich prädestiniert für kurze Pässe. Und natürlich offensiv. Bisschen verstärkt durch die Mitte, ja. Gut aus, über Außen brauchen wir nicht wirklich spielen. Das macht keinen Sinn. Abfahrt. Ich würde sagen 3:1 für uns. Das weißt du ja gar nicht, Michael. Was jetzt schon wieder? Der Leon, Alter. Wofür stelle ich dich denn auf? Oberschenkelprellung. Lass den jetzt einfach weiterspielen. Kann ich nicht, darf ich nicht, oder was? Lächerlich. Ich mal ein Beispiel am Sané nehmen, der spielt immer, egal. Wenn er gebrochenes Schienbein hat, spielt er noch. Wild, wild, wild. So, da gucken wir mal eben nach Fitness. Ach, perfekt, hier. Pavlo ist am Stissel, ey. Abfahrt. Ich geb's auf. Ich geb's auf. Ich geb's auf, Leute. Und natürlich Tor. Natürlich, oder? Ist doch klar, oder nicht? Hä? Das war jetzt originales Pavlo-Tor, ne? Habt ihr gesehen, oder? Wild. Hast du Tacos gemacht, ja? Dann mal guten Hunger, wa? Läuft besser? Nicht wirklich. Ich muss den Kopfhörer absetzen, Leute. Ich muss die Brille absetzen. Ich muss meinen Kopf in meinen Händen vergraben.
Mit Tuchel auf der Bank. Und einfach hier den mache ich. Fertig. Kann nicht mehr. Bin am Ende. 3-1. Ja. Ich kann es nicht mehr. Ich bin fertig. Bin gebrochen. Ich bin gebrochen von dieser Mannschaft, Leute. Bin gebrochen. Ich werde den Tuchel nicht mehr kritisieren diese Saison. Werde ich nicht mehr. Mache ich nicht mehr. Solidarität mit Thomas jetzt nur noch. Nur noch Solidarität mit Thomas. Na. So wird's laufen. So wird's laufen, Leute. So wird das laufen. Laufen am Stück. Gegen Tabellen 17. übrigens, ne? Wer weiß, vielleicht darf ich das Pokal-Halbfinale gar nicht mehr spielen. Vielleicht werde ich schon vorher entlassen. Weil es sagt ja schon alles, dass unsere Neuzugänge, die nur 7er Stärke sind, stärker sind wie unsere ganzen 12er, 13er Dudes in unserer Mannschaft. Katastrophe, Katastrophe. Ja, wir klicken ja auch nur durch gerade die Saison, das müssen wir dazu sagen. Aber trotzdem, also es ist halt echt wild, ne? Guck mal hier, Jochbeinbruch bei Kinsley, 50 Tage weg. Läuft richtig. Sollen wir mal reingucken? Komm, wir gucken mal. Oh, es wird gerechnet. Ist er schon gekündigt? Ist er noch nicht gekündigt? Wo sehen wir, wo haben wir den Kalender? Wir haben jetzt den 1., oder was? Das heißt, ich kann 2 Spiele, 2 Wochen eigentlich durchsimulieren. Vierzehnter. 14. 4. Pavlovic auch, Muskelfaserriss, zack, 3 Wochen weg. Läuft. Schon haben wir gleich einen Rumpfkader gegen Gladbach im Halbfinale. Katastrophe. Ich brauche einen Trapattoni-Sound, Leute. Ich habe gerade keinen. Frech. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. So.
Ach, herrlich. Ja, also, ne? Wir gucken mal, was ich. Vielleicht fahren wir jetzt 2 Siege ein. Dann liegt's ja definitiv an mir. Genau, Krisengespräch, Verein auflösen, Feierabend. Bitte verdiene ich gegen. Ich habe keinen Einfluss. Guck mal, 5-0. Ich sollte einfach die Spiele simulieren, Alter. Und alles ist gut. Frech, oder? Frech, frech, frech. Ja. Ich habe den Tore gemacht. Knallhart. Guck mal, zusätzlicher Sponsor am Start. So, Union jetzt 4-1 für uns. Am besten hat Harry Kane noch alle Tore geschossen. Geil, oder? Wir gucken gleich mal. Was hat der Harry Kane? 4 Tore oder was? Oder 6? Gucken wir gleich mal. Guck mal, Michael ist zufrieden. Wir haben die Kölner 5-0 weggehauen. Alles ist gut. 6 hat er gehabt, okay. Wild. Ich glaube wieder an dich. Ja, solange ich den DFB-Pokal gewinne, ist alles gut, ey. Da, guck's dir an. Jetzt mal ernsthaft, das ist ja wohl eine absolute Frechheit, oder? Das ist ja wohl eine absolute Frechheit. Lässt du die Scheiße durchsimulieren hier ohne irgendwas? Ja, bam, 5-0, 4-0. Da geht jedes Ding rein, oder was? Junge, Junge, Junge. Lächerlich. Lächerlich. Ah, 2 hat er gemacht. Und der Serge hat richtig Gas gegeben. Der Bescheid, ey. Düpp, 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 düpp. Deshalb muss nur der richtige Trainer da sein. Promi-Tipp ist 2-1. Ja, Halleluja. So. Okay, das ist also unsere Gewinneraufstellung. Okay. Okay, okay, okay. Kann der denn hier auf der Oper mitnehmen mit 0 Fitness, Alter? 0. Hier, den brauchst du doch gar nicht einwechseln. Der kriecht doch über den Platz. Wild. Wild, wild, wild. Okay. Okay, okay, okay.
Musiala ist der Einzige, der ein bisschen abfällt, formtechnisch. Aber wir gehen mal so rein in den Bums. Extrem offensiv. Wir gehen mal auf offensiv, wa? Ich habe noch einen Punkt, Leute. Ich habe genau einen Punkt, den ich zünden kann. Das heißt, ich kann jetzt einzünden oder erst zum möglichen Finale. Sehr gut, Konter abgefangen, Josua, zack, Querpass. Ach, der macht's gleich selber. Ja, GB ist weg, dann läuft besser. Das war schon ein guter Angriff, Alter. Ui, der Leroy auf der Linie. La 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 la. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. So, wir werden auf jeden Fall mal den Goretzka erlösen mit seiner... Und wir erlösen Leroy Sané. Und ansonsten würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen, ne? Und wir bleiben erstmal bei kurzen Pässen. Der Kimmich tritt auch gleich die Ecken, ne? Männer, können wir jetzt endlich in Führung gehen oder was? Anscheinend nicht wirklich.
Da, 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 da. Schön rausgespielt, Conny. Ach hey, ey, spiel doch rein das Ding, ganz ehrlich, Alter. Wie kann man von da aufs Tor schießen? Junge, Junge, ey. Muss noch 2 Wechsel überlassen, weil es Verlängerung geht, ey. 91 Minute Konter. Nee, ist klar, ne? Alter, Berli. Innenverteidigung tot. Serge tot. Ja. Ja, Chancen haben wir ja genug, ne? Also was soll ich jetzt ändern? Frisches Blut rein und Abfahrt. Charles, er war böse, ne? Ich hoffe, das weißt du. Den kannst du nicht machen. Junge! XG-Wert 3 Millionen, Alter. Bertel, er schießt uns ins Finale. Guck's dir an, Alter. Eiskalt. Eiskalt. Gegen Wolfsburg, natürlich. Wie haben Sie die Leistung der Mannschaft heute gesehen? Super. Wie geht es einem nach solch einem Sieg? Tiefe innere Zufriedenheit. Die Partie war heute hart geführt. Was sagen Sie dazu? Alles in Ordnung. Abfahrt. Wild, ne? Wild, wild, wild. Riesensitzung bei Bremen. Ja, kannst du als Innenverteidiger da bleiben, ey. Warum ist denn jetzt schon wieder alles anders hier?
Düt, 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 düt. Düt, 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 düt. Düt, 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 düt. Düt, 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 düt. Ja, Heavy, tut mir leid, Alter. Wir müssen das Momentum nutzen hier. Aber wir könnten dich natürlich im offensiven Mittelfeld bringen. Können wir hier auch mal auf kurze Szenen stellen. Chancen flackern. Fragen? Alter, wir haben wieder null Zugriff auf dieses verfickte Spiel, Alter. Meine Fresse, ey. Der wäre schon geplatzt, der Uli. Der Uli wäre schon geplatzt. Was sind wir? Platz 12, 11 in der Bundesliga? Der wäre schon geplatzt. Vor allem, warum steht da jetzt Angriff von FC Bayern und du siehst einen Angriff von Frankfurt? Ne? Da ist doch irgendwas schon nicht ganz richtig. 10. sind wir, okay. Ei, 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 ei. Alles fähige Schmuhbetrug, ja, ich glaube auch. Pass auf, wir kürzen die ganze Story jetzt mal ab. Wenn sowas bei uns passiert, ne, wisst ihr, was passiert. So. Was ist denn in Chancen flackern? Leo ist tot. Ja. Ist ja jetzt nicht das große Problem.
Ja, flacker durchgehend am besten. Und schießt trotzdem kein Tor. Wild. Ja, aber es ist ja trotzdem einiges sehr, sehr buggy hier noch in dem Game, Alter. Also bei jede Niederlage, die ich kassiere, zählt als Siegesserie. Warum? I don't know. Ganz wild. Ja, ist alles gut. Wir simulieren jetzt die letzten 3 Spiele, gewinnen wir die wieder 10-0. Doch, alles gut. Weil wir spielen am Finale. Das heißt, wir simulieren bis zum 12. Mai. Mai. Abfahrt. Ja, wir sind im Pokalfinale. (4:1) verloren, trotz Simulation. Ja, Halleluja. Liegt doch nicht an mir, Leute. Peter. Servus. Weil der GB wieder wach geworden ist, ja. Der GB ist der Anti-Glücksbringer, Alter. Katastrophe. Katastrophe. Aber gut, der simuliert ja durch. Kann ich glatt mal die Luke zumachen. Das friert mir nämlich gerade den Arsch ab. Naja, wenigstens habe ich die Saison zu Ende gebracht. Zwar eher schlecht als recht. Rot-Weiß Essen. Go! Raffi, alte Kanone. Naja, ich meine, wenn wir Pokalsieger werden würden, wäre es ja ein versöhnlicher Abschluss. Aber ansonsten war es schon katastrophal, die Rückrunde, ne? Ich habe den FC Bayern zerstört, Alter. Ein schlechtes Omen, aber wir spielen gegen Wolfsburg im Pokalfinale. Jetzt haben wir eine Liga gewonnen. Eieiei. Eieiei. Raffi, hast du dir überhaupt den Dingens-Stream nachgeschaut? Ich hoffe es für dich, mein Freund. Ne? Ich hoffe es für dich.
Natürlich. Ich frage dich ab. Ich habe dich extra dreimal erwähnt, wo ich dir eine Frage gestellt habe. Daniel Peretz kann heute nur reduziert trainieren. Eine reine Vorsichtsmaßnahme. So, 9 gegen 10. Wir könnten noch 9. werden auf jeden Fall, Leute. Wenn wir jetzt gewinnen. Ja, Raffi, ich sag's dir. Guck mal, zack, 4-0. Bam. Ja, krass. Schon ein guter Erfolg, einstelliger Tabellenplatz, ne? Jonas Schenk. So, jetzt wird's wild, Kollegen. Jetzt wird's wild. Was ist diese Woche Ihr Trainingsschwerpunkt? Wir bleiben aber offensiv. Wir bleiben aber offensiv. Wild, ne? Wild, wild, wild. Ja, die Teamchemie ist mit 55 natürlich auch nicht geil. Unser Condi ist natürlich auch für den Arsch. Aber immerhin sind wir frisch. Ist ja schon mal nicht so schlecht. Hier wollten wir noch gucken. Da wollten wir noch gucken. Guck's dir an. Der Leroy ist immer noch gut Freund mit uns. Ist ja wild. Wer ist Max Scholze und Tom Hülsmann, Alter? Zweite Mannschaft. Maximilian Wagner. Wild. Kingsley mag uns nicht. Die ganze Saison schon nicht. Der King. Die ganze Saison ist er gegen uns. Das ist schon frech, ne? Also Kabine habe ich nicht verloren, Leute, ne? Habe ich nicht verloren. Wollen wir mal sehen, ob die das jetzt zurückzahlen. Ich mache auch extra nochmal vor der Abfahrt Sport. Als gutes Beispiel gehe ich voran. So, Trainingsgruppen sind am Stissel. Wie sieht's denn aus? Kann ich noch irgendwas rauspumpen hier? Ja, die Condi ist jetzt egal, ne? Die Condi, das... Ach, Abfahrt. Abfahrt, fertig. Für Platz 9 ist der Team Spirit sensationell. Ja, das war eine schwierige Saison für uns. Ausgebremst. Eigentlich ist nur der Vorstand schuld. Eigentlich ist nur der Vorstand schuld. So, der Weg ins Finale. Gut. Natürlich wieder Fünferkette. Na klar. Na, sicherlich. Sicherlich, sicherlich. Sicherlich, sicherlich. Gut. Ja, wir spielen. Das ist das Beste, was wir spielen können. Das Einzige, was wir tauschen könnten, wäre, könnte auf 2 Defensive und 1 Offensiven gehen. Das ist das Einzige, was ich ändern könnte.
Ja, unser Captain muss spielen, da geht kein Weg dran vorbei, ja. Da geht kein Weg dran vorbei. So, wen haben wir denn draußen, wer noch irgendeine Killerform hat? Pavlo und Kretzig, ja. Die sind eigentlich die uns durch die Saison getragen haben. Der Opa ist auch wieder da. Mit einer 27er Fitness, Alter. Krass. Krass, krass, krass. Mich ist so nichts zu gebrauchen, ne? Ja, der Manager ist der Kimmich auf jeden Fall ein Sechser, Leute. Da Bescheid, ey. So. Hier ist er, nee, Alter. Super. Harry Kane, eine Viererform. Eine Viererform hat er. Roman ist tot, ist jetzt nicht so wild. Wo ist denn die Maschine hin? Serge ist auch tot. Oh, okay. Gut, das grenzt die Möglichkeiten ein, ist aber kein Problem. Kriegen wir hin, weil wir haben noch Emil am Start. Ich überlege auch, ob ich mit dem Emil anfange und wir uns den Tell als Wechseloption lassen. Oder wir stellen Tell in die Startelf und lassen uns einen Heavy als Wechseloption. Oder ganz abgewichst. Wir stellen den Harry. Eine Spitze auf. Ja. So gehen wir mal rein in die Story. Gut, ich muss den Pavlo auf jeden Fall einpacken. Torwart. Neuer 5er Form, ey. Bild. Peretz hat eine 8er Form. Keine Ahnung, wer er ist. So. Als Innenverteidiger haben wir einen Opa mit 27 Fitness. Nee. So. Gut. Da wir uns ja die ganze Saison aufgespart haben mit Prämien, können wir natürlich jetzt mal eine Prämie machen, wa? Ecken kurz, Alter. Eckenrückraum. Genauso eine Katastrophe. Konter haben wir im Griff. Distanzschüsse sind wir auch ganz gut eigentlich. Aber irgendwie schnackselt das noch nicht richtig. Abseitsfalle geht so. Dribblings, ja. Ja. Ballen brauchen wir nicht, Alter.
So. Weiter geht die wilde Fahrt. Wir nehmen Manndeckung, wa? Schwachpunkt attackieren. Wer ist denn Schwachpunkt bei denen? Cedric Zeisinger. Okay. Wir ziehen alle Register jetzt, Leute. Dieses Spiel ist unglaublich wichtig. Unglaublich ist das wichtig. Wenn wir gewinnen, habe ich ein kleines Bonbon für euch. 260.000 pro Spieler. Wisst ihr Bescheid? Wir werden jetzt alle Register gezogen. Balbo, mach das mal. Mach das mal. Führ die mal auf die 1. So, Bedeutung des Spiels 9. Alles gut. Co-Trainer stellt Team ein. Nein, bitte nicht. Haut alles rein, was ihr habt. Schmerz ist Schwäche, die den Körper verlässt. Ja, die sparen wir uns auf für die letzten paar Dinger. Nur hier einmal pro Halbjahr. Und Spieler. Okay. Harry Kane. Das wird heute dein Tag. Joshua Kimmich, das wird heute dein Tag. Joshua Kimmich, deine tödlichen Pässe werden uns heute helfen. Heavy, das wird heute dein Tag. Wir fühlen's, oder? Und wir machen... Haben wir sonst noch was für ein Tell? Tell, das wird auch heute dein Tag. Leute, so, Tipps jetzt, komm. Tipps. Das letzte Spiel, dann sind wir durch. Dann haben wir den FC Bayern entweder bis auf die Knochen blamiert, mit Platz 9 in der Liga, mit dem Champions League aus im Achtelfinale. Nee, in der Vorrunde sogar, ne? Aus im Viertelfinale in der Europa League. Wenn wir jetzt noch nur Zweiter werden im DFB-Pokal, dann ist vorbei. Kantersieg 5-1, aber für die Wölfe. Frech. Raffi, so ist gut. Ei. Ein Titel für Heavy. Abfahrt. Warte, ich muss direkt erstmal einstellen hier gleich, weil wir haben alles auf Ausstehen. So. Lange Szenen. Tempo. Mittel. 10 Geschwindigkeit, 100%. Ziehen wir uns jetzt ganz genüsslich hier das letzte Spiel rein. Abfahrt. Angriff FC Bayern, 9. Jamal verliert den Ball. Konter Wolfsburg. Ich krieg einen Kackreiz. Alto Belly, ey. Kimmich. Grandioses Tor vom Josh. Unser großer Anführer bereitet den Weg. Sau stark durchgesteckt. Sehr gut, sehr gut. Reinflanke in die Roy. Wow! Den haben wir gar nicht gesagt, dass heute sein Tag wird. Alter. Die Würste der Saison tragen mich hier zum DFB-Pokalsieg, oder was?
chemisch unverkäuflich. Und weiter geht die wilde Fahrt. Jamal Musiala. Zuckerpass auf Emil. Oh. Das sah aber schon eher nach Innenpfosten aus, du. Ne, noch ist nicht durch. 2-0 reicht noch nicht, Leute. Steve weiß, dass der Trainer nach dem Spiel geht, genau. Können sie befreit aufspielen. So sieht's aus. Wegen angeblicher Schwalbe. Ja, das kann nur angeblich sein, weil wir ohne Schwalben spielen, Alter. Wir brauchen sowas nicht. Ach, Kranio. Ich hätte den Anführer gerade nicht loben sollen, Alter. Schießt er erstmal 6 Meter neben das Tor. Anstatt den Sack zuzumachen, weißt du? So ein Ding, ey. Naja, wir haben noch keinen, der tot ist. Von der Frische her. Ja, wir haben natürlich 2 knifflige gelbe Karten, aber wir könnten höchstens einen Guerrero bringen für den Davis. Dann könnten wir eine gelbe Karte entschärfen. Ja. Das können wir machen. Musiala war jetzt nicht so überragend. Ne? Den könnten wir natürlich auch tauschen. There we go, there we go, there we go, there we go. Wir fahren erstmal. Wir fahren erstmal. Und man wartet auf so einen Einsatz. Leute. Wir haben 5 gelbe Karten bei Wolfsburg, also. Komm, mach jetzt zu den Sack, Alter. Mach jetzt endlich den Deckel drauf hier. Ich sag nix, ne? Ich sag nix. Juti, Juti, Juti. Wir bringen jetzt mal ein bisschen Frische, ne? Wir bringen jetzt mal ein bisschen Frische. Wir bringen mal ein bisschen Frische. Hm. Oh, der Kimmich hat eine 8er Form, Alter. Wie macht sich Kimmich denn da? Nicht so geil. So, wir ziehen den Harry jetzt auf jeden Fall nach vorne. Wir ziehen den Tell nach außen. Und wir bringen den Müller für den Emil. Genau. Fahren wir erstmal bis zur 70. weiter.
Leroy gelb wegen Reklamieren, Alter. Hurra! Hurra! Die Bayern, die sind da! So, da bringen wir noch. Wir müssen den Leroy auch erlösen jetzt. Ich muss dem Pavlo das einfach gönnen, oder? Wir müssen dem Pavlo das gönnen. Da müssen wir jetzt mal kurz ein bisschen hin und her zippeln hier. Oh! So. Ich habe keine Alternative gerade. Umstrittenes Foulspiel. Guck mal, da geht's wieder los. Umstrittenes Foulspiel. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Hurra! Hurra! Die Bayern, die sind da! Gut, jetzt müssen wir, oder machen wir lange Bälle? Defensiv mit langen Bällen. Was haben wir denn noch? Viertelstunde oder was, ne? Ja, wir müssen jetzt komplett durch die Mitte, Alter. Außen ist eh nichts mehr. 100% mittig. So. Natürlich bei uns umstrittenes, aber hier, 6 gelbe. Lächerlich, ne? Heavy Goal. Haben wir noch eine Wechsel oder was? Ne. Ich hätte so ein bisschen Zeitspiel gemacht, ne? Das war nicht so Manchester United Ding, Alter. Sehr gut. Junge, Junge. Was soll ich sagen? Ich bin auf jeden Fall diese Saison besser wie der Tuchel, weil ich habe einen Titel geholt. Wenn auch nur ein Trostpreis, aber immerhin. Aber immerhin. Harry Kane hat seinen Titel, jo. Wir haben es geschafft. Junge, Junge. Wie haben Sie die Leistung der Mannschaft gesehen? Großartig. Super. Wer war heute Support der mitgereisten Fans? Die Besten der Welt. Ist das Verhältnis zum Präsidium im Moment? Volles Vertrauen. Stark. Hä? Titel geholt. Was ist los? Hier, bam, alles. Ach, grandios. ...125 Managerpunkte, Alter. Läuft. Sie haben sich damit für Europa qualifiziert. Ja, das war das Ziel, ne? Traurig, aber ja. Ja, ich werde die nächste Saison ja nicht spielen.
Sehr gut, sehr gut. Also wir sind doch keine volle Nulpe, weil immerhin haben wir einen Titel geholt im FC Bayern. Leute, das war's. Das war's auch mit dem Manager hier auf dem Kanal. 2 Streams. Wer weiterhin Manager gucken möchte bei mir, kann das sehr gerne tun auf meinen Gaming-Kanälen. Ich hau die nochmal im Chat rein, für die Leute, die das hier vielleicht nachgucken. Da werden wir nächste Woche reingehen. Sehr wahrscheinlich mit einem eigenen Verein, denke ich. Ansonsten Karrieremodus. Aber ich denke, wir werden einen eigenen Verein machen. Ja, ich gucke mir das mal an. Und dann gehen wir dann nächste Woche rein. Ich weiß aber noch nicht. Vielleicht mache ich auch Karriere im Stream und mache eigenen Verein off Stream. Eins von beiden werde ich es irgendwie rumschaukeln. Gut. Leute. Das war's. Das war Tuchel 2.0. Ich meine, wenn Tuchel die Champions League gewinnt, hat er natürlich ganz klar den Vorteil, ne? Die ich ihm von Herzen gönne. Leute, vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Wir sehen uns hier Montag, wo wir mal ein bisschen, ich weiß nicht, wie lange es gehen wird, wir quatschen einfach ein bisschen. Ne? In diesem Sinne, wie immer 18:30 Uhr, ich wünsche euch einen schönen Sonntagmorgen. Haut rein. Tschüssi. DFB-Pokalsieger.